Hallo und herzlich willkommen zu der 10. Ausgabe von Gothic Matters heute. Heute mit dem lieben Herr Brom. Hallo. Und wir machen das so wie die meisten Male. Wir reden erstmal über Gothic, über Risen, wie auch immer. Dann, wo wir uns anschließen würden und so weiter und so fort. Und dann geht es noch am Ende in seine Vergangenheit noch ein bisschen rein. Beziehungsweise auch vielleicht aktuell, ich weiß es nicht. Genau, Sehen wir dann. genau. Dann fängst du jetzt an. Also, Ich fange an. du stellst dich jetzt vor kurz, ja. Ach so, ja, Ja. gut. Hi. Ich bin Herr Brom. Ich streame auf Twitch. Hab teilweise auch Gothic-Sachen gestreamt. Entsprechend komplette Gothic-Reihe mal Vanilla quasi durch, ohne die Mods nochmal. An Mods habe ich irgendeine Total Conversion von Gothic 1 quasi mal noch durchgespielt gehabt. Und die Weihnachtsmods zum Weihnachtsstream letztes Jahr, stimmt. Aber bin vor allem eher, wenn mich jemand aus der Gothic Community kennt, über den GMP, also die Gothic Roleplay Community etwas bekannter, wo ich ab 2013, 14 rum immer wieder bei einigen Servern im Team gearbeitet habe. Entsprechend erst bei Strafkolonie Online damals, bis 2016, 17 als Supporter und Supporter-Moderator. Der Teamspeak war meiner oder ist meiner bis heute. Wird nur nicht mehr genutzt. Und bin dann umgeschwungen auf Classic Corines bis 2021, 22 oder so. Und da eben auch Supporter, teilweise leitender Support. Solche Sachen. Und da halt eben viel verankert gewesen quasi, viel mitgemacht, viel investiert an Zeit. Weswegen Gothic mich eigentlich immer begleitet hat über die ganzen Jahre. Genau, ich bin 25 und nutze die meiste Zeit mit Stream. So, ich bin Sehr schlecht in nice. Vorstellungen machen, aber ja, hi. Alles gut, kein Problem. Sonst Gar findet kein ihr bei mir so Problem. Rollenspielsachen generell meistens. Also Mhm. momentan Dragon Age, Mhm. so Zeug. Sehr gut, sehr gut. Damit ist dein Leben von Gothic gepflastert. Ja, Sozusagen. eigentlich Ja. schon. Okay. Absolut. Wie war denn dein Werdegang so? Mm, Also prinzipiell, ich würde mal sagen, typisches Kleinstadt-Mittelstandskind, so ein bisschen. Ähm, Dadurch einen Vorteil gehabt, dass mein Dad tatsächlich einen PC hatte damals und Gothic gespielt hat unter anderem. Ähm, Damals noch tatsächlich auf dem Dorf sogar gewohnt. Und da kam es so, dass oh Gott, irgendwie verwandt mit mir. Ich glaube, der Sohn der Cousine meiner Mom oder sowas hatte damals Gothic 1 und 2. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt 5 oder 6 Jahre alt, so. Ähm, war 6 oder 7 Jahre alt. Gothic 2 war noch relativ frisch, so. Gothic 3 war gerade in der Mache. Und mein Bruder hat das dann bei ihm gespielt. Cool gefunden, mitgenommen, ausgeliehen. Mein Dad hat ihn weggenommen, weil mein Bruder irgendwie erst 11 war oder so auch. Da hat mein Dad gespielt und wir durften zugucken. So kam das alles. Der erste Kontakt zu Gothic. Ähm, genau, später dann Realschulabschluss gemacht irgendwann. Und die ganze Zeit über aber schon von klein auf eben mit Gothic aufgewachsen, durch meinen Dad eben zugeguckt damals. Ich weiß noch, mein Dad hat damals von Gothic 3 die Collector's Edition vorbestellt. Die habe ich jetzt mittlerweile irgendwo. Ist grad Hm. nur gar nicht wo, ehrlich gesagt. Ich weiß ganz genau, wo Ähm, meine ist. Ich Ja, habe auch meine, eine da ist das Riesensammlung da Problem, hinten. die ist so ein bisschen aufgeteilt. Die Kette hängt bei Mhm. meinem Bruder, die Karte hängt in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern und der Rest ist irgendwo hier. ähm, aber entsprechend schon irgendwie als Kind. Ich meine, Gothic 3 war ich, 2006 kam es raus, da war ich 7. Das heißt, ich habe das zwar voll gefeiert schon, habe noch irgendwie damals schon Mhm. mit 7, 8 das Making-of-Buch gelesen und was weiß ich was. Das habe ich auch mit 9 Ähm, oder so. ja, ja, aber ich habe es geliebt. Und dann irgendwie, sobald ich glaube mit 10 oder sowas, das erste Mal Gothic 1 gespielt dann. Und war schon cool. Und dann hat mich das begleitet. Dann habe ich irgendwann mit 2000, ich glaube 2013 rum war das, habe ich entdeckt, okay, cool. Ich schreibe gerne. Prinzipiell schon damals als Kind. Und es gab von Gothic eben, oder zu Gothic auf World of Gothic
dieses Foren-RPG, was quasi Roleplay Mhm. in reiner Textform war, in einem Forum. Da habe ich überlegt, okay, will ich mitmachen? Aber ich bin erst 13. Ist das cool? Darf man da mitmachen als Kind? So. Hatte damals das Problem, dass ich 11 Monate lang krank war. Deswegen 11 Monate lang eigentlich nur bettlägerig gewesen wegen pfeifrischem Drüsenfieber. 3 Monate Fieber, dann jahrelang, würde ich schon sagen. Monatelang Schlafprobleme, Schlafstörungen Mhm. und dementsprechend nicht viel möglich gewesen. Verständlich. Mhm. Hab eine Beschäftigung gebraucht und habe dann mich in diesem Forum registriert. Hatte zu der Zeit damals Eragon gelesen. Ich glaube, das kommt noch als Frage, ne? Jetzt nehme ich, glaube ich, eine Frage vorweg, gerade mit dem Namen und so weiter, ne? Wir sind noch nicht bei der Frage, aber ja, kannst weiterreden, alles gut. Nein, dann lass den Namen weg, machen wir nachher. Mhm. ähm, nee, und da dann angefangen mit dem Gothic Roleplay in Form vom Foren-RPG. Das sind irgendwie auch, ich glaube, 2 Jahre lang gemacht, mit an die 1000 oder über 1000 Beiträgen irgendwie, allesamt dann Texte irgendwie in der Länge. Ähm, war schon cool. Durch die Anonymität des Internets wusste niemand, dass ich so jung bin. Du warst Ähm, safe 18, du warst safe 18. ja, safe. Und dann irgendwie 2014 rum eben mit dem SKO-Zeug angefangen auf jeden Fall. Und da dann auch selbiges Ding. Text-RP, deswegen hört dich eh niemand, deswegen weiß auch niemand, wie alt du bist. Und im Endeffekt kam es dann dazu, dass ich mit 14 oder mit 15 Supporter bei SKO war. Von der Community gewählt. ähm, so ging es dann immer weiter und weiter irgendwie. Hab dann irgendwann etwas weniger Zeit gefunden durch Job und Ausbildung nach der Schule. Erst ein Jahr lang kaufmännisches Berufskolleg gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das kennt. Es ist im Prinzip eine Art Fachhochschule, so ein bisschen. Ja, das kennt man, Das ja. aber, ja genau, nebenbei gejobbt im Einzelhandel und nach einem Jahr dann die Schule quasi abgebrochen in dem Moment und die Einzelhandelsausbildung durchgezogen. Dadurch kam dann nur eben viel Zeitverlust in dem Moment und viel weniger Zeit für das ganze Zeug. Da bin ich dann geblieben im Sportfachhandel tatsächlich bis vor 1,5 Jahren Mhm. und seither leider krankheitsbedingt nicht mehr arbeitsfähig momentan. Durch die Psyche, solche Sachen. Ähm, weil sich eben seit diesen 11 Monaten Krankheit damals eine Depression aufgebaut hat und die jetzt momentan behandelt wird endlich, weil ich es lange selber nicht gemerkt habe. Ähm, aber dementsprechend umso mehr Zeit eben zum Streamen und Co. Das ist so ein bisschen mein Mhm. Arbeitsersatz, könnte man sagen. Arbeitsersatz Äh, und auch ein bisschen, um zur Ruhe zu kommen, wahrscheinlich auch. ja, zur Ruhe kommen, Mhm. Arbeitsersatz. Es ist Mhm. irgendwo auch so eine Art Selbsttherapie. Mhm. Gerade auch, weil, okay, Schwierigkeiten damit wieder großartig in die Öffentlichkeit zu gehen oder sonst irgendwas, aber so habe ich irgendwo meinen sicheren Rahmen zum trotzdem Sozialkontakte führen irgendwo Richtig. und habe aber jederzeit die Möglichkeit, okay, wenn es mir zu viel wird, klicke ich auch auf Stream beenden, fertig, passt. Mm. Und auch da irgendwie, obwohl ich nicht viel Gothic spiele zurzeit, immer zu dieser Gothic-Bubble viel Kontakt quasi. Das ist halt schon irgendwie witzig, wie sich das immer erhält und immer weiter wächst trotzdem. Irgendwie sei es ein Umut, sei es ein Oldcoin, der bei vielen, die Gothic streamen, im Chat rumhängt, sei es ein Max Deus, der jetzt irgendwie eine oder nicht Miniserie, sondern eine sehr große Serie mittlerweile zu Elder Scrolls plant, Mhm. wo irgendwie auch einige Leute aus der Gothic-Bubble mit drin hängen jetzt. Ähm, ja, also von überall irgendwo noch Kontakte und Connections und das ist immer ganz witzig. Nee, sehr geil, sehr cool. Ja. Auf jeden Fall. Finde ich aber auch immer, für mich auch in der ähnlichen Richtung mit dem Stream da so. Das ist auch immer Mhm. so ein bisschen Safe Space und auch sehr Ja, gut genau. zur sozialen Interaktion. Genau. So, jetzt kommen wir zu der Sache, die du vorher fast schon angefangen hattest zu besprechen. Wie bist du auf deinen Namen Mhm. gekommen? Genau. Ich hatte damals Eragon gelesen zu dem Zeitpunkt. Und Mhm. Eragon gibt's, kennst du das Buch? Ich Oder die kenne Eragon, Buchreihe? die Filme von damals. Aber die Alright. Bücher sind natürlich viel, viel tiefer, klar. Aber ich habe die Der trotzdem grottige gemocht. Film.
Ich habe ihn trotzdem gemacht. Aber als Kind ist es halt so, dass man da nicht so viel Das Ding hinterfragt. ist, Ja. ich glaube, den Film kann man auch nur mögen, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Ja, das ist bei Herr der Ringe. Gut, bei Herr der Ringe ist es nicht so. Also Herr der Ringe kann man beides. Ja, Aber aber sagen wir es so, ist Eragon, trotzdem, ich habe alle Herr der Ringe Bücher gelesen. Da sind so viele Hintergründe, die einfach komplett fehlen und die anders sind im Film. Die Filme sind Ja, halt ja. trotzdem gut. Also, aber es ist Ja. natürlich gefühlt gar nichts vom Buch dabei, sozusagen. Ja. Kann man so Und das ist sagen. bei Eragon noch schlimmer. Eragon ist halt das Problem, dass die irgendwie von der Story mega viel Mhm. geändert haben, um es zu vereinfachen. So. Mhm. Deswegen, der Film war grausam. Also, weil ich die Bücher gemacht habe. Nee, das Da ist ja kein gab's Problem. Ja. Ja, da gab es einen Mhm. Charakter Brom. Oder ich bin mir bis heute nicht sicher, ob Brom oder Brom. Wie er Für mich ausgesprochen war's wird, immer weiß man Brom. nie. Ja. Genau. Und das war der Mentor vom Hauptcharakter quasi, also der Mentor von Eragon. Mhm. Und ich war halt damals 13 und naiv und dachte mir, okay, ich brauche für dieses Foren-RPG einen Namen. Wie nenne ich mich denn? Wie nenne ich meinen Charakter? Okay, Brom wäre doch cool. Hab's versucht, Name belegt. Schade. Weiter überlegt. Ich nenne mich jetzt Herr Brom, das wirkt älter. Ja. Und so kam es damals zu Herr Brom. Sehr Und geil. irgendwie hat sich das so durchgezogen und seither ist das halt so. Aber das ist wirklich Boah. cool. Eine coole Geschichte. Hm? Genau. So, Und okay. tatsächlich, mittlerweile ist mir auch egal, ob jetzt irgendwer Brom oder Brom sagt. Für mich ist irgendwie immer Brom, aber die meisten sagen Brom. Das ist, ja. Genau. Genauso wie mit Matt und Mutt, oder? Irgendwie schon, ja. 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 Man weiß nie, was das für Richtige ist. Hm? Okay. Sehr schön. Gut, das mit dem Video bis zur Veröffentlichung. Die Frage können wir auslassen, weil du machst ja keine YouTube-Videos, hast du ja gesagt? Oder kommt da doch manchmal was? Tatsächlich mache ich keine Videos, da kann man höchstens vielleicht überlegen, ich mache jetzt beispielsweise jedes Jahr einen Weihnachtsstream, Mhm. wo ich irgendwie dann noch vorplane und versuche grob zu strukturieren, Mhm. was ich alles machen will, was alles an Gästen beispielsweise dazukommt oder Mhm. solche Dinge. Aber das ist so das Einzige, was groß geplant ist. Und auch da ist es aber nicht so, dass ich dann irgendwie ein riesiges Konzept habe. Meistens irgendwie ein Google Docs-Dokument, das irgendwie dann 2 Seiten lang ist mit allen möglichen Sachen, die drinstehen. Und wegen, okay, also ich teile das dann auf in beispielsweise Viertel oder sowas und gucke dann, gut, ich lese viel on Stream, dann lese ich dieses Buch vielleicht und dann gucke ich, wie lang ist das Buch? 160 Seiten, was weiß ich, oder 160 waren es, glaube ich, letztes Jahr. Schaue ungefähr, wie lange ich brauche für eine Seite, rechne mir ungefähr um, wie lange ich dann brauchen werde für einen Teil davon und habe dann beim letzten Stream beispielsweise auch 4 Parts eingeteilt in den Stream, 24-Stunden-Stream, damit das Buch perfekt aufgeteilt ist, so auf die Streamteile. Mhm. Dann irgendwie, okay, um die und die Uhrzeit kommt ein Gast, dann muss ich gucken, dass ich vorher vielleicht, in dem Zeitraum kann ich das spielen, ja, aber das geht vielleicht länger, ich guck mal, so, die Sachen. Aber das ist dann alles was dann eher auch nebenbei, wir haben die Frage gar nicht vorgelesen. Die haben Ja, gesagt, wie lange genau. du, ja genau, wie lange du halt Stimmt. brauchst, um ein Video vom Konzept bis zur Veröffentlichung, wie lange du brauchst. Grundsätzlich, ja klar. Genau, deswegen bei so einem Stream ist es so, Mhm. dass ich da meistens irgendwie gerade beim Weihnachtsstream, weil ich es vorher schon weiß, 2, 3 Monate vorher schon anfange, irgendwie mit Notizen machen und sowas. Aber explizit das richtige Mhm. Planen ist dann meistens so 2, 3 Wochen vorher. Jetzt langsam fange ich an mit dem Stream, der dann am Mhm. 26., 25. sein wird, glaube ich. 25. Ich habe aber tatsächlich Videos explizit gemacht, so nur für Umut tatsächlich mal. Fürs Gothic Quiz. Da war Mhm. ich mal eine Gastfrage. Ah, okay, nice. Yep. Und da entsprechend Lösungsvideo und Fragevideo. Muss ich Was grad für mal eine Frage gucken. war das damals? Das war was relativ Gemeines mit Soundfiles aus dem Spiel. War das mit dem es gibt- Rückwärts da? Nee. Mhm. Nee, Okay. es gibt in Gothic 3 gibt's Outtakes. Es gibt in den Spieldateien gibt's Outtakes und die Mhm. kennt irgendwie so gut wie niemand. Ah, das ist ja Und, natürlich schwer, klar. Ja. Und erst recht vor bei allem, Gothic 3. du kannst sie nicht zu Gothic zuordnen. Und die Frage war dann, ich habe 4 random Zitate genommen von irgendwo und eins war aber ein Easter Egg. Also das eine gibt's als Outtake im Spiel. Mhm. Und das war das Zitat vom Helden, als der Held sagt, Commander hat eine Banane am Start.
Und hatte dann quasi mit einer KI-Stimme diese 4 Sounds eingearbeitet. Oder 4 Texte. Ich glaube, die anderen 3 waren einfach random Zitate aus anderen Spielen, Mhm. die ich mir im Internet rausgesucht hatte. Und eben dieses Commander hat eine Banane am Start. Die Frage war dann, welcher dieser Texte quasi in Gothic 3 in den Spieldateien zu finden ist. Okay, das ist Genau. ja gut. Ich glaube, das hätte ich auch nicht gewusst. Ja, ja, Und wusste das überhaupt irgendjemand dort? Keine Ahnung. Ich glaube nicht tatsächlich. nicht mal Umut wusste. Ich habe dann auch eben tatsächlich versucht erst, das als Video zu machen und das dann auch ordentlich zu cutten, was weiß ich. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, warte mal, nee, ich krieg das nicht hin. Weil wenn ich was als Video aufnehme, so nur für mich dann, habe ich diesen Perfektionismus-Drang von wegen, okay, aber da gucke ich nicht richtig in die Kamera, okay, da habe ich ein Fastbild, das geht nicht, muss weg, muss anders. Und habe dann stattdessen in OBS quasi mir die Szene vorbereitet, mir die Sounds vorbereitet nebenbei und habe das dann quasi One-Take aufgenommen. Ohne Schnitt. Und habe dafür im Endeffekt, glaube ich, 4 Stunden gebraucht für ein 1 Minuten 30 Video oder sowas. Ja, also das soweit zum Video aufnehmen. Video aufnehmen fällt mir irgendwie schwer. Ja, das habe ich auch bei manchen Sachen so, dass ich dann 10.000 Mal das probiere, obwohl es eigentlich so unnötig ist. Ja. Das ist wegen einem Millimeter, aber den sieht man dann einfach so, oh nee, bitte nicht. Ja, so in genau. etwa. Oder wenn die Deswegen genauso nur mit kurz- Bildern machen. Ja. Ja, Bei mir. oder du merkst irgendwie, scheiße, ich Mhm. habe jetzt irgendwie gerade irgendeinen Worthänger gehabt oder irgendein Wort ist mir nicht eingefallen oder irgendwas. Das wäre jetzt auch beim Podcast aufgefallen. Wir haben einen Gothic-Podcast tatsächlich. Mhm. Gothic Lore Talk auf Spotify, Mhm. auf überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Der ist aber, einerseits kam weniger als bisher geplant. Der Ursprungsplan war einmal die Woche eine Folge. Mhm. Ich glaube, die letzte Folge kam vor 1,5 Monaten. Aber nee, es kam sogar eine vor 2 Wochen, glaube ich. Da bin ich noch nicht dabei. Ja. Bisher gibt es 2 Folgen. Eine mit Mhm. mir, eine mit noch 3 anderen. Und auch da Folge aufgenommen und während der Folge schon eine Stelle gewesen, wo wir auch abbrechen mussten kurz. Weil irgendwie ich mich so dermaßen verhaspelt habe. So, wir hatten es in dieser Folge ging es um die Entstehung der Barriere. Und wir sind absolut abgedriftet. Und dann ging es irgendwie um, wie hieß er denn? Der Magier, der nee, wo war Choristo? Choristo ist der aus dem alten Minental. Lager aus Gothic 1, ne? Ja. Und irgendwie ging es darum, ob die vielleicht vorher noch in Vanguard waren. Und so aus dem Nichts habe ich irgendwie dann die Gegenfrage gestellt auf eine Aussage von Nixter. So von wegen, ja, aber war Choristo denn in Corona? Und ich habe keine Ahnung, wie ich auf Corona kam. Und das war einfach drin. Und dann so, okay, dann mussten wir kurz cutten. Und haben dann im Endeffekt fast 10 Minuten lang versucht, wieder den Faden zu finden. Und jedes Mal einfach nur lachen müssen. Ja Das gut, war halt auch Corona, das unangenehm. ist schon gut. Das ist schon wirklich. Also, Also voller unlucky. Überzeugung. Ja. Corona, Voller Überzeugung. da, ja, genau da. Ja. Und keine Ahnung. Ich glaube, der hat es auch mittlerweile als Outtake hochgeladen, der Sack. Ja, die Aber das Pandemie war in dann- Korines, wer kennt's nicht, oder? Ja, genau. Ich glaube, es war irgendwie auch wegen, wir hatten dort schon den ganzen Namen, Charybdo mit Charybdo, Koragon, diese ganzen, ja. Koragon, Irgendwie kam dann statt Vanguard Corona. Das war so absolut sinnbefreit und ich weiß bis jetzt nicht, was mein Kopf da gemacht hat in dem Moment, aber ja. Der war kurz auf K und dann Hm. hat er kurz an 2020 gedacht und dann waren wir schon drauf Ja, in dem Thema. ja. Genau. Ja, okay, aber es ist immer funny, so Outtakes sind immer funny. Ich hatte auch mal so ein Outtake von ein paar Outtakes vom Stream in meine Shorts gepackt und so, dass manchmal sowas Dummes manchmal kommt. Oder wir haben da Palworld einmal gespielt. Ich bin am Runterfallen und sterbe dann und mein Kumpel macht jetzt aus irgendeinem Grund irgendeinen komischen Schrei. Das hat sich angehört, als ob ich da eingefügt habe, dass
dass es ein Todesschrei ist von meiner Figur oder so. Und das hat sich so lustig angehört. Mein Kumpel so, hast du jetzt echt reingestellt, du Arsch? Ja, hab ich. Oh, wie gut. Das war richtig lustig. Boah, in Gothic 2. Ich bin gerade so schlecht, was den Namen betrifft. Wie heißt denn der Kerl, der dir am Anfang das gefälschte Dokument, mit dem du in die Stadt kommst, geben will? Du meinst, das Arschloch, Nee. Kanter. Kanter? Kanter heißt der. Der gibt dir das gefälschte Dokument, ja, genau. Genau, der sitzt ja je nachdem, was du machst, später im Knast. Ja. Und einfach nur, weil ich ihn nicht leiden kann, habe ich mir das ganze Spiel vorgenommen, ich leg den um. So, Punkt, ich leg den um. Mhm. Und war dann in dieser Zelle Mhm. und habe gemerkt, okay, ich kann den dort killen. Und wenn ich wegrenne und ein bisschen Zeit lasse, dann vergessen die Wachen, dass ich es gemacht habe und ich kriege keinen Ärger, außer vielleicht Strafgebühr so. Aber es geht. Cool. Und habe dann das ganze Spiel über, so, weil Kanter ist relativ stark und ich nicht. Mhm. Und dementsprechend hatte ich da halt irgendwie das Problem, ich war irgendwie schon in Kapitel 3 oder sowas. Mhm. Und ja, hatte dann das ganze Spiel aber schon irgendwie das 10. Mal versucht, ihn umzulegen, war da drin, hab's endlich geschafft, ihn zu killen, renn aus dieser Zelle raus, renn aus aus der Kaserne und wollte dann runterspringen von der Mauer in den Wald. Mhm. Heißt total episch, freue mich richtig, geil, ich hab's geschafft, renn da drüber, spring von der Mauer, Du tot. bist tot. Ja. Geil. Das war auch so, ich glaube, das ist bis heute einer meistgesehenen Clips, die ich dort habe und ist auch Teil vom Kanaltrailer, glaube ich. Das ist ja wirklich lustig. Ich meine, wie gesagt. Ja. So, Ich hab Glück da. gehabt, geil. Ja. Endlich geschafft. Dann, okay. Verdammt. Oder auch nicht. Das ist ja, als ich das letzte Mal Gothic 2 auf der Switch durchgespielt habe als Magier, hatte ich einen Bug. Ich habe gegen Waldläufer gekämpft. Waldläufer sage ich. Waldräuber. Feldräuber. Waldräuber sage ich. Feldräuber, siehst du? Verhassen wir sich schon. Du weißt ja, Feldräuber. Ja, Der hat gekämpft und plötzlich ist er weg. Und ich so, wo ist denn der? Wo ist denn der? Und dann gucke ich so hinter mir, der ist auf dem Baum. Der ist einfach auf dem Baum, der Feldräuber. Und dann denke ich mir nur so, wie bist du da hochgekommen? Das habe ich auch als Outtake drin. Das habe ich auch in meinem Kanaltrailer lustigerweise auch drin. Bei mir. Und dann so, wie bist du da auf den scheiß Baum gekommen? Und dann habe ich einfach den Feuerpfeil rausgeholt und ihn abgeschossen. Lässt sich so erklären, wenn Tiere und Monster oder auch der Spielercharakter im Prinzip diese Sidesteps macht. Dabei wird zwar Höhenunterschied trotzdem normalerweise bewertet, aber manchmal kann es passieren, dass quasi Höhenunterschiede nicht richtig übernommen werden dabei. Und dementsprechend glitscht plötzlich irgendwo hoch dabei. Ja, es ist aber trotzdem lustig halt in dem Moment. Genau. Ja. Gerade bei Tieren vermutlich irgendwie so passiert, dass er damit irgendwie dann den Baum hochgelaufen ist quasi. Ja. Das ist mit dem Ork auch passiert in dem Let's Play einmal. Da war ein Ork plötzlich im Orklager in der Luft. Ganz oben in der Luft. Fällt runter und stirbt dann. Ja. Das ist so richtig dumm. Das gibt's. Aber das Beste war einfach der Outtake. Ich laufe so ganz normal als Magier. Ich lauf so vor, rede irgendwas gerade über Gothic während des Streams und dann höre ich hinter mir so, so ein Schrei von toten NPC und so, noch einer und noch einer. Und dann so, oh Scheiße, meine Skelette töten die Bauern. Oh fuck, oh nein. Scheiße. Und dann drehe ich mich um. Ja, sorry. Und dann gucke ich so zu, ja, okay. Und ich denke mir da so, okay. Und dann dachte ich mir da so, jetzt ist es passiert. Aber wenigstens ein Level up. Und das habe ich dann auch als einmal hochgeladen. Das ist wirklich lustig. Ich hatte lange keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, mittlerweile weiß ich es grob. Bei Gothic 2 ist es möglich, dass vor der Hafenstadt direkt quasi, oder ist doch quasi der Weg, wenn du von Xardas aus zur Stadt kommst, das ist das Haupttor. Links davon ist dann noch so eine kleine freie Fläche am Wald. Und dort können, glaube ich, später auch Snapper spawnen in den späteren Kapiteln. Tun da, ja. Genau. Und die sind bei mir irgendwie über die Mauer gekommen oder durch die Mauer. Heißt, plötzlich war der Hafen überrannt von Snappern da unten und die ganzen armen Bürger hatten halt keine Chance. Und ich stehe da halt so und guck da nur zu und denke mir, wie zur Hölle? Warum? Okay, dann ist das halt jetzt so. Das Hirn ist so abgeschaltet, du denkst dir so, was passiert denn da jetzt gerade? Ja. Yeah. Und in der Zeit sterben die so wie mit dem Skeletten. So. Ich könnte die eigentlich aufhalten, theoretisch noch irgendwie. Anklicken und dann sterben die. Aber nee. So. Gucken wir mal, was passiert. So. Ja. Ja, das ist ganz witzig.
Oh Das Mann. ist halt so Sachen, die auch in Gothic dadurch passieren. Mhm. Das ist halt das Krasse bei Gothic eigentlich, dass du halt eine komplett lebendige Welt hast im Sinne von, Mhm. dass jedes Tier seinen eigenen Tagesrhythmus hat. Während halt bei den meisten Mhm. anderen Spielen mittlerweile läufst du halt wohin und dann lädt das Tier erst rein meistens. Und bei Gothic Genau. existieren die halt alle in dieser Welt irgendwo. Genau. Oder Das zum ist halt schon Beispiel, cool. wenn du in einem anderen Spiel ein Monster in der Nähe ist und ein Wache, die bekämpfen sich gar nicht erst gegenseitig. Die sind Mhm. so programmiert, dass die nur dich angreifen und die greifen auch Ja, nicht die an manchmal in manchen Stellen. Das ist so ja. richtig sinnbefreit, also überhaupt nicht. Funktioniert in Gothic auch nur, weil jeder Spieler oder jeder Charakter quasi identisch zum Spielercharakter ist sozusagen von den Scripts. Mhm. Das ist eigentlich cool. Dadurch gehen ja solche Sachen wie die Spielerei mit Mhm. Marvin-Mode, dass du dann O drückst und einen NPC übernehmen kannst. Ja. Geht bei den meisten anderen Spielen ja gar nicht. Dadurch, dass es Mhm. aber komplett andere, andere Props Mhm. sind, andere, Ja. die haben ja keine Steuerung in dem Sinne dann, sondern Ja. sind einfach nur dafür gedacht, okay, der läuft nach Scripts sozusagen. Genau. Und jeder hat eine eigene Gilde, eigene das. Jede Gilde hat eine andere Genau. Art, wie es aussieht. Wenn du ein Tier, wenn du bei den Quasi Menschen einen Wolf statisch. einstellst, greifen sie ihn an. Ja. So ist halt Richtig. so. Ja. Ist halt quasi ein statischer Klumpen, so, wo du nicht viel Spielraum hast und bei Gothic kannst du theoretisch aus jedem. Du hast ein Baukastensystem, so ein bisschen. Ja. Das ist wie bei Pen and Paper oder sowas, wenn du einen Mhm. Charakterbogen hast du halt bei Gothic auch mit jedem einzelnen Charakter und mit jedem Monster eigentlich Mhm. von vornherein denselben, weiß nicht, dasselbe Skript am Laufen wie mit dem Main-Char, nur eben Ja. dann ein anderes Prop, andere Textur, wie auch immer. Ja. Genau. Das ist schon sehr cool. Wenn man es direkt damit mit Dungeons Dragons vergleicht, einfach Edit Abilities ist ja genau das. Da kannst du alle Genau. Stats genau einstellen, wie du willst, die Richtig. Gilde, das ist ja wirklich so. Richtig. Genau. 100% das eigentlich. Das ist eigentlich schon cool. Und das ist Ja. was heutzutage eben viel fehlt. Ich meine, wo es noch ist, ich weiß nicht, ob das bei Starfield jetzt noch ist, aber bei Skyrim war es zum Beispiel noch so. Dort Mhm. hast du theoretisch auch dasselbe. Da hat ja jeder NPC auch einfach die Spielerstats und ist auch aus Mhm. einem Spielerbaukasten. Aber ich wüsste gerade nicht, ob mir sonst noch Spiele einfallen, bei denen das auch so gehandhabt wird. Ich Ich meine, eigentlich es hat auch ja bei, nicht. bei Gothic schon angefangen, dass dann bei Gothic 3 war es ja auch nicht mehr so. Ich glaube, bei Two Worlds 1 war das auch noch so. Da hat jeder das genauso kann auch sein. alles gezählt. Soweit ich mich erinnere, sonst gäbe es diesen Gandohar-Bug auch nicht. Weil Gandohar, wenn du den da hinlockst, greifen den ja auch Mhm. alle an, weil der auch als Feind sozusagen Ja. gemarkt ist, obwohl er sehr nicht sterben dürfte. Und dann hat das Spiel ja durchgespielt dadurch sozusagen. Wenn er stirbt. Stimmt. Ja. Ich Ja. glaube, da ist es genauso. Da hat auch jeder Stats und dies und das. Aber da hast du nicht nur Ja. das Spiel durchgespielt, sondern theoretisch auch noch Two Worlds 2 verhindert. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ich habe Mhm. beide trotzdem gespielt damals. Ich habe tatsächlich Two Worlds beide Teile gespielt, beide Teile geliebt und beide Teile nie durchgespielt. Ich habe beide durchgespielt. Bei Two Worlds 1 ist das Ende ein bisschen. Also zum Ende wird es halt krampfhaft ein bisschen beim ersten Teil. Beim zweiten finde ich Teil 1 den. ist leider immer ein bisschen smoother. krampfhaft, finde ich. Ja. Aber beim zweiten Teil war es ganz smooth eigentlich. Da ist es nicht so gewesen, dass das Ende so auf krampfhaft lang dauernd angefühlt hat. Das fand ich viel, viel Was besser. Was halt sehr stark ist bei Two Worlds, ist einerseits der Soundtrack, Mhm. der war immer krass, und Dietmar Oh, ja. Wunder als Hauptfigur. Also der Sprecher von der Mhm. Hauptfigur. Das ist ja auch derselbe Sprecher wie Adam Sandler und Mhm. Daniel Craig und so weiter. Ja, seine Stimme fand ich immer gut. Ich wusste Das jetzt ist nicht, welcher das war, to be honest. Aber Ja. da gut. Genau, der war das, Dietmar Wunder. Mhm. Eigentlich lustigerweise in Spielen kaum vertreten, aber Aber da vertreten. da vertreten. Ja. Gibt es auch eine lustige Story zu sogar. Bei Two Worlds 1 war auch das Ding, dass ich war gerade 12 geworden Mhm. und habe mir Two Worlds im Edeka, glaube ich, gekauft für 8 Euro oder sowas. Bei Software-Pyramide oder was es war. Mhm. Und damals war es noch so, dass du die Spiele oftmals ja auch aktivieren musstest. Steam oder Mhm. sowas gab es nicht wirklich. Ja. Und dann hattest du die Möglichkeit, okay, du kannst es aktivieren per Internet. Wir hatten kein Internet. Da hatten wir aber noch kein Internet. Ja, Same Problem hatte ich auch bis 12 oder so nicht. Oder bis 11, keine Ahnung mehr. richtig. Wie war Und dann das? saß ich da mit Two Worlds und konnte es nicht spielen. Da habe ich im Handbuch nachgeguckt, okay, du kannst zum Aktivieren aber auch den Support anrufen. Ich als kleiner Knirps rufen Support an, Mhm. wollten mir nicht freischalten, weil ich ein Kind war. Und dann musste meine Mom dort anrufen, dann hat meine Mom mir Two Worlds freigeschaltet. Die haben ihr dann diesen Code mitgeteilt. Den habe ich heute noch auf dem Zettel stehen irgendwo. Und dann konnte ich Two Worlds spielen.
Aber dann ist halt irgendwie Tools 1 hatte dieses etwas anzüglichere Cover mit dieser Frau, die eben etwas weniger Ja, anhat. ja. So. Dann geh mal als 12-jähriger Junge zu deiner Mom und frag sie, ob sie dieses Spiel freischalten kann. Die Tyrells 2 Ja. Frau, die am Ende der Endgegner ist, ist ja auch jetzt nicht unbedingt weniger anzüglich. Ist das die Orkin? Nee. Das ist die mit dem roten Kleid, die Frau. Ach so, ja. Ja, da gab es ja sogar als Rotes Kleid. Figur dabei damals. Ach Die hat einen ja, Stab und ja, rotes ja, Kleid. Genau. Ja, Den Stab, Ich erinnere genau, ja. Die ein Drache Ja, ja, die ist am auch Ende im ist, Cover. glaube ich. Ja, genau, richtig. genau. Die ist ja quasi irgendwie so eine Ork, Halbgöttin. Ich hab's tatsächlich Irgendwie halb nicht Drache, gespielt, halb aber- Orkgott oder sowas. Weil ich glaube, die war am Ende ein Drache, dann zum Drachen. hab bei Nicht Tour- mutiert, transformiert. Als habe ich nie Ja. verstanden, Mhm. wie dieses Spiel einerseits so. Es hat so ganz, ganz komische Ansätze. Es wirkt auf der einen Mhm. Seite wie so ein AAA durchproduziertes, krasses Spiel, Mhm. aber an anderen Stellen irgendwie so unfertig. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es wirkt irgendwie so. Die Animationen sind unfassbar krass. Die ganzen Kampfstile. Du kannst ja irgendwie mit jeder Waffe kämpfen. Jede Waffe hat ein komplett anderes Mhm. Moveset und so weiter und so fort. Und alles in allem wirkt es trotzdem teilweise wie so ein Sandbox-Indie-Spiel. Und du musst dir auch vorstellen, also gibt es Ja. auch noch dieses Kombinierungssystem und solche Sachen auch noch. Ja. Du konntest dieselben Ultra Items komplex. immer kombinieren und unendlich weit stacken. Du könntest zum Beispiel mit der schlechtesten Waffe irgendwann so viel Schaden machen wie mit der besten, theoretisch. Oder irgendwelche das Sachen. ist Dann schon gibt es auch noch ein Pferdesystem. Gibt es auch noch ein Pferdekämpfensystem. Wenn du skillst und so, das Skillsystem ist ja riesig dort. Was du alles machen kannst. Badenzeug. Es gibt Ich auch hab noch kürzlich mal wieder Meuchelmörd. geguckt. Das auch, ja. Ja. Das Badenzeug finde ich krass. Du hast dort ja die Möglichkeit, Instrumente zu spielen. Mhm. Und das funktioniert zwar nur mit 4 Ton quasi, also du hast dann, Mhm. glaube ich, WASD tatsächlich als Tasten dann. Mhm. Und kannst dann durchlaufend wie bei Guitar Hero oder ähnlichen Sachen, musst du dann die richtige Taste drücken. Aber da ist schon die einfachste Stufe so unfassbar schwer, weil Tools darauf achtet, dass du wirklich jeden Ton, der mit der Laute zum Beispiel gespielt wirst, wirklich klicken musst. Selbst bei der einfachsten Stufe. Ich habe letztens mal wieder das Spiel installiert und auch rumprobiert irgendwie. Das hat mich so überfordert. Ich meine, ich spiele in echt ein bisschen Gitarre und Mhm. Das ist es ist einfacher. einfacher in echt Gitarre zu spielen, als Ja. auf der einfachsten Stufe in Tools Instrumente zu spielen. Das ist aber Das auch ist beim schon witzig. Autofahren so, to be honest. Hast du schon mal so ein komplett Setup auf der Gamescom oder irgendwo mal probiert? So mit also ja. Rennautofahren oder sowas? Wenn meine Freunde so, in echt hast du bestimmt noch viel schlimmere Sachen versucht, als in diesem scheiß Spiel. Und hast halt im Spiel baust du jeder Mini-Sachen Unfall und bremst ja auch noch hart ab und es bringt halt nichts. Weil es einfach überhaupt was nicht realistisch anfühlt. Ja, du hast halt vor allem bei diesen ganzen Dingern meistens auch dann die ganzen Sachen wie ABS und Co. nicht. Mhm. Plus, es fehlt halt trotz allem irgendwo das Gewicht und das Gefühl dafür. Das ist die Ja. andere Sache. Ein Kumpel von mir oder mein Cousin hat tatsächlich so einen Rennsitz nachgebaut, wo er auch Rennspiele spielt mit. Es ist tatsächlich ein alter Autositz von einem Rennauto, so ein Schalensitz. Und halt auch so ein Thrustmaster, Lenkrad und Pedale und Co. Und ich glaube sogar inklusive einem Ding, dass sich der Sitz bewegt. Schon geil, aber ich komme überhaupt nicht damit klar. So Ich gar auch nicht. Also, Bei Du sitzt Gamescom da gab es ja auch irgendwie- genau sowas, ja. oh, Wand. Ja. Oh, Wand. Hm. Moment, Bremsen, Gas, fuck, oh, scheiße. Na, das ist genauso, was sich für mich auf der Ja. Gamescom angefühlt. Also das war das, warum es überhaupt nicht meine Art ist, irgendwie das Spiel Ja. oder sowas in der Art. Da spiele ich lieber ein Pfeiltasten-Rennspiel oder so, als so. Echt. Also, das ist tatsächlich mal cool, irgendwie, aber es ist so überfordernd. Mhm. Habe ich als Kind hatte ich tatsächlich auch durch meinen Dad eben, der halt Rennspiele sehr gemocht hat damals und dementsprechend auch so ein Thrustmaster-Lenkrad hatte. Hatten wir nicht Gran Turismo. Gran Turismo war auf der PlayStation, Mhm. sondern es gab Grid. Grid hieß das, glaube ich. Und vor Grid gab es dann noch so ein ähnliches Ding, was eher so eine Simulation war auch. Ich habe da so viel. Forza meinst du? Nee, nicht Forza. Forza war von Microsoft quasi schon damals und Dirt? das war. Nee, Konkurrenz. Ja, fuck. Müsste irgendwo sogar noch rumstehen haben, aber Boah, das ist eine gute ich weiß Frage. nicht, wie es hieß.
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich auch gerade nicht, ich weiß ehrlich es nicht. im Interview nach einer. Der Vorgänger von Grid quasi. Mhm. Grid war dann später der etwas mehr casual. Aber du meinst jetzt nicht Gran Turismo, nee, das ist ja PlayStation, wie du schon Genau, gesagt Gran hast. Turismo Ja. PlayStation. Und da war dann das Ding, dass ich das so lange gespielt habe, auch nur weil ich nichts anderes hatte. So, ich durfte halt dann bei meinem Dad die Spiele, die drauf sind, dann so ein Stündchen spielen oder so als Kind. Und hab dann halt das gespielt. Und hab so dermaßen versagt, immer und immer wieder. Und bin dann irgendwie durchgehend auch nur die Anfängerrennen gefahren mit den langsamen Autos mit irgendwie 50, 60 PS. So. Auch weil es am einfachsten zu kontrollieren war und das war schon witzig irgendwie. Aber es war mir viel zu komplex. Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich zu Rennspielen gekommen? Das ist immer so, das ist bei jedem Interview mit, egal wem. Irgendwas ist immer eine Ausartung in irgendeine Richtung extra. Es ist halt so, Aber das es ist viel gibt ja auch lustiger. in Gothic 2 ein Auto. Ja, oben in Jacken da, ja. Genau. Das ist leider geschrottet. Und? Das einzige Auto wurde geschrottet, schrecklich. Ja, und das Schöne dabei ist, es ist theoretisch eine Anspielung auf Elex. Könnte man sagen. Ja, okay, wenn man es Durch vorher... den Zettel Ja. hängt da ein Zettel dran mit, ich wollte schon immer ein Spiel mit Autos machen. Und zur selben Zeit hat damals unter anderem Björn Pankratz ein Konzept geschrieben und ein Album gemacht, musikalisch, zu Elex. Mhm. 2002, 2003 war das, als er es gemacht hat. Und aus diesem ursprünglichen Konzept, diesen ursprünglichen Ideen, wo eben auch währenddessen dieser Gag entstanden ist mit dem Auto, ist dann Elex geworden später. Das ist schon irgendwie witzig, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit da vergangen ist seither und wie lange diese Idee irgendwie schon gekocht hat in den Köpfen. Ja. Genauso wie wusstest du, dass während Gothic 2 entwickelt wurde, waren sie 3 Teams. Das eine Team hat das Gothic Sequel entwickelt, was dann nie Genau, rauskam. das weiß ich, ja. Ein Team hat Gothic 2 entwickelt, wie es dann kam am Ende, weil wir mussten dann quasi alles aus dem Sequel wieder verwerfen, weil der Publisher gesagt hat, nee, ist zu böse, wir brauchen was Bunteres. Und das dritte war dieses Science-Fiction-Ding, was auch nebenbei entwickelt wurde. Genau. Ja. Ein Sci-Fi First-Person-Space-Shooter. Genau, das meinte ich, genau. Runabout. Ja, doch, das wusste ich dann doch. Nur habe ich jetzt nicht daran gedacht, tatsächlich. Aber ja. Das finde ich irgendwie witzig, den Gedanken. Stell dir vor, die Gothic-Macher hätten noch einen Science-Fiction-Shooter gemacht zur selben Zeit. Mhm. Also rausgebracht dann auch. Wäre vielleicht was geworden, wissen wir bis jetzt nicht. Ich weiß. Hast du Sequel gespielt? Ich wollte es mal auf dem Kanal spielen, ich habe es immer nicht gespielt. Ich habe es nur immer angespielt, kurz. Als ich dann irgendwann mal tatsächlich über ein schon anderes Video drauf kam. Ja. Ich möchte das bitte fertig programmiert haben. Auch da übrigens. Die Dämonenjäger aus dem Sequel sind eigentlich 1:1 die Dämonenjäger aus Risen 3. Mhm. Das, ich finde es mal witzig, wie dann so alte Ideen wieder aufgegriffen werden, alte Designs irgendwie nochmal neu aufgelegt werden. Und wie halt dann die Lore teilweise sich verändert dadurch. Wenn du weißt plötzlich, okay, die Suchenden und die Grasland-Scavenger und die schwarzen Trolle sind eigentlich als Dämonen gedacht gewesen, also als dämonifizierte Tiere in dem Sequel durch eine Seuche, die durch einen Schläfer ausgelöst wird. Und so weiter. Plus, kleiner Funfact hier noch, Khorinis, oder beziehungsweise das Minental war in Gothic 1 noch Teil des Festlandes. Aber das wusste ich jetzt nicht, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Da war noch nicht konzeptioniert, dass es eine Insel sein soll, sondern da war es tatsächlich noch Festland. Tatsächlich sogar relativ nahe an Vanguard, weswegen der König in dem Sequel spontan ja, dann mal so ins Minental vorbeikommt, ja. Ja, stimmt. Der kommt da ja vorbei einfach sozusagen. Richtig. Erst bei Gothic 2 wurde entschieden, okay, nee, jetzt ist es eine Insel. Ich glaube, es ist auch ein bisschen besser, dass es so gemacht wurde. Weil sonst wäre das ja auch zu einfach. Also, ich weiß nicht. Es halt vereinfacht. Du hattest halt bei Gothic 1 die Barriere, aber bei Gothic 2 hast du halt keinen logischen Grund, wie du die Welt abschneiden kannst, ohne dass es halt unreal oder seltsam ist. Und eine Insel bietet sich da immer an. Weil, wenn dort die Insel eh fertig ist, musst du nicht mehr dort machen oder keine Grenzen einbauen. Ja. Nee, das auf jeden Fall. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt zu dem ersten Schritt von dem Podcast. Also, wir fangen mit Gothic 1 an und fangen mit der Spielwelt an. Und du erzählst mal ein bisschen was, wie du die Spielwelt findest und so weiter und so fort. Warte mal, was mit Gothic 1? Wir fangen mit Gothic 1 an, ja. Genau. Okay.
Wir gehen vom Teil zu Teil, so, genau. Okay. Ja. Gut. Gothic 1 ist tatsächlich bis heute mein Lieblingsteil eigentlich. Was aber, glaube ich, vor allem auch an dem Nostalgiefaktor liegt so ein bisschen. Mhm. Fällt nämlich auch jedes Mal wieder auf, wie optisch tatsächlich der Unterschied zwischen Gothic 1 und 2 mir damals nie aufgefallen ist, aber heutzutage schon gravierend irgendwie. Gerade Mhm. mit irgendwie der Dichte von Gras und so weiter und so fort, der Dichte oder der Auflösung von Texturen. Das Farbliche Ähm, auch. Die farbliche genau. Atmosphäre auch. Ja. Oder auch eben allein die Auflösung. So, du guckst dir irgendwie die Texturen an, die Gesichtstexturen von Gothic Mhm. 2 sind fast doppelt so hoch aufgelöst wie die von Gothic 1. Ähm, die ganzen Sachen. Sachen, die quasi auf den ersten Blick nicht auffallen, erst wenn du irgendwie tiefer gräbst. Mhm. Und ja, Gothic 1, quasi ist auch eine Meinung zum Spiel, oder? Also wir machen ja Punkt für Punkt, also erstmal zur Mhm. Spielwelt an sich. Das wäre Spielwelt. der erste Punkt, genau. Hast du mir dazu was geschrieben gehabt? Müsstest du haben. Doch, habe ich hab ich bei uns im Discord, ja. Ich anscheinend. Ähm, Das ist ja, ab Spielwelt. nach Nummer 6 kommt die Glaubwürdigkeit. Sache. Ach, da. Entschuldigung. Ja, 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 genau, die jetzt Sachen. habe ich es gefunden. Aber ist ja nicht schlimm, musst dich entschuldigen. Alles Alles gut, alles gut. gut. Ich strukturiere das nur ganz kurz, damit ich es hier ein bisschen, ja. Gar kein Problem, So, gar kein Problem. Spielwelt. Die Spielwelt von Gothic 1 fand ich tatsächlich eben dadurch cool, dass sie glaubwürdig ist. Mit dieser Barriere und so weiter. Und dass du irgendwo alles realistisch erklären kannst, warum ist was wo. So nach dem Motto. Du hast irgendwie dieses alte Lager, was zentral liegt, wo du siehst, okay, das liegt zentral, in der Mitte quasi von den Minen und so weiter, weil es halt eben der zentrale Anlaufpunkt war für die königlichen Truppen. Gerade auch bevor dann der Pass quasi in dem Sinne war, bevor die Barriere war, hattest du halt einen glaubwürdigen Pfad, wie die Truppen über den Pass runterkamen und dort quasi dann ihre Sachen abgeholt haben, hingebracht haben und so weiter und so fort. Mit der Brücke, die vermutlich ja ursprünglich mal größer war und nicht zusammengebrochen war. Mm, Genau, dann gab es natürlich die Abspaltung vom neuen Lager entsprechend, die erstmal versucht haben, sich zu verstecken, logischerweise, und dementsprechend nicht irgendwie direkt nebendran gebaut haben, sondern, Mhm. nee, wir gehen jetzt ein bisschen verwinkelt und hey, da ist dieser Berg und da ist noch ein Bereich, wo man auch eine Mine bauen kann, die eigentlich ganz nah an der alten Mine ist, Und noch aber eine der Berg getrennt ist. Riesenhöhle. Richtig. Und dadurch halt irgendwie so ein bisschen verborgener irgendwie ums Eck. Dass quasi kein direkter Weg, kein direkter Sichtkontakt ist. Und ähnlich mit dem Sumpf. Es ist alles quasi gerade nah genug dran, als dass irgendwo diese Abspaltung sichtbar ist, aber gerade weit genug weg auch, um wirklich eine Abspaltung durchzuführen. So. Und das alles, muss man auch sagen, so genial gebaut, dass die Welt so viel größer wirkt, als sie wirklich ist. Das fällt mir immer wieder auf, wenn man irgendwie mal doch über die Welt fliegt und sich die Sachen anguckt, wie nah beieinander die Dinge manchmal sind. Irgendwie alleine Rockgebiet. Mhm. Der Steinkreis, in dem du mit Milton den alten Baron, den alten Mhm. Erzbaron quasi beseitigst. Genau dahinter ist die Orkstadt. Da ist wirklich nur ein Felsmassiv und da ist Ja. die Orkstadt. Das heißt, die Orkstadt ist quasi fast bei der freien Mine. Du musst von der freien Mine nur einmal über den Berg und bist in der Orkstadt. Und das fällt einem nie auf. Man denkt immer, die Orkstadt wäre so unfassbar weit weg. Und dann Mhm. merkst du erstmal, okay, die sind Nachbarn. ähm, aber die haben halt damals die Ressourcen so gut genutzt, quasi durch diese Berge und so weiter, dass du nicht merkst, wie klein die Welt ist. Sondern es fühlt sich alles groß an, weil du halt dann eben nicht den direkten Weg gehen kannst, sondern halt so einen Weg gehen musst, quasi, um ans Mhm. Ziel zu kommen. Da steckt schon sehr, sehr viel Liebe drin und sehr viel Detail irgendwo. Und das schaffen heutzutage auch nicht mehr so viele. Heutzutage ist halt dann der Punkt, wenn du dir gerade irgendwie den Assassin's Creed Hype anguckst, die letzten Jahre bei den Spielen, immer größer und größer und größer und größer. Mhm. Du hast irgendwie in Odyssey einen kompletten Kontinent zur Verfügung. Mm, Aber es ist halt im Endeffekt einfach eine große, teilweise generierte, fast schon lieblose Welt. Da fühlen sich halt die Strecken lang an, weil sie lang sind. Ja. Aber es passiert nicht wirklich was Spannendes. Während du bei Gothic halt eben durch die Tiere und so weiter immer was Glaubwürdiges, was Interessantes, was Neues erlebst. Mhm. Und das auf einer
kleinen Welt mit verwinkelten Strecken, die aber so besonders sind, dass du dir merken kannst irgendwie. Dadurch Ja. funktioniert das auch nur. Wäre es Ja, irgendwie das, so eine austauschbare Welt, mhm. wie würdest du von A nach B kommen, ohne wirklich Questmarker und Co. Ja. Das sehe ich aber auch genauso bei, jetzt zum Beispiel bei großen Mods von Gothic. Wie du ja schon gesagt hast, wenn du oben siehst, ist alles viel kleiner. Also Ja. es ist eigentlich voll klein, aber zum Beispiel das Schichtensystem in großen Gothic-Mods ist ja auch genauso ausgeführt. Wenn eine komplett neue Welt dabei ist, auch Schicht, 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 Schicht. Wie Ja. ich meine, alleine zum Beispiel in Jakenda wurde sehr stark erweitert, zum Beispiel in Odyssey auch. Mhm. Viele mögen Odyssey nicht, weil es zu groß ist für sie insgesamt. Das ist aber halt, weil man viel Zeit in die Hand nehmen muss und früher war es verbuggt. Das habe ich auch nicht Ja. gemocht, wo es verbuggt war. Aber dieses Schichtensystem haben sie wirklich sehr gut aufgeteilt. Wenn du allein in Jakenda bist und dann siehst, was es gab und dann sind da überall noch oben noch Schichten, dann nochmal Höhlenschichten, wo du unten drunter irgendwo anders in ein anderes Ja. Gebiet kommst. Dann eine Verbindung von Korenis also gibt es eine riesen Ogerhöhle, die von Korenis nach Jakenda führt. Und natürlich hat niemand Jakenda gefunden, niemand würde sich wagen, in diese Ogerhöhle zu gehen, die ganzen Oger da zu killen. Ja. Das sind einfach die Oger aus Gothic 3, die man ja auch so kennt, die sind ja dort auch sozusagen und das ist halt, ja, sehr gut verbunden. Und du könntest auch zum Beispiel auch mit einem Boot dorthin theoretisch in Jakenda in der Mod. Dann gibt es auch noch ein Fischerdorf und so weiter und so fort. Also es ist schon gut und was man alles mit dieser Engine auch machen kann, theoretisch. Absolut. Ja. Wir hatten damals bei Classic Corines tatsächlich in Corines das Kanalisationssystem ausgebaut. Mhm. Das war dann auch cool, wenn du irgendwie durch die Stadt läufst, die eh auch ein bisschen ausgebaut ist und hier und da mal ein paar Veränderungen, da mal ein neues Haus, irgendwie noch eine große Hafenmeisterei unten und solche Sachen. Und dann aber zusätzlich noch zu den Häusern, die teilweise mehrstöckig sind, dann noch quasi eine komplette Untergrundebene hast, die teilweise durch versteckte Türen erreichbar ist oder sowas. Mit Geheimgängen, die es gab. Da war mal sogar geplant, wurde leider noch nie umgesetzt, dass sogar vom Rathaus aus ein Geheimgang in die Kanalisation führen sollte. Kam lustigerweise durch die Story von meinem Charakter damals, der eigentlich, ich habe meinen Charakter gemacht, nachdem ich SKO gespielt habe, bei CK und habe mir vorgenommen, okay, das wird ein Charakter komplett ohne Verantwortung, nur ein NPC quasi, nur ein unwichtiger Nebencharakter, der nirgends teilhaben wird. Ich werde nicht wieder ins Team gehen oder sowas. 2 Monate später war ich wieder im Support und mein Charakter war in der Stadtverwaltung und noch 1-2 Monate später war mein Charakter Statthalter der Stadt. So, mein Charakter war Statthalter von Corines. Gleichzeitig aber auch Anführer einer Untergrundgilde. Ja, hat sich irgendwie durch Korruption und Intrigen da hochgeschmuggelt und dann war eben die Idee, so einen Fluchtgang da hinzubauen und was weiß ich und wäre schon cool gewesen. Eigentlich schon, ja. Aber im Endeffekt haben wir es nicht so weit geschafft und dann war dann dieser Ausbau, hatte glaube ich dieselben Anknüpfungspunkte, also entsprechend auch das Unterstadthotel, aber wesentlich verwinkelter und wesentlich größer alles. Da war quasi fast nochmal eine kleine Stadt unter der Stadt, kann man sagen. Das war schon cool. Wie viel du da einfach machen kannst mit dieser uralten Engine eigentlich. Oh ja, das ist jetzt, wo du auch wieder so Sachen sagst, versteckte Gänge und dies und das. Ja. Was die auch, in Gothic gab es ja, man konnte ja theoretisch auf die Berge klettern auf verschiedenen Wegen. Ja. Und das haben sie ja auch genutzt, da wo man wirklich hin kann, ohne Cheats, ohne Glitch, wo man einfach hochklettern kann, haben sie dann noch andere Gebiete eingefügt, sodass, wenn du das gemacht hast, und manchmal war es versehentlich, anderes Mal wegen der Quest bin ich in die Richtung, ich dachte, da ist doch gar nichts. Und dann habe ich gesehen, ach so, das habe ich doch alles übersehen. Okay, da ist noch ein Gebiet. Und das nur, weil sie das genutzt haben, was es schon gab und dann einfach erweitert haben mit anderem Gebiet. Andere Quests oder die Liebesgilden-Quest, wie ich ja schon gesagt habe. Also ich habe nicht mal gewusst, dass es ein ganz anderes Gebiet gibt, wo noch eine Schmugglerhöhle ist, wo die ganze Zeit der Gerbrand und alles, die ganzen Sachen in der Original-Gothic sozusagen her hat, die Waffen und alles. Sozusagen das. Kleine Insel, meinst du? Nee, nicht die kleine Insel. Es gibt einen Weg über die Berge in der Nähe von Corines, wo man normal drauf klettern könnte, aber wo nichts hinter ist. Wo es halt dumm aussieht, wenn du da hinkletterst. Und das haben sie erweitert. Da gibt es einen kleinen Wald und so. Und so weiter und so fort. Oder im Hauptspiel? Ja. In der Mod erweitert. Ja, okay. Genau, und dann da hinten gibt es dann noch eine Schmugglerhöhle. Dann kannst du da, wie gesagt, die Questline mit den Liebesgilde machen. Dass man das realistisch, die tun aus Myrtana Sachen importieren, illegal, ohne die Steuer an den König zu geben und verkaufen die dann in Corines weiter über Gerbrand und alles, du weißt ja, was ja auch im normalen Gothic schon ist. Klar.
Und das ist halt auch. Und einfach erweitert, natürlich erweitert, weil es das im Prinzip konnte man ja dahin, nur war da nichts vorher so. Und dort wird Ja. unter anderem auch die Verknüpfung geschlossen, weswegen es war das in Odyssey mit Abraxos? Der Handelsgilde Abraxos? Genau, richtig, das ist auch die ganze Zeit in der Genau, Ding. und das basiert ja sogar auf der Lore, weil Ja. nicht Gerbrand, Fernando? Fernando, ja, Fernando, Fernando. genau. Mit dem F auf dem Degen Ferdinand. und so, ja. Genau. Fernando trägt, glaube ich, einen Ring Ja. von der Handelsgilde oder sowas. Richtig. Ja. Genau. Ähm, Das war tatsächlich dann auch sogar in diesem Gothic-RPG im Forum. Mhm. Da war das auch. Boah, da gibt's. Ich musste die eigentlich mal schicken, dann kannst du die Mhm. auch einbauen, weil die ist cool. Da hat damals der Admin von diesem Foren-RPG, der Mhm. studiert irgendwie Latein und was weiß ich was alles und hat dann Mhm. eine realistische Weltkarte von Gothic gemacht. Mhm. In der unter anderem eben nicht nur die Welt von Gothic an sich, sondern eben auch alles, was so erwähnt wird, mit drauf ist. Also diese Mhm. südlichen Inseln, Mhm. dann die Welt von Arcania später, ja, okay. Die braucht man nicht da einführen. ähm, Einfach genau, die ist ja wegdenken. jetzt auch mit drauf. Wegdenken Ähm, ist gut. Ist nie Muss nachmal passiert. gucken, ob ich diese Karte noch irgendwo habe. Aber irgendwo habe ich die noch. Was ich nicht sehe, ist nicht passiert. Und das ist unfassbar krass. Also du hast das ist halt irgendwie eine Bilddatei mit, Mhm. ich glaube 4000 mal 4000 Pixel oder sowas. Mhm. Und du kannst halt überall ranzoomen, hast überall kleine Details und dann ist da noch drauf Gotha, Mhm. also Gotar, glaube ich war es. Mhm. Eine Insel, die ich meine in den Dokumenten während der Entstehung von Gothic mal erwähnt wurde. Die aber noch nie erwähnt wird im Spiel. Mhm. Aber eben auch sowas wie die Handelsbund Abraxos und Co. Und alles irgendwo fest glaubwürdig dokumentiert, wo muss was sein von der Lage und wie groß ist das dann im Verhältnis und dann ist da vielleicht noch Fischir und das ist dann aber Teil von südlichen Inseln und mega Mhm. ausgefuchst irgendwie. Mm, Ja, ja. Ich meine, es würde mich Hab ich interessieren, wie geliebt. die Map aussieht. Mich würde es interessieren, ob Odyssey auch daran orientiert ist. Weil in Odyssey Mhm. bist du ja auch auf 1000 verschiedenen Inseln, die ja auch viel Mhm. von der Lore abgeleitet sind, alles drum und dran. Und die Händlergilde Abraxas geht ja viel weiter noch. Ich habe ja Mhm. damals wegen den Bugs, wo ich in der früheren Version gespielt habe, auch vieles gar nicht machen können. Allein Mhm. die Diebesgilde konnte ich damals nicht machen. Und Ja. es geht ja in Myrtana auch weiter mit der Abraxos-Guild und alles, wenn du überhaupt vorher die Quest gemacht hast und so weiter und so fort. Weil du dann halt mehr Ja. darüber weißt. Du kennst ihre Zeichen, du hast ihre Erkennungssachen, du weißt, was ich meine, alles halt. Ja, klar, Das, klar. die Leute machen das alles so zusammenhängend komplett, das ist richtig. Und auch mit den Piraten wurde es erweitert natürlich. Dass es nicht nur ein Schiff gibt und nur ein Greg und fertig, es gibt mehrere. Auch verschiedene Piraten-Captains und so weiter und so fort. Ja. Es ist halt, wenn du so Mhm. überlegst, wobei das ist schon bei Gothic 2, kommen wir nachher zu. Mhm. Gothic 1 waren wir, ne? Ja. Genau. Ja. Spielwelt Gothic 1 haben wir jetzt durch eigentlich, würde ich mal sagen. Erstmal. Ja. Ja. Da gibt's auch, also geradezu, stimmt, eine Sache habe ich dazu noch, mit der Barriere. Mhm. Ich finde das bis heute witzig, wie viele Theorien sich irgendwie darum ranken und wie viel immer noch nicht so richtig klar ist. Mhm. Gerade sei es jetzt das mit dem 13. Magier und so weiter. Weil es im Endeffekt halt nicht wirklich sinnvoll ist, wer jetzt genau dabei war und wer nicht. Weiß man irgendwie bis heute nicht so richtig. Mhm. Was ich aber zur Spielwelt unfassbar krass finde, man sieht extrem viel, was ursprünglich geplant war und dann nicht drin war, wenn man es weiß. Du hast zum Beispiel die Fokuspunkte, Mhm. die eigentlich nicht als Fokusplätze gedacht waren, sondern die Fokusplätze sollten eigentlich Portale sein zu den Schläfern. Es sollte eigentlich, ich Mhm. glaube, 7 verschiedene Schläfer geben und du solltest dann zu den Schläfern kommen über so eine Art psychedelischen Trip. Du Mhm. kommst dann durch dieses Portal und dann kommst du in eine Zwischenwelt. Und diese Zwischenwelt sollte aussehen wie ein LSD-Trip. Mhm. Und da gibt es dann eben 7 von diesen Schläfern. Diese Schläfer sind dort auch Dämonen, die alles kontrollieren und unter anderem eben der Stonehenge, dann beim Sumpflager und so weiter und so fort. Sollten diese Portale und Anknüpfungspunkte sein. Ähm, und das siehst du. Also Mhm. man sieht es teilweise dadurch, dass dann dieselben Assets, dieselben Props sind. In diesem Steinkreis unten drunter ist diese Mhm. eine Wand die aussieht wie ein Portal. Da sollte ein Portal hin. Mhm. ähm, und ich finde es immer schön, was da so übrig geblieben ist dann oder was man da noch entdecken kann. Ähm, Genauso wie dann eben mit den Sachen aus dem Sequel, die dann in Gothic 2 gelandet sind. Finde ich toll. So, gut. Spielwelt abgeschlossen.
Gute Fantasy-Style Gothic. 1. Ähm, Gothic 1 ist, glaube ich, so das geerdetste, was das betrifft. Also es hat zwar auch, ist jetzt die Frage, würdest du Gothic 2 eher zu Low Fantasy oder High Fantasy zählen? Ich lese so Low Fantasy, die meisten, mit denen ich ein Interview gemacht habe, auch. Eigentlich ja. Und dann fällt mir auf, Orks, Trolle, Goblins. Es ist eigentlich sogar fast was dazwischen, so ein bisschen. Es fühlt sich aber halt trotzdem an, als ob das realistisch sein könnte, Ja, was da passiert, wenn du genau. spielst. Also, Das schon. So das die fühlt sich Orks nie wirken auch so unrealistisch als, an. ja. Es fühlt sich nicht so an wie Skyrim mit den, was weiß ich, mit 2 Millionen Göttern, 2 Millionen das, zweimal das, 500 Millionen verschiedene Kreaturen. Ja. Wobei auch Skyrim finde ich da noch relativ geerdet. Relativ. Ja, Ähm, das kann man so sagen. Weil sich bei Ja. Skyrim halt alles erklären lässt. So, Skyrim hat halt Mhm. für alles irgendwie eine Erklärung, warum das fast schon wissenschaftlich so sein könnte, wie es ist. Ähm, und bei Gothic ist es halt ähnlich. Bei Gothic ist aber, finde ich, oftmals Problem in die Richtung, es ist teilweise zu undurchdacht. Mhm. So, du hast zum Beispiel die Magie. Du hast eigentlich keine feste Magie-Lore. Wie funktioniert die Magie? Keine Ahnung. Irgendwie funktioniert sie halt. So. Pack die Runde aus, let's Ähm, go. Ja, du hast dann halt Mhm. die irgendwo zwar durch die Götter, klar, Mhm. ähm, dass das die gottgegebene Kraft ist sozusagen, aber das ändert sich ja auch nach und nach wieder. In Gothic 3 hast du dann noch irgendwie die alte Magie plötzlich dazu, aus denen die Mhm. Runen dann entstanden wohl, aber die Runen gehen ja nicht mehr. Und auch da, warum funktionieren die ja nicht mehr? Was ist da genau, also wie funktioniert das wissenschaftlich quasi? Oder Ja, physisch ja, ich oder wie auch verstehe schon, immer? was du meinst. Ja, ja. Das hat mich immer ein bisschen gestört, dass du nie eine wirkliche physische oder physikalische Erklärung hast, wie diese Magie funktioniert oder warum diese Magie funktioniert. Mm, aber es ist Meckern auf hohem Niveau. So. Ja, ja. Ich meine damit, Ähm, die alte Magie, apropos, wenn du es jetzt gerade so ansprichst. mhm. Die Lösungen, ich bin schlecht in Erklären immer, aber in Odyssey haben sie ja theoretisch das auch angeknüpft. Da ist ja die Runenmagie schon zerstört, wenn du das Spiel anfängst, sozusagen. Mhm. Du kannst am Anfang eigentlich nur Spruchrollen wirken, du hast aber keine Möglichkeit mehr, Magie zu wirken. Es gibt die Möglichkeit halt auch, alte Magie zu erlernen. Ja. Und das wird halt im Prinzip erklärt in dem Sinne, dass du vorher mit den Runensteinen, du hast diese Runensteine sozusagen einstudiert, du musst die aber bei dir haben, um diese Magie zu wirken. Und dass die alte Magie war so, dass du die sozusagen langjährig erlernt hattest, Mhm. im Prinzip, so dass du da nicht mal darüber nachdenken musstest und diese Magie wirken konntest. Also natürlich klar, was du machst schon, aber Ja. dass du einfach sozusagen das jahrelanges Training braucht, damit du die Sachen einfach wirken kannst, ohne irgendwas sozusagen. Weil du Da kannst ja fände trotzdem, ich wenn du- halt immer Ja. cool, wenn's wie bei D&D zum Beispiel, Ja. bei Dungeon Dragons hast du ja zum Beispiel immer noch eine Verknüpfung Mhm. zu, okay, der Zauber wird verbal gewirkt, mit einem Spruch oder Mhm. ähnlichem, der andere Zauber mit einer Geste oder weißt du hast halt immer einen Twist, wie was genau funktioniert, ein Mhm. bisschen. Ja, klar. Und das fehlt mir halt eben teilweise. So, Ja, du gut, weißt das nie, gibt's okay, gar nicht sind das bei jetzt wirklich Gothic, die ja. Worte, die es macht, oder sind das wir hatten dann in SKO was, glaube ich, hatten wir bei der Magielore irgendwann Mhm. so durchdacht, dass du dann auf einer Spruchrolle quasi einen Punkt hast, weil oftmals, die haben ja immer diesen bunten Punkt drauf, Ja. dass dieser bunte Punkt dann eine Art Fokuspunkt ist, wo du quasi dann einen Finger drauf legst und dadurch zieht sich die Spruchrolle dann deine magische Energie. Mhm. Und so haben wir dann auch erklärt, warum die nur einmal nutzbar sind, weil dadurch würde Mhm. dann die Spruchrolle quasi Aufgebraucht sein. erlöschen. Genau. Ja. Aber es ist halt nie von offizieller Seite quasi irgendwie so Ja, natürlich, durchdacht worden natürlich. dann. Aber auch Ich eine fand gute zum Idee Beispiel, eigentlich. richtig, Mhm. das war, wo ich jetzt oft dran denken muss, weil ich das Buch letztens gelesen habe. Es gibt eine Buchreihe, die Kingkiller Chronicles von Patrick Rothfuss. Ich glaube, der Name des Windes, die Furcht des Weisen, so. Und das ist eine Buchreihe, die auch so Low Fantasy ist Mhm. und mit extrem realistischem Magiesystem. So das Magiesystem, das dort Mhm. quasi vorkommt, könnte fast in echt funktionieren quasi. Oder es, Mhm. also klar, ist natürlich trotzdem Magie so. Aber es ist alles irgendwo so erklärt, dass du es glaubwürdig und realistisch hältst. So. Mhm. Du hast beispielsweise, da muss ich gerade bei der alten Magie, was du erklärt hast, dran denken, Mhm. dass Magie unter anderem mit Namen zusammenhängt. Dass quasi, klar, jede Person hat einen Namen und so weiter und so fort, aber der Name, den eine Person so hat, Mhm. keine Ahnung, ich heiße David, ist dann nicht mein echter Name, sondern ich habe dann trotzdem noch einen ursprünglichen Namen. Mhm.
in Entwicklersprache wäre es dann quasi der Code der Figur. Mhm. So. Mhm. Dass jeder Gegenstand, jedes Objekt, alles, das existiert, einen wahren Namen hat und dieser wahre Name dir dann die Macht darüber gibt. Deswegen heißt der erste Teil auch der Name des Windes, weil es Mhm. darum geht, dass er den Namen des Windes rausfinden will oder versehentlich Mhm. rausfindet. Ähm, aber nur unterbewusst, mit seinem Unterbewusstsein, dann diesen Namen des Windes spricht und den Wind kontrolliert in dem Moment. Mhm. Und das finde ich auch immer eine coole Erklärung über sowas. Oder eine Möglichkeit auch bei der alten Magie. Das ist ja theoretisch das. Er studiert es ein und lernt damit Mhm. das Wesen der Sache kennen und beherrscht es dadurch, sozusagen. Das, was du erklärt hast, mit dem, dass du dann die Runen irgendwie Mhm. einstudieren musst oder sowas, Ja, hat mich daran erinnert. Das fehlt mir ein verstehe. bisschen bei Gothic. Eben. Kann ich verstehen. Aber in Gothic wirst du Ja. niemals irgendwas verbal hast. Tatsächlich. Da Ja. sagst du ja nie was. Jede Magie wird einfach so ausgeführt. Theoretisch Und noch ist das halt dann Wort da. Spruchrolle. Dass es Spruchrolle heißt, bringt ja eigentlich nichts. Das ist ja keine Spruchrolle Mhm. eigentlich dann. Ja, Ich klar. meine, was weiß ich, ist es dann? Das ist eine gute Frage. Ja. Mir fällt auch kein Gegner ein, der jemals irgendwas sagt. Man könnte höchstens irgendwie ich glaube, die Skelettmagier sagen was, oder? Nicht, dass ich es wüsste, vielleicht schon, Haben aber die dann nicht ist mir nie irgendwie so aufgefallen. so ein Gebrabbel irgendwas, was die, ich weiß es gerade nicht mehr. Die Suchenden sagen immer was, wenn die gegen Die dich Suchen kämpfen. sagen immer was, ja. Ja. Aber ich meine eben, aber es Ich kann jetzt auch wüsste- nur ein Hirngespinst sein gerade. Ich weiß es wirklich nicht, weil ist mir jetzt nicht aufgefallen und ich habe jetzt ja viel Skelettmagier in Odyssey auch bekämpft. Und also normal Gothic 2 ist mir auch nicht aufgefallen selber. Kann aber sein schon, dass es so ist. Vielleicht fällt es Ich weiß einfach es nur einem nicht, nicht auf, aber. Genau. Mhm. Und gut, die Orksprache gibt's halt noch. Die sagen ja auch Gut. immer Dinge. Mhm. Ist aber auch keine bin Magie, gerade sondern einfach an überlegen. sich nur eine Sprache. Ist ja klar. Ja, ja. Ja. Aber das könnte eventuell auch ein Anknüpfungspunkt sein, dass gerade zum Beispiel die untoten Orkschamanen reden ja, glaube ich, auch zum Teil auf Orkisch noch Sachen zwischendrin. Ja. Aber halt in so einer altertümlich klingenden Variante quasi. Ja. Dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, wie die ihre Magie wirken oder sowas, wer weiß. Mhm. Ähm, Ach, ich habe jetzt auch noch einen lustigen Nebenfakt. Bei Odyssey, wenn man mit den Orks so redet, warum könnt ihr denn die Sprache der Menschen? Ach, wir haben die Sprache der Menschen gelernt, damit wir mit unseren Sklaven besser reden können, weil die Menschen halt so dumm sind, die Orksprache zu lernen, sozusagen. Und das fand ich eigentlich schon gut. Also, natürlich hat er es nicht so Ja, gesagt ja. wie ich, sondern besser, in lustiger und besser, aber es ist schon lustig. ja, schon. Ich frage mich generell, warum versucht niemand die Orksprache zu lernen? Ist dir das mal aufgefallen? Mhm. Also die Orks haben immer eine eigene Sprache in Gothic 1, in 2, Mhm. 3. Und niemand kommt auf die Idee, mal zu versuchen, zu verstehen, was sie sagen. Niemand. Vielleicht wollen sie ja Frieden schließen, wer weiß. Du hast dann in Gothic, also Ja. Gothic 3 hast du dann plötzlich zwar die ganzen Ork-Wörter mit drin, also Morra und was weiß ich. Mhm. Aber das war's dann auch. Die ganzen anderen orkischen Wörter haben auch irgendwo keine wirkliche Bedeutung. Hatten sie aber auch bei den Entwicklern nicht. Ich meine, deswegen heißt ja auch der eine Stab Schabernack. So. Ja, ich weiß, Schabernack, ich weiß schon. Genau. Weiß doch, ja. Das ist halt schon lustig. Wobei mir gerade sogar zu dem Magie-Ding noch auffällt, es wurde sogar versucht, sich zu überlegen, wie die Magie kommt und so weiter. Fällt mir jetzt gerade auf. Einerseits in Gothic 1 mit dem Verwandlungskloster-Mönchen. Mhm. Den Druiden meinst du, oder was? Ja? Nein, nicht mal. In Gothic Verwandlungskloster, 1 was meinst du? hast du hast dieses Kloster, wo du mit Gorn hin musst wegen Runen. Das meinst du, ja, das. Fokusstein. Ja, richtig? Und das ist ein Kloster, in dem ursprünglich Mönche gelebt haben, die Verwandlungsmagie praktiziert haben. Also sozusagen das, was sie in Gothic 3 als Druiden dann darstellen. So. Quasi. Genau. Ja. Und da wurde ja auch versucht, so ein bisschen eine Erklärung zu finden, warum die das konnten. Und das war jetzt dieses eine Volk, die dieses Kloster gemacht haben, diese Mönche mit ihrem speziellen Glauben, der wohl irgendwie sogar abseits der Götter war. Oder entweder abseits der Götter oder Ananas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wusste ich das jetzt nicht sogar. Aber in der Odyssey-Mod ist es so, dass sie gesagt haben, dass da damals Druiden waren und das halt ausgelöscht wurde. Das heißt, die haben das einfach nur von der Lore genommen oder was? Und das dann weitergeführt. Das ist dann später im Minental da so dargestellt die haben wird. quasi sozusagen auf Gothic Ja. 3 gemünzt, die von der Odyssey. Ich wusste es aber jetzt tatsächlich nicht. Ja. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist Genau, auch im ein lustiger Fakt. Originalspiel, Ja. richtig, waren es Mönche. Das waren halt auch Mönche in diesem Kloster und die hatten halt ihre eigene Art von Magie, diese Verwandlungsmagie. Deswegen sind auch die Spruchrollen von denen in einer anderen Farbe, die Verwandlungsspruchrollen.
glaube, gelb sind die. Ja, glaube ich auch. Ja. Mm, ja, das ist schon irgendwie cool, sowas. Wenn das dann. Oder eben in Gothic. Nee, Moment. Gothic 2. Gut, in Gothic 2 wurde es dann auch nochmal versucht. Mhm. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Sprachen, fällt mir gerade auf, mit der Sprache der Erbauer. Mhm. Richtig. Mm, Und da wird dann auch wieder versucht, irgendwie damit einen Fokuspunkt zu finden, warum die Magie funktioniert, wie sie funktioniert. Durch Ich glaube, die Rituale von denen und so weiter und so mhm. fort. Das versuchen sie auch in der Odyssey-Mod mit der Velia-Sprache auch darzustellen, wie die Magie funktioniert. Mm, Weil da fällt mir auch auf, dass die das auch viel mit Sprachen Hinterfragt machen. haben. Ja, das sieht man auch. Zum Beispiel auch die Das ist schon Adonis-Magie, die ganzen Rituale und so, da werden auch Worte gesprochen, was in normalen Gothic 2 Mhm. ja nicht der Fall ist und so. Aber es fällt mir jetzt erst auf, wo wir so bereden, so ein bisschen mehr. Dass Das sind halt ich. so kleine Details, wo du nicht Mhm. wirklich drüber nachdenkst beim Spielen, Ja, weil da nimmt man es halt hin irgendwie. ja. Und dann, wenn man aber versucht, Hintergründe zu verstehen, was Mhm. halt beim RP oftmals Mhm. der Fall war, wenn du dann irgendwie was logisch erklären Mhm. musst, aber gar nicht weißt, wie es funktioniert plötzlich. Da fällt erstmal auf, wie viel teilweise Liebe zum Detail drin steckt oder auch wie viel nichts drin steckt. Ja, Wie viel nicht bedacht wurde. Das ist ja genauso wie selbst schon kleine Logiklücken irgendwie mhm. mit dem Aufbau von Städten und Orten, wie du zum Beispiel in Mhm. keinem Gothic irgendwo Mhm. ein Klo findest. Ja, also ja, wir wissen doch ganz So, genau, zum wir Beispiel. kennen doch wir wissen doch von Bulko, wo die richtigen Toiletten sind, zum Beispiel. Ja, gut. Stimmt. Stimmt. Das wird halt überall hingemacht, ja. Und die Ja, ja, Fleischschwanzen kümmern sich dann um die Reste. Ganz einfach. genau. Genau. Oder auch Bademöglichkeiten, wie auch immer. So klar, es gibt die Badezuber teilweise mal ganz, ganz, ganz selten irgendwie. In Gothic Ja. 1 gibt es im Schlafzimmer oben einen. Ich weiß gar nicht, ob es in Gothic 1 noch einen Badezuber gibt, außer dort. Nee, in Gothic 1 nicht. Nein. Soweit Das ich weiß heißt, in Gothic nicht. 1 wäscht sich niemand außer vielleicht am Fluss. Also es gibt die Animation, mit denen die Buddler Ja, teilweise an ja, dem Teich ja. stehen, dem Versifften, der eigentlich auch nur Abwasserkanal von der Burg Ja. ist. Und Was Gomez und ziemlich seine eklig Frauen ist. dürfen sich auch waschen, ganz einfach. Im Badezuber sozusagen. Aber der Gedanke ist so eklig, dass sie Ja. sich im Abwasser von der Burg waschen. Alle, aber Ja, alle gefühlt. Vorne dran haben sie einen Fluss. Das ist ein schöner Fluss. Warum geht ihr zum Abwasser, ihr Deppen? Weil sie wahrscheinlich gefressen werden können von Lurkern, wenn irgendwelche kommen oder irgendwas. Oder ein Wolf kommt und du bist gerade ohne Waffe und nix. Ich glaube Ja, nicht, dass das so intelligent ist für dich selber. stimmt schon. Dort. Ich meine, da werden auch bestimmt irgendwelche Unterwassertiere oder in Gothic 2 wissen wir da, dass da ja dieses Seemonster da ist, was einen frisst, wenn man zu weit schwimmt zum Stimmt. Beispiel oder so. Ja. Ja. Wo ich als Kind damals weit geschwommen bin, weil ich noch gucken wollte, was da nach hinten gibt an der Welt so und irgendwann gefressen wurde. Ah, okay, geht nicht weiter. Das war eigentlich auch eine coole Weltbegrenzung dann wieder. Mhm. Ich hatte in Gothic 1, nee, Gothic 2 war das. Kommen wir nachher auch nochmal zu. Mhm. Gut, wir hatten jetzt Fantasy-Style Mhm. und sind wieder komplett abgedriftet, fällt mir auf. Ist ja nicht Aber schlimm. ja, ich finde das tatsächlich ganz cool, weil es halt eben so halbwegs geerdet ist. Mhm. Mir fehlt zum Teil die Glaubwürdigkeit im Sinne von, dass sich Dinge einfach nicht extrem gut erklären lassen. Aber die haben ja versucht, das dann nach und nach zu klären. Das Einzige, was Ja. dann schwierig ist, ist, dass eben oftmals nicht an einem Strang gezogen wurde, gerade in Nachfolgespielen. Dass dann Mhm. häufig irgendwie sich plötzlich Dinge verändern oder Sachen plötzlich anders funktionieren, als sie vorher funktioniert haben. Weil eben in Gothic 1 zum Beispiel noch nicht so weit gedacht wurde. In Gothic Ja. 1 war ja tatsächlich noch der Plan auch, dass es der Ursprungsplan, dass es neben dem Belia-Zeug noch das Grauen gibt. Mhm. Und dass eben Schläfer und Co. von diesem Grauen kommen. Quasi noch mal unabhängig von Göttern eine böse Magie Mhm. oder eine böse Kraft. Weswegen da halt einige Ansatzpunkte ganz anders sind. Genauso wie eben auch das mit, dass halt damals Khorinis noch Festland war sozusagen, Mhm. weil sich einfach nicht darüber Gedanken gemacht wurden. Das ist halt so das Einzige, was da immer so ein bisschen Abbruch gibt, aber auch nur, wenn man sich da wirklich explizit mit auseinandersetzt. So, sonst fällt das, glaube ich, alles nicht auf. Genau. Deswegen, ich finde, den Fantasy-Stil, würde ich jetzt behaupten, Mhm. ist irgendwo schon mehr Richtung Low Fantasy, Mhm. weil es eben halbwegs glaubwürdig ist. Und
gefällt mir eigentlich sehr gut. Wesentlich besser als klassisches High Fantasy. Was jetzt irgendwie sehr ironisch ist, weil eins meiner anderen Lieblingsspiele Fable ist, was ich sehr als High Fantasy bezeichnen würde. Auf Fable habe ich habe damals Fable so viel gespielt. Ja. Am meisten den Dreier, aber ich habe alle Teile einmal durchgespielt, komplett. Ja, Den das ist ja Zweier, gut. den Zweier Ja. habe ich sogar am meisten gespielt, sogar, bin ich ehrlich. Ich habe mir nur für Fable 2, weil das der einzige Ja. Teil war, den ich nie gespielt habe, weil war Xbox exklusiv und ich hatte nie eine, Ja. habe ich vor 4 Jahren, glaube ich, eine Xbox 360 gekauft. Für, ich glaube, knapp 100 € mit 20 Spielen mit dabei. Mhm. Nur um Fable 2 zu spielen. War's Ich wert. hab Fable 2 auch da rumliegen, warte mal. Ich guck mal kurz nach, Mhm. ob ich es ganz schnell sehe. Gib mir ganz kurz eine Sekunde. Ah ja. Ist schon cool, wenn Spielwelten glaubwürdig Ja. gebaut sind. Und hier, guck, Fable 2 Limited Edition. Ach geil. Die habe ich auch, ja. Genau, die Ja, habe ich genau. auch. Die war dort mit dabei dann sogar. Dann Ja. habe ich noch von Fable 1 die Standardversion, ich glaube auch Softwarepyramide. Mhm. War auch so ein Random-Kauf, ohne zu wissen, was mich erwartet. Und Fable 3 habe ich die Collectors Edition. Aber nicht damals gekauft, sondern Jahre später auf eBay. Mhm. Und du findest weltweit keine Fable 3 Collectors Edition mehr, die gut erhalten ist. Weil Wirklich? das war so ein Kunstlederbuch. Ja, das habe ich zu Hause die da. Box. Und die Schnalle davon, Mhm. ich habe noch keine gefunden, wo die Schnalle nicht komplett abgegriffen ist. Einfach nur, weil es Kunstleder auflöst mit der Zeit. Das müsste ich suchen, weil das ist irgendwo in den Schränken drin bei mir, aber Okay, ich weiß gar nicht, ob das bei mir abgefranst ist oder nicht, ehrlich gesagt. Aber jetzt, bin ich gespannt. das würde ich auch gerne. Das müsste ich aber im Nachhinein dir mal per Discord nochmal schicken, weil Bin das ich werde ich gespannt. jetzt nicht schnell finden, weil das ist ja Ja, unter meinen paar Xbox-Spielen, die ich habe, aber die Fable 3 Edition habe ich, aber die liegt irgendwo in den ganzen Schubladen und so. Das kann ich jetzt gerade nicht auf die Stelle finden. Ich habe Würde mich auch mich fast ein Jahr interessieren, wenn lang ich darüber gesucht. nachdenke. Überall Mhm. geguckt, irgendwie eBay Kleinanzeigen. Die ich jetzt habe ich sogar Mhm. importiert aus England Mhm. jetzt, weil es ziemlich die beste erhaltenste war, die ich so gefunden habe. Und selbst da ist dieses Kunstleder auch aufgelöst mit der Zeit, weil Kunstleder hält halt nicht ewig je nachdem und dann wird es halt Mhm. irgendwann bröselig. So. Und bei Fable 1 damals gab es eine Figur in der Collector's Edition. Oder Fable 2? Ich weiß es nicht mehr. Die wieder vom Markt genommen werden musste, weil sie giftig war. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Ja, da war irgendwie irgendeine chemische Reaktion bei diesen Plastikfigürchen, die dann dafür gesorgt hat, dass es halt eben giftig war und dementsprechend wurde sie wieder vom Markt genommen vor Release. So. Gibt's auch ein paar davon. Und selbiges Mhm. bei Gothic gab's auch eine Trollfigur, glaube ich. Ja, die suche ich schon die ganze Zeit für meine Sammlung, schon jahrelang. Ja, Ich finde sie nicht. Schon jahrelang aber suchen. Ich habe sogar diese auf 2000 Stück limitierte Gothic 2 Special Edition, wo es nur 2000 Mal gibt, habe ich eine, komplette. Warte, Gothic Und 2? wie? Gothic 2? Von Gothic 2 Original, nicht nach des Raben, gibt es eine Special Edition mit einem Kartenspiel drin und so weiter und so fort. Kenn ich gar nicht. Die gibt es auch nur 2000 Mal auf der ganzen Welt. Die ist ja auch dumm selten, sagen wir es so. Da ist ein Kartenspiel, da sind Maps vom Spiel alle dabei. Und noch viele andere Sachen noch drin. Das ist richtig schön. Mhm. Das ist im Prinzip das wertvollste Stück in meiner Sammlung. Ich habe damals Wusste ich gar mitgeboten. nicht. Über 300 € war mein Endgebot. Ich hatte 600 geboten und 300 irgendwas war dann das Endgebot. Ich habe 600 in der letzten Sekunde geboten. Das haben andere Leute, es war auch 2 €. 359 oder sowas dann in eine Sekunde später. Weil es alle haben wollten, so Gothic-Fans alle wahrscheinlich. Ich sehe es gerade. Gothic 2 Limited. Also es gab einmal die Gothic 2 Limited Edition oder Special Edition, die 10.000 Mal steht da. Ich rede über die Ähm. kleinen, die weniger oft verkaufte. Vielleicht ist es auch Der hier 10.000, ich war weiß nicht. dabei. Ich kann mal kurz gucken auf Das meinem wird, Handy. die sein, weil da ist eben die Gothic 2 in Originalverpackung, CD mit Mhm. Soundtrack. CD mit dem Soundtrack, etwa 18 Minuten. Und eine CD mit dem Patch 1.3. Aber ist da auch dieses Kartenspiel drin? Weil darauf kommt es an. Genau. Ein Poster mit dem Format 39x55, 4 Postkarten und ein Quartettspiel mit 32 Spielkarten. Genau, und das einer ist es. Anleitungskarte. Dann ist 10.000. Nicht 2000, 10.000. Aber es macht ja nicht weniger gut.
Ja. Apropos, ich sehe, jemand hat's reingestellt, aber ohne das Quartettspiel hat's jemand reingestellt auf eBay jetzt gerade. Also ich weiß, also ich würde es mir zum Beispiel dann schon nicht kaufen, weil dann ist es nicht komplett und dann ist es auch nicht mehr so viel wert, weil das Quartettspiel fehlt ja bei sehr vielen Editionen von den Leuten. Mhm. Das ist ja so eine Sache, die fast immer gefehlt hat bei der Edition. Warte mal, es gibt eine amerikanische Atari-Version. Oh, cool. Fancy mit eigenem Cover. Das ist schon spannend. Oh, ich habe ja eine Gothic 3 Collectors Edition, die polnische. Und die ist so richtig schön. Ich kann mal kurz gucken. Die kriege ich, glaube ich, leicht raus. Mega witzig. Aber das ist echt, ich glaube, das ist von Gothic 2 eine der schönsten Verpackungen, die ich bisher gesehen habe. Ich habe dir gerade mal einen Link geschickt zu Amazon. Mache ich auf dem Handy auf, weil ich sonst hier beim Aufnehmen scheiße ist. So. Mhm. Ah, die kenne ich. Ja, die kenne ich. Die habe ich sogar einmal zu Hause da. Echt jetzt? Ja. Ich zeige dir jetzt kurz mal aber die Gothic 3 polnische Collectors Edition von Gothic 3, die hier. Oh, krass. Die ist viel schöner als die deutsche. Ja, viel, viel schöner, ja. Ja. Und hier ist auch so ein Lederteil wie bei den anderen, aber der franzt irgendwie nicht aus. Hm? Ich weiß auch gar nicht, ob das nur Kunstleder ist oder richtiges, das weiß ich gar nicht. Ich denke Kunst. Dann ist da auch noch so eine Gothic 3 so drin dabei. Ja. Dann ist da hier noch so ein Schuber mit zwei verschiedenen Dingen noch. Krass. Was ist da drin? Ah, genau, Making of ist da noch drin als CD extra klein. Mhm. Das Spiel. Dann steht da ganz unten noch auf der Edition, wie vielte Edition das ist. Warte, wo steht das? Unten. Achso, dafür muss ich das Papier wegmachen. Muss ich mal vorsichtig. Die 550. Edition jetzt zum Beispiel steht hier dann drauf. Mega geil. Die war, Ja. glaube ich, 2000 Mal. Und die andere war 10.000. Das kann Genau, ich sein. glaube, das war so rum, genau. Ja. Ja. Da ist auch noch ein Handbuch dabei. Dann noch ein graues Handbuch, da ich kein Polnisch habe ich keine Ahnung, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ja. Ehrlich gesagt. Die sind auch beide dabei. Und die haben ein viel besseres, schöneres Artbook, als wir das haben. Oh, größer. Krass. Ja, größer und bessere Optik, finde ich auch. Ja. Ja. Ist das auch das Making-of-Buch oder ist es nur ein Artbook? Das ist allein das Artbook. Also warte, ich guck mal Cool. kurz nach. Aber ja, genau. Mhm. Ach, hier ist noch die Zeichnung. Ah, das kann ich auch mal kurz zeigen, wenn wir schon hier sind. Die erste Zeichnung von Diego, die der Ralf Macinczyk jemals Konzeptzeichnung gezeichnet hat von Diego. Warte mal, ist das ein Original? Das ist das Original von ihm, ja. Ernsthaft? Warum hast du Das das? hat er mir einmal damals zum Geburtstag geschenkt. Ich kenne ihn schon seit über 10 Jahren. Ach du Scheiße. Das hat er mir einmal zu einem Geburtstag geschenkt. Das war die erste Zeichnung jemals von ihm. Von Diego. Wie geil. Und er hat mir dann jetzt später nach dem Interview, wir hatten, hat er mir in dieses Konzeptbuch von der polnischen Edition nochmal einen aktuellen Gorn gezeichnet, wie er jetzt aussehen würde. Krass. Mega gut. Ja. Okay, ich lieb's. Und vor allem, man sieht den Artstyle. Man erkennt den Ja. Artstyle von den unter anderem Konzeptzeichnungen von Gothic 1 Ja. und Co. Oh, wie gut. Deswegen, und ich werde mir das jetzt auch bald einrahmen lassen, damit es nicht verfällt irgendwann. Mhm. Im Moment sieht es noch immer genauso aus wie am Das Anfang, musst du. aber muss ich, genau. das Das musst du hab ich eigentlich. Hat Das mir ist, jemand vor kurzem gesagt, in einem Gothic-Forum von diesem Sammlerdings. Und das muss ich auf jeden Mhm. Fall mal machen, das ist sehr wichtig eigentlich. Um ehrlich Mega zu gut. sein. Liebe Ja. ich. Ich auch, deswegen, wie gesagt, ich bin ja auch ein Riesensammler. Deswegen suche ich auch die Ich mach mal kurz die Glastür wieder zu, das hier von dem Ding. Mhm. So. Gut, bin wieder da. So. Ja. Jo. Voll gut. Ich liebe so Sammlersachen generell. Ich auch. Oder auch je nachdem mal mit den Leuten drüber reden, die das wirklich gemacht haben. Oder auch genauso wie, Ja. ich denke mal, die Gothic Archives kennst du auch, oder? Mhm. Project Nix und so weiter, die machen ja diese Archive. Mhm. Ich saß dort letztens, als wir den Podcast aufgenommen haben, davor, Mhm. hatten wir eben geguckt wegen, eben da ging es um die Entstehung der Barriere. Mhm. Habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich gucke jetzt mal durch die ganzen Entwicklerdokumente, weil die findest du dort ja alle in den Archiven. Mhm. Und habe dann die kompletten Entwicklerdokumente quasi durchgescrollt und durchgeguckt, ob ich irgendwo was finde zu der Barriere. Und allein das war schon wieder geil, wenn du dann durchgehst durch die handgeschriebenen Dokumente, die damals gemacht wurden teilweise. Und einerseits versuchst durchzublicken und andererseits siehst, was alles anders ist und was alles noch anders heißt und
du hast halt ja auch einen kompletten Story-Verlauf von der Story, wie sie gar nicht mehr ist. So, Mhm. irgendwie, wo sich dann Xardas plötzlich noch mit den Magiern trifft und was weiß Mhm. ich. Und ja, mega die interessanten Punkte, die halt dann nie reinkamen und auch ganz anders wurden dann, Mhm. wo du dann auch die ganze Story an sich nochmal ganz anders erleben kannst, quasi nur durch die alten Texte, wie es hätte sein können. Schon irgendwie spannend, sowas. Dazu habe ich noch was in Das Gothic liebe ich. 3 später, wenn wir dann an den Punkt sind. Weil ich habe ja mit Ralf Macinczyk, den Art Director von Gothic, ja ein Mhm. Interview gehabt. Das war das erste Interview damals. Da habe Okay. ich und RPG Kogan ein Interview mit ihm gemacht. Weil er Mhm. kennt mich ja, deswegen habe ich ja überhaupt dieses Bild, weißt du ja. Ja. Und wie gesagt, da hat er auch noch ein bisschen was erzählt über den Hintergrund, ein paar Sachen, Hintergründe von Gothic 3. Wieso, Okay. weshalb das so aussieht an den Stellen und das habe ich auch nicht gewusst zum Beispiel. Das Das ist erzählt. wie das Artwork von dem nackten Ork. Eins der ersten Ja. Artworks, das zu Gothic 3 damals Mhm. veröffentlicht wurde. Wo der nackte Ork, der aussieht, als wäre es ein Wilder, Mhm. da steht und ich glaube, ein Scavenger zerreißt. Oder sowas. Weiß ich nicht mehr, das Aber Bild kenne ich gar ich glaube, nicht. der zerreißt einen Scavenger. Mhm. Unfassbar cooles Bild und irgendwie auch so ein Was-wäre-wenn-Szenario, Mhm. weil die Orks sind ja in Gothic 3 dann einfach zivilisiert. Mhm. Mm, Theoretisch sind sie intelligenter als die Menschen. Sie können ihre eigene Sprache und die Menschensprache perfekt. eigentlich In ja. der Theorie. Ja, das war eh was ich mir immer gefragt habe, weil die Orks wirken teilweise dumm und teilweise Mhm. überhaupt nicht. Da bin ich immer wieder am Überlegen gewesen, okay, aber was ist jetzt genau der Zusammenhang? Was ist jetzt. Wie klug sind sie wirklich? Es gibt Sozusagen. primitivere Stämme und nicht primitive Stämme, würde ich mal sagen. Genau, ich schicke Würde dir ich jetzt auch mal sagen. auch dieses Bild Ja. kurz. Ja. Das hier ist das Artwork, das ich meinte. Mhm. Aber wenn dich sowas interessiert, könntest du dir auch das erste Interview mal anschauen. Mit dem Ja. Art Director. Da ist Mach wirklich ich auf jeden viel. Fall mal. Ja. Das wusste ich bisher noch nicht, dass es gab. Ja. Das muss ich mir angucken. Mhm. Ja. Das hat auch, glaube ich, die Dieses meisten Design von Aufrufe den bei Orks mir. krass. Ich glaube, das Okay. hat die meisten Aufrufe. Am zweitmeisten, weiß ich gerade gar nicht, welches der Interviews am zweitmeisten hatte. Ah, Bodo Henkler hat die zweitmeisten, genau. Okay, das Ja. habe ich gesehen. Das habe Ja. ich eben schon mal gesehen Ja. vor einer Weile, Ja. als glaube ich neu war. Mhm. Und jetzt eben die Tage tatsächlich noch nicht ganz fertig, aber nochmal Mhm. noch mal durchgeguckt, auch weil Bodo Henkel ist ein super Typ. So. Ja, ist er auch einfach. Ja. Ich war ja mit ihm, achso, das habe ich ja gar nicht erzählt. Ah, nee, das habe ich dir erzählt im Chat ein bisschen. Mhm. Mit dem, dass ich ihn auf die Gamescom eingeladen habe und dann den ganzen Tag mit ihm verbracht habe dort. Ihm alles gezeigt habe, was er wollte. Dass wir dann zu Björn und Jenny sind und alles noch Fotos gemacht haben, geredet haben mit Auch mega cool. alten Gothic-Entwicklern und so. Das war schon ganz cool, ja. Ja. Apropos, Björn macht ja noch nächstes Jahr mit mir auch noch ein Interview, hat er gesagt dann. Okay. Das ist dann auch Ja. sehr cool. Der arbeitet da jetzt an. Diesem neuen Spiel mit dem neuen Firma von Ja, uns, ja. mit ihm und Jenny. Genau. Da gibt es, glaube ich, noch nicht viele Infos, ne? Nur, Da dass gibt es es, nur das eine kleine Karteikärtchen. Ich weiß nicht, ob ich das da habe, Karteikärtchen? wo er ein Bild vom Spiel drauf hat, einen Screenshot. Ah. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Spannend. Aber das ist halt nichts Besonderes. Der hat einfach nur hier das hier drauf. Das ist von dem Spiel in Ingame-Screenshot. Ah ja, Peter ist ja der Entwickler. Genau. Aha. Hier, das Fällt da. aus. Das, was im Bild hinten drin ist, ist vom Spiel direkt, hat Ja. er gesagt. Ach, okay. Ja. Action Adventure. Mhm. Dark and Dance. Okay. Spannend, ja. Bin ich gespannt. Ich weiß noch nicht, was ich davon erwarten soll. Ich auch noch nicht. Er hat auch einfach gesagt, dass es so in die Richtung Gothic geht, aber in kleiner halt, weil sie ja nur zu zweit sind dann. Ja. Bin ich gespannt. Ich weiß Ich bei auch. Björn nie. Ich bin mir immer so unfassbar unsicher, wer die guten und die schlechten Einflüsse waren bei den späteren Piranha Bytes Spielen. Das können auch alle sein. Man muss ja nicht sagen. Ja, man aber muss ja sagen. ich habe Elex fand ich zum Beispiel geil. Jeden Teil davon. Ich finde es unfassbar schade, dass Elex 3 nicht rauskommen wird, weil ich wissen will, wie die Story weitergeht. Ich auch, das ist aber bei vielen Leuten, mit denen ich spreche Ja. im Interview. Jeder regt sich darüber auf. Erst recht, dass Mhm. der eine sich wegteleportiert. Ich habe vergessen, wie der Wissenschaftler heißt. Du weißt, wen ich meine. Ja, Xardas quasi. Genau, und dass der Der sich Elex 2 wegteleportiert. Ich dachte bei Elex 2 am Ende, dass man irgendwie noch herausfindet, was mit dem ist. Gar nichts. Der verschwindet, teleportiert sich weg und nie wieder siehst du ihn wieder. Ja. Und der Rest der Geschichte interessiert mich in dem Moment nicht mehr. Ich wollte wissen, was mit dem passiert. Was jetzt mit Ja. dem ist. Der ist ja im Prinzip der Jesus dort gefühlt in der Geschichte. Ja, und vor allem in beiden Teilen, obwohl du es nicht weißt lange. Ja, Das, ist auch das so. weißt du ja nicht, richtig.
Das hat mich Und so eben, aufgeregt, das hat mir so Spaß gemacht. ich verstehe nicht, warum so viele haten Elex abartig. Ich Mhm. fand sie ganz okay. Also klar, es sind jetzt keine Meisterwerke mehr wie Gothic Mhm. damals, aber es waren trotzdem eigentlich gute Spiele, so solide Spiele. Mhm. Nicht mega gut, Mhm. aber auch nicht schlecht. So. Wenn du Elix 1 durchgespielt hattest, warst du dann mal wieder in der Wüste bei dem Lager? Wenn du das Spiel durchgespielt hast, warst du nochmal dort? Ja. Mit welcher Gilde warst du das gespielt? Ich habe tatsächlich für die gespielt, für die, wie hießen Okay, die? gut. Ich habe nicht für die gespielt als einziges. Mhm. Und wenn du dann, erstens verrät er dich dann am Ende dort, er will dich dann angreifen mit seinen Soldaten, die noch da sind. Dann Das ist, tötest du glaub ich, die. so oder so, ja. Das ist immer so. Auch wenn glaube, du das ist immer für so. die. Gut, Ja. aber in der Stadt selbst tun dich dann auch alle angreifen, so wie bei Gothic 1 sozusagen. Das nicht. Das nicht. Ja, genau. Ja. Aber das machen sie, wenn du eine andere Gilde bist. Die greifen dich dann alle in der Stadt an und wollen dich tot haben. Weil du im Prinzip vogelfrei erklärt wirst von denen. Das ist Ja, auch und ein ich meine, es ist interessanter auch Fakt. sogar so, dass irgendwas weggebombt wird. Irgendwas wird doch, je nachdem, wie du dich entscheidest, wird irgendwas zerstört. Ja, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Das habe ich jetzt vor länger gespielt. Ach, Ein zweites Mal kann ich nicht überwinden Die Stadt unter der momentan. Kuppel. Ah, Die Stadt unter der Kuppel entwickelt sich irgendwie je nachdem, Ah. für wen du spielst, anders. bei mir wurde es nicht zerstört, deswegen weiß ich es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei mir ausgegangen ist mit der Stadt. Ich weiß nur, dass ich das nicht in die Richtung zerstören gemacht habe, sondern in die Richtung in die Richtung, wo du dann arbeitest, wenn du die für die Berserker spielst, sozusagen. Ja. Für was du dich dann eher entscheiden würdest, Rollenspiel. Ich fand die Technisch. Berserker immer zu esoterisch. Ja, schon, aber mir hat es halt so Gothic-Vibes gegeben, da habe ich gedacht, Nostalgie, let's go. Da gehe ich in die Berserker rein. Ich habe es dann noch ein anderes Mal mit, war es Inquisition, konnte man sich auch anschließen oder nicht? Bin mir gar nicht sicher. Im ersten Teil. Nicht Inquisition, oder? Die hießen, glaube ich, anders. Es gab Kleriker. doch, genau, die Kleriker, genau. Ja. Genau, und den habe ich mir angeschlossen und so weiter, aber ich habe es nicht fertig gespielt. Ich konnte es nicht Mhm. nochmal durchspielen auf die Weise. Mir hat mir Berserker viel mehr Spaß gemacht irgendwie. Da hatte ich zu viel Gothic-Vibes halt gehabt in dem Moment. Ja, eben, die Gothic-Vibes hatte ich bei ähm. den, ich vergesse, Raider? Nee, nicht Raider. Die Banditen halt quasi. Bei den Banditen hatte ich halt die Gothic-Vibes. Outlaws. Ja, gut, das kann Bei man den ja, Outlaws. kann ja auch sein, aber die habe ich noch nicht probiert zu Weil die spielen. haben zwar Sozusagen. Da habe ich eben- nur alle Quests vorher gemacht, immer. Bevor ich mich Ja, ja. angeschlossen habe. Die haben zwar, klar, Schrotflinten und so ein Zeug, Mhm. aber die haben so von der Charakteristik her, sind die halt so das neue Lager. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das fand ich cool. So, weil du halt auch wieder diese typischen Mhm. Gothic-Charaktere hast, sozusagen, weil dort eigentlich alles Arschlöcher sind und irgendwie verraten sich alle gegenseitig und teilweise wirst du Ja. von allen angemault. Da ist halt einfach wieder dieses, okay, wie komme ich voran? Ich hau einfach allen auf die Fresse, wird schon klappen. Die Berserker sind ja im Prinzip das alte Lager, so ein bisschen neutraler, so. Nicht zu brutal und nicht zu nett, so. Ich hätte sogar fast Aber nur, dass gesagt, es keine Korruption gibt, sozusagen. Also wie mit Ja. den Bestechungsgeldern da. ich hätte sogar fast gesagt, dass die Berserker in Elex 1 eher Sumpf sind. Hm. Okay, wenn man Wenn es man's so sieht. nach der Ideologie geht, Mhm. schon, ja. Und von dem, wie sie sind, so vom Wesen her. Ja. Die sind so die Neutralen irgendwo und sehr naturverbunden und Frieden und dann gibt es die Kleriker, die eher so altes Lager, Hauptsache Struktur und ordentlich und Die sind aber sehr, Hierarchie also ich und- würde sagen, die ja. sind sehr radikal, würde ich sagen. Deswegen Das dachte schon. ich immer so, dass es das eher eigentlich das Sumpflager ist, weil die ja Mhm. genauso wie mit ihrer Religion richtig Stimmt. komplett durchgreifen mit ihrer Sache, finde ich. Deswegen habe ich Ja. immer gesagt, dass das für mich eher Sumpflager ist. Und wie du Mhm. sagst, neues Lager sind die in der Wüste, die Raider. Ja. Und für mich wäre das alte Lager, wie ja schon gesagt, die Berserker. Aber das ist ja bei jedem nochmal eine andere Einschätzung für sich Ja, selber. ja, es ist irgendwie so, Ja. die Berserker sind eigentlich ein Mix aus allem. Optisch sind sie Mhm. eher neues Lager, Mhm. von der Art her so ein bisschen Sumpf, altes Lager Mix. Mhm. Von der Struktur her im ersten Teil eher Sumpf, im zweiten Teil eher altes Lager. Während die Kleriker halt eben vom Hierarchie- und Rangzeug her eindeutig altes Lager sind, so Mhm. von der Religion her oder von der Gesinnung Mhm. her eher Sumpf. Ja. Das ist voll komplex, ich habe da nie drüber Ein bisschen sehr viel gemischt sozusagen, ja. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt sind wir schon wieder Ja. bei Elix. Irgendwie schon. Ja. Ähm, Wir waren Spielwelt. wir waren am Spielwelt fertig.
Schon lange, glaube ich. Ich glaube, das war das Erste, was wir Stimmt. gemacht haben. Wir sind ja schon bei Glaubwürdigkeit auch schon gewesen. Wir sind ja Haben wir bei eigentlich mit dabei Kampfsystem gehabt, eigentlich. Ja. Kampfsystem ist, glaube ich, dann das nächste. Du hast halt in Gothic generell, egal ob 1 oder 2, bei 3 ein bisschen weniger leider. Es fühlt sich halt nach einer extrem krassen Lernkurve an. Gut, wobei bei Gothic 3 eigentlich auch, aber dort liegt es halt eher auch nur an den Schadenswerten an sich, die man austeilt mit besseren Waffen und so. Aber gerade Gothic 1 und 2 hast du halt wie in keinem anderen Spiel eigentlich den Punkt, okay, ich fange als absoluter Nichts an. So, der kleinste Mole-Rat ist hart. Mhm. Und dann merkst du gerade im ersten Kapitel halt extrem, so, okay, krass, jetzt habe ich die schnellere Animation. Das macht ja schon einen riesigen Unterschied. Okay, jetzt mache ich auch viel öfter kritischen Schaden. Okay, ich schlage viel schneller. Mhm. Okay, wenn ich jetzt noch 2 Stärke mehr habe, kann ich stärkere Waffe tragen. Und weil sich ja Stärke und Waffenschaden, wie sagt Stärke man, erhöht. addieren quasi, Ja. ist halt auch so eine Art exponentielles Wachstum. Dass Ja. du irgendwie mit 5 Stärke hast du halt nur einen Stock mit, was weiß ich, wie viel Schaden, 9 oder so. Mhm. Und mit 10 Stärke hast du ja schon das Doppelte an Stärke. Mhm. Kannst dann ein Schwert nehmen, das 10 Schaden macht. Und du machst dann nicht nur 10 Schaden, sondern hast dann die 10 Stärke noch drauf und hast dann schon 20 Schaden statt die 10 Ja. mit Oder dem du Stock. hast, oder du hast Das 200 ist- Stärke und eine Waffe mit 10 Schaden und machst 210 Genau, Schaden. machst trotzdem Plus noch 210 die Schaden. Multiplizierung noch. Multiplizierung Richtig. von dem Kritten noch, ja. Ja. Genau. Das sorgt halt dafür, dass es sich so extrem nach einer Lernkurve anfühlt und dann plötzlich merkst, okay, krass, an dem Scavenger bin ich vorher noch umgekommen und jetzt hau ich den hier mit 2 Schlägen weg. Das ist mit dem Gothic-System an sich, mit dem ganzen Gothic-System. Das ist mir auch aufgefallen bei Odyssey noch viel mehr. Weil ich hatte damals, wo ich die Bugs hatte und alles, viel weniger machen können, viel weniger Level gehabt. Zu dem Zeitpunkt, und ich merke einfach, wie viel stärker ich bin, weil ich ja jetzt die ganzen Sachen mache, auch die ganzen permanenten Sachen verstehe. Es gibt da noch viel mehr permanente Stats, die du bekommen kannst als im normalen Gothic. Du kannst mit Tabakrauchen auch noch, wenn du Apfeltabak rauchst, auch Stärke kriegen. Du kannst, wenn du Pilztabak rauchst, Mana kriegen und solche Sachen. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Halt. Und du musst halt nicht 300 Äpfel essen. Du kannst theoretisch lernen, einen Apfelkompott zu machen. Dann kannst du 10 Äpfel in einen Apfelkompott machen und dann 5 davon essen und hast genauso die Stärke. Also du zahlst genauso viel, aber hast halt musst halt nicht 300 Äpfel auf einmal essen. Auch wenn ich on Stream letztens einmal 600 Pilze gegessen habe, aber egal. Und das Lustige ist, ja was Lustiges eingebaut bei den Pilzen. Du bist danach wie bei den Sumpfkraut bekifft, wenn du irgendwie 50 Pilze oder so isst. Haben sie extra so eingebaut, das ist mir nicht aufgefallen früher. Bei Gothic 1 und 2 war das so grausam, irgendwie am Ende jeweils. Weil ich hatte halt irgendwie früher, wenn ich selber persönlich gespielt habe, hatte ich nie den Ansporn, irgendwie der Krasseste zu sein. Da war dann immer irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dachte, entweder okay, ich habe diesmal gut geskillt und es funktioniert alles. Oder es war halt dann so, okay, fuck it, Marvin Mode. Und diesmal habe ich halt wirklich so strukturiert irgendwie gedacht, okay, und jetzt farme ich aber am Ende vom Kapitel nochmal die komplette Welt ab. Für XP. und dann habe ich irgendwie auch mit einer Map im Endeffekt, vor Gothic 2, vor dem Finale, bin ich dann irgendwie noch, ich glaube, 6 bis 8 Stunden rumgerannt, um nochmal jede, wie heißen die permanenten Pflanzen? Drachenwurzel, Goblinbeere. Genau. Und so, solche um Sachen. Die alle noch zu sammeln und zu holen und Äpfel, 50 Äpfel, eine Stärke. Wie man da auch an Min-Maxing machen kann quasi. Das ist schon geil. Vor allem, weil es halt eben alles nicht so generiert wirkt wie in anderen Spielen, wo du halt irgendwie random Pflanzen hast überall. Was auch cool sein kann. So, wenn man jetzt bei Kingdom Come Deliverance zum Beispiel guckt, da hast du halt überall Pflanzen, aber es ist halt glaubwürdig. Aber es hat nicht so denselben Charakter wie in Gothic, wo du halt genau weißt, okay, an genau dem Punkt wächst diese Pflanze und sonst nirgends. Das ist auch realistisch gesehen. Der sagt ja auch zum Beispiel, Grundstücke findet man meistens an Steinkreisen und so weiter und so fort. Du findest einen Sonderlohe nur bei schwarzen Trollen in der Nähe, wegen den Exkrementen. Und das führt man auch in anderen Mods auch so weiter. Ich meine, das sind für alles gibt es eine Erklärung. Richtig. Für fast Wobei alles. Bei Sonnenalue war das doch irgendwie, du findest sie bei den Exkrementen und trotzdem wächst die Sonnenalue dann aber auf einem Stein, oder nicht? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur das mit Experimenten eines schwarzen Trolls. Das weiß ich noch. Mehr weiß ich nicht. Genau. Das ist aber schon cool, sowas. Ja. Und ich weiß wieder nicht mehr, wie wir hingekommen sind gerade. Kampfsystem, stimmt. Wir waren bei Kampfsystem.
Aber dieses Kampfsystem, beziehungsweise eigentlich ist es auch schon Charakterentwicklung, also nächster Punkt, geht für mich sehr, sehr stark miteinander ein. Weil ich finde, bis heute finde ich kein Kampfsystem, was ich cooler finde als das von Gothic. Das Weil macht es halt irgendwie keinen so viel perfekt schafft. Spaß. Es ist halt, ja, nicht mal unbedingt nur der Spaßfaktor, sondern es ist irgendwie variabel. So, du hast nicht nur, weiß ich nicht, wenn du jetzt neue Dragon Age nimmst, da drückst du halt, hast du die Spezialfähigkeiten auf 4 Knöpfen, 5, weichst aus oder rollst dich weg mit Alt und kannst dann noch blocken, glaube ich. Das war's so. Und Bogenschießen mit einer speziellen Taste noch. Während du halt bei Gothic irgendwie einfach die mega coole Möglichkeit eigentlich hast, okay, ich drücke jetzt STRG, sowas damals gedacht, oder halt Maustaste und kann jetzt mit den Pfeiltasten selber steuern, wohin schlage ich. So in welche Richtung schlage ich, sozusagen. Aber nicht so, dass es irgendwie komplett ungeführt wäre, aber trotzdem so, dass du merkst, okay, wenn ich aber irgendwann einen richtigen Rhythmus finde, kann ich viel effizienter schlagen und viel mehr System dahinter stecken und bessere Kombis machen und werd halt auch tatsächlich besser, wenn ich dann tatsächlich besser werde. Und wenn ich es halt nicht kann, wenn ich den richtigen Takt nicht treffe, hast du halt verkackt. So. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin. Anfängerfreundlich. Ja. Ich mag's mit meinem Dad immer. Mein Dad spielt bis heute ab und zu Gothic. Sein Kampfsystem ist basically einfach nur seine Finger auf den Pfeiltasten. Er hat kein System. Er kämpft nicht mit Kombis. Er schlägt aber nur wahllos drauf und blockt. So. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, ohne zu cheaten, dieses Spiel durchzuspielen. Weil er versteht das Kampfsystem auch nicht. Er kloppt aber auf die Pfeiltasten und dann schlägt der Charakter halt irgendwie manchmal auch nicht, manchmal blockt er. Wie? Ich meine, andere gehen da halt voll mit System dran. Ja, oder so zum Beispiel, wenn du einen Schattenläufer hast, nach vorne, nach Seite schlagen, nach vorne, Seite schlagen, nach vorne schlagen, Seite schlagen, damit er dich nicht trifft. Oder rückwärts ausweichen, zweimal schlagen oder was auch immer. Es gibt ja sehr viel. Oder seitlich laufen für einen Troll zu töten, seitlich um ihn rauf und am Arsch schlagen die ganze Zeit wieder. Und das die ganze Zeit immer irgendwelche Systeme. Das merke ich auch jedes Mal. Bei den menschlichen Gegnern blocken, schlagen. Blocken, schlagen. Ich hatte gegen Karim gekämpft im ersten Kapitel noch. Ich hatte irgendwie, ich glaube, 30 Stärke oder so. Nee, nicht mal. Weniger als 30 Stärke. Ja. Ich hatte noch die Anfängeranimation auf jeden Fall, glaube ich. Und wollte aber unbedingt Karim besiegen. Und no joke, das war ein Stream. Und ich glaube, wir hatten 3 Uhr nachts, als ich angefangen habe. Wir hatten, glaube ich, kurz nach 5, als ich fertig war mit diesem Kampf. Weil ich halt immer wieder, okay, gestorben, neu geladen. Okay, gestorben, neu geladen. Okay, wieder umgefallen, neu geladen. Und das habe ich stundenlang gemacht. Die Frage ist, warum hat er dich umgebracht? Du sagst, er ist gestorben. Wieso hat er dich also ja, halt, nee, nicht umgebracht, aber halt umgebracht. Ich weiß, bewusstlos geschlagen. Ja, ist schon gut. Und das war so ein Abfuck. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Irgendwann war ich richtig wütend. Und jedes Mal diesen Dialog. Jedes Mal Karim. Schmerzen. Ich weiß nicht mehr, wie der ganze Satz ist. Schmerzen sind eine Frage. Nee, ist es dieses Schmerzen in der Frage des Willens? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Irgendwie sowas. Aber ich habe halt irgendwann den Dialog jedes Mal geskippt. Und jedes Mal war trotzdem dieses Schmerzen. Schmerzen. Dass das mittlerweile bei mir als Emote im Chat so ein Karim-Gesicht ist. Und als Soundalert bei mir gibt es dieses Schmerzen. Einfach nur ausgeschnitten. Und wenn was passiert? Wenn es aufploppt, ploppt dann auch groß das Gesicht auf von Karim. Das ist mega gut. Das könnt ihr halt quasi als Sound-Emote einfach reinhauen. Das ist immer funny. Das hat irgendwie fast schon Verwendung wie, weiß ich nicht, irgendwas Negatives passiert oder irgendwas ist sarkastisch, fast schon Kappa-artig dann diesen Emote verwenden. Der hat sich durchgesetzt. Der hat sich gut durchgesetzt. Finde ich super. Und das basiert nur darauf, dass ich halt irgendwie stundenlang gegen Karim gekämpft habe und es nicht hinbekommen habe. Weil ich halt auch von Stats her eigentlich viel zu niedrig war. So, der hat mich one-hitted. Er hat mich one-hitted und ich habe für ihn halt irgendwie 50 Schläge gebraucht oder so. Vor allem war es unnötig, weil ich dann ins neue Lager bin, aber. Das habe ich mir auch damals gedacht bei Slave Knight Gale in Dark Souls 3 auch immer gedacht so. Und ich halt so, halt deine Fresse jetzt mit deinem Scheißdreck. Und nach 5 Stunden habe ich ihn dann on Stream endlich gekillt, den Scheiß Slave Knight Gale. Das war wirklich der schlimmste Boss überhaupt.
Da fand ich den nicht so DLC dann leichter in Elden Ring als Slave Knight Gale. Ich bin überhaupt kein Souls-like-Spieler tatsächlich. Ich habe Dark Souls 1, 2 und 3 angefangen jeweils Mhm. und das war's. Ich habe sie alle 3 angefangen und keins durchgespielt. Ich spiele, glaube ich, fast alle Richtungen irgendwelche Spiele. Ich meine, ich spiele auch Mhm. Strategiespiele. Ich suche immer noch Leute, die mir wieder mal Schlacht um Mittelerde und so weiter mal wieder spielen. Das ist einfach so ein richtig. Ich liebe das Spiel einfach. Gibt's das, kann man das im Multiplayer spielen? Es gibt eine Version, wo mir Maurice Weber erzählt hat, wo ich weiß, wo man sie herbekommt, wo alles spielen können. Krass. Weil Schlacht um Mittelerde 2 hatte ich damals. Genau, das meine ich ja. Das liebte ich. Und ich Ja. suche immer noch Leute, die es mal wieder zocken würden. Richtig. Weil ich meine, dieses Spiel hat einen Charaktereditor Ja. für Helden. Ja. Und der Charaktereditor war tatsächlich gut. So. Mhm. Obwohl du den Charakter so gut wie nie, also du siehst ihn halt von ganz weit oben zwischen deinen Truppen irgendwo. So. Ja. Das war nur sau schwer, glaube ich. Mhm. Oder ich war einfach noch zu klein. Das kann auch sein. Vielleicht war ich aber nur doof. Ich habe damals jede Kampagne auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gemacht. War so richtig, Ja. damals richtig brutal dabei. Es hat mir auch so Da richtig war Spaß gemacht. Und sobald ich den hast du auch, Online-Modus ja. spielen konnte, als wir plötzlich Internet hatten, habe ich dann online gespielt und war dann Rangliste irgendwie Platz 14 oder so gewesen. Und dann hat mein Erzfeind war immer dieser Atlantis-Prinz. Ich hatte mit dem ein Spiel gehabt, 1 gegen 1, die Bevölkerung war auf 1000. Wir hatten ein Spiel, was 12 Stunden gedauert hat auf einer kleinen Map, weil keiner von uns geschafft hat, einen Angriff zu machen, um den anderen irgendwie zu besiegen. Also der ist der erste Platz auf der Welt gewesen, der war immer trotzdem besser als ich an sich. Aber dieses eine Spiel mit den 12 Stunden, das war einfach niemand. Dann habe ich die ganze Zeit Festungen gebaut. Dann hatte ich irgendwo mal 16 Adler auf einmal und bin mit der Armee und 16 Adlern, weil die nicht zur Bevölkerung zählen, rein in seine Stadt gehabt, dann ihn besiegt erst. Ich musste erst mal 16 Adler produzieren. Ich erinnere mich noch, es gab bei Medieval Dynasty. Mhm. Nee, nicht Medieval Dynasty. Bullshit. Total War Medieval. Total War Medieval 2. Ja. Gab es eine Mod von zu Gothic, Mhm. wo du dann alle Truppen wurden ersetzt durch Gothic-Truppen. Ich habe die Mod gespielt mal, da gibt's Ich ja auch auch. alte Lager und solche Sachen. Ja. Und Das war richtig irgendwie, lustig. die Billo-Truppen sind quasi Buddler. Dann kommen die Schatten und so. Richtig geil gemacht eigentlich. Ja, deshalb erinnere ich mich daran, dass das überhaupt jemand gemacht hat. Das ist so krass. Ja. Es ist genauso wie ich habe letztens gesehen, Conan Exiles. Ja. Es gibt Gothic-Mods für Conan Exiles. Es wurde einfach Gothic 2 nachgebaut in Conan Exiles, komplett. Okay, das wusste Selbst ich jetzt nicht. Jakenda wurde sogar nachgebaut. Du hast dort irgendwie Khorinis an sich ist sogar ziemlich fertig, also ein paar Einzelheiten fehlen, Mhm. aber größtenteils fertig. Jakenda ist leider sehr, sehr unfertig, da ist fast alles nur die World Map quasi, die korrekt ist. Aber keine Bäume, keine Pflanzen, keine Texturen, sondern einfach nur ein Klumpen so. Aber trotzdem mega cool gemacht eigentlich. Und das bei Conan Exiles. Ich hätte nie gedacht, dass es bei Conan Exiles eine Mod zu Gothic gibt. So. Bei kommt Skyrim das gibt es ja Spiel auch ein halt paar Gothic-Mods zum Beispiel auch. Für manche Sachen. Mhm. Aber niemals so richtig ausführlich. Es gab ja auch Ja, wobei- so einen Spieler, der Minecraft das nachgebaut hat. Und in Skyrim. Gothic. In Skyrim Ja. hat tatsächlich auch jemand Gothic 2, glaube ich, nachgebaut, die komplette Welt. Mhm. Ja. Krass. Das in Minecraft, was ich aber gesehen habe, fand ich auch krass. Der hat ja dazu auch noch ein Texture-Pack veröffentlicht, auch noch dazu. Damals. Aber das hatte ist ich. schon eine sehr alte Version. Das ist eine alte Das hatte Version. Ja, ich hattest habe das du- für also letzte Minecraft-Version, die ich gespielt habe, war 1.6, glaube ich. Und Und ich hatte da das auch gab's in einer ganz ein- alten Version gespielt damals. ein Ich spiele Minecraft Soundpack heutzutage gab's nicht auch. mehr. Ach so. Das Soundpack war geil. Da waren selbst die Schrittgeräusche waren die aus Gothic. Und die Schlaggeräusche waren die aus Gothic. Und wenn du einen Gegenstand gedroppt hast, war das Geräusch aus Gothic und so ein Zeug. Das war ultra geil eigentlich. Mega gut gemacht. Nee, das ist ja richtig lustig dann. Ja. Mhm. Hättest du einen Bock, so Schlacht mit der mal zu spielen, wenn wir es mal angreifen würden? Ich bin ehrlich, ich habe es vor einem Jahr oder sowas mal versucht zu installieren und ich habe es nicht mehr zum Laufen bekommen. Aber das kriege ich bei dir zum Laufen, keine Sorge. Ich habe es Okay. bei anderen auch zum Laufen bringen müssen manchmal. Und mein Kumpel Hier, Simon war das Schlimmste, ey. Risen 1 kriege ich auch nicht mehr zum Laufen. Ich hab's bei Resident 1 funktioniert bei mir ohne nix. Ich weiß nicht, warum bei dir das nicht läuft. Keine Ahnung. Ich hab's erst hat's gar nicht funktioniert, also es hat auch nicht gestartet. Mittlerweile habe ich hinbekommen, dass es startet. Aber das Problem, sobald ich einen Gegner töte, hat er keine Ragdoll, sondern T-Post. Jeder Gegner steht dann nach dem Tod aber nur so da. Und die Monster einfach in der Standard-Standanimation. So. Das ist ein bisschen weird. Das war dann auch für mich irgendwie was, so ein Immersionskiller, weswegen ich gesagt habe, nee, ich will das Spiel nicht spielen, wenn alles Ach nur was, ist doch T-Post die normale scheiße. Todesanimation. Wer kennt's nicht? Was? Ja, genau. So. Tier stirbt.
Ja. Die verkrampfen halt sofort, verstehst du das nicht? Leichenstarre, genau. Ja, instant, sofort. Dann setzt halt die Leichenstarre ein bisschen früher ein. Ja. Genau. Oh Wobei man da Mann. auch sagen muss, das war richtig krass, wenn man so überlegt, dass Gothic 3, gut, aber zur selben Zeit kam auch Mhm. Oblivion raus. Mhm. Aber Oblivion und Gothic 3 waren mega ihre Zeit voraus, was manche technische Sachen betraf. Ragdolls. Du hattest in Gothic 2, die ganzen Viecher hatten ja alle Ragdolls. Nicht unbedingt gute teilweise, also es war dann ja irgendwie total verzogen manchmal und der eine Ork hatte plötzlich den Kopf irgendwie so, aber richtig rübergebogen, dass der Hals irgendwie 3 Meter lang war gefühlt. Aber Ja. alleine, wie sehr ich es geliebt habe, und das klingt jetzt unfassbar makaber, wie sehr ich es geliebt habe, die kleinen Tiere zu schlagen. Sei es irgendwie eine Schlange oder ein Huhn oder die Echsen der Wüste, die halt dann irgendwie meterweit fliegen. Ich hab Ja, die teilweise kleine irgendwie Schlange. Marvin-Mode an, 10 Hühner gespawnt und dann Hühner weggehauen, weil es einfach lustig war, wie so ein Huhn dann plötzlich wegfliegt. Halt dumm. Da merkt man, ich habe Fable immer geliebt. Fable ist halt Ja, ähnlich. Fable. Mit Hühner treten. Mhm. Ach, ich liebe Fable. Bei Fable Ist dir 3, ganz kurz gleich. Ja, ja. Bei Fable 3 wirst du ja so König und so weiter und so fort später. Mhm. Und da musst du eine Entscheidung treffen, willst du die retten oder die? Mhm. Und ich habe damals so viel Gold vorher gefarmt im Fable 3, so dass ich mich gar nicht entscheiden musste, sondern immer alles Gute machen konnte Ich auch. und der perfekte Herrscher sein konnte so. Und das einfach nur, ich Ja, habe ja. vorher im Spiel einfach nur geschmiedet die ganze Zeit. Nee, das war in Fable 2 habe ich geschmiedet. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich in Fable 3 das Geld verdient habe. Fable 3 Immobilien. Vermutlich Genau. Immobilien. Ja, Weil glaube durch ich auch. Immobilien hast du Ja. so viel Geld irgendwann. Ja. Da war nämlich das einzige Problem. Früher habe ich Fable 3 halt Mhm. entspannt so gespielt, privat. Mhm. Und da war es dann so, dadurch, dass du dann immer wieder Pausen hast, während du nicht Mhm. spielst, läuft ja die Zeit weiter und du kriegst trotzdem deine Miete. Also Ja. spielst dann mal eine Woche nicht und bist reich. So. Ja. Und weil ich es aber on Stream quasi in wenigen Runs durchgespielt habe, halt dann irgendwie so einen 12-Stunden-Stream oder nochmal einen 12-Stunden-Stream und so, Mhm. hatte ich da das Problem, dass nicht so viel Zeit vergangen ist und ich deswegen nicht so viel Miete bekommen habe. Mhm. Und ich deswegen das allererste Mal in Fable 3 am Ende nicht genug Geld hatte. Also bei meinem Run on Stream war das allererste Mal Fable 3 spielen, Mhm. wo ich nicht mit 0 Opfern raus bin am Ende, sondern ich glaube 200 Leute sind gestorben oder so. Nein, Aber es ist so gut, selbst wenn du 0 Opfer hast, steht da, alle betrauern dann plötzlich trotzdem die Verluste. Und dann kommt diese Anzeige mit leider, Null hat es Opfer. leider sind 0 Leute dem Krieg zu Opfer gefallen. Leider oder so. Scheiße, warum So sind nicht welche Richtung. gestorben? Das ist ja scheiße. Genau, so nach dem Motto, ach scheiße, wir haben voll die Verluste, es sind ganze 0 Leute gestorben, fuck. Das hört sich eher so an, so, Ja. Scheiße, warum sind nicht Leute gestorben? Meine Güte. Genau, Wir wollen ein bisschen die Wir Bevölkerung hätten nicht mehr reduzieren. drauf gehen können, Mann. Jetzt wirkt das voll unwichtig. Scheiße. Dann kann es ja gar nicht so schlimm Wenn es gewesen sein. wenigstens einer gewesen, wenn es wenigstens 2 gewesen wären, dann wäre es Ja, ja ja. okay. Vor allem wird es ja noch weirder, wenn du dann durch die Stadt dort läufst und überall liegen Leichen, alles brennt, alle Häuser kaputt und nachher 0 Leute sind gestorben. Okay. Was sind das für Leichen? Ja. Das ist Und Steuer. Das ist ein Walter. Steuerhinterzieher. Walter. Ich meine, Walter? Walter. Mhm. Wenn dort steht, dass niemand gestorben ist, dann heißt es ja auch, Walter muss theoretisch überlebt haben. Stimmt, eigentlich schon. Wo Ja. ist er? Der hat sich safe versteckt irgendwo. Wo bist du, Sack? Ja. Ja, Oh wir driften Mann. überhaupt nicht ab. Nein. Kampfsystem. Ja. Nein. Charakterentwicklung, Kampfsystem. Kampfsystem, ja. Ich finde das Kampfsystem bei Gothic halt einfach geil, weil du diesen Fortschritt hast, was halt Charakterentwicklung eigentlich eher ist als Kampfsystem. Und früher hat es mich eigentlich gestört, dass du immer gelockt bist auf einen Gegner. Weil du ja quasi immer diesen Lock hast und nur diesen einen Gegner triffst, den du anvisiert hast, sonst fokussiert es den Schaden nicht quasi. Und es gibt ja mittlerweile auch Mods und Möglichkeiten, dass du tatsächlich alle triffst, die in der Gegend sind. Was machst du da? Ich habe gerade mir ist was aufgefallen im OBS, Mhm. dass ich das Bild so eingefügt habe, dass ich in dein Bild mit reingehe. Guck bitte mit Energy aus Versehen. Guck, wenn ich den auf die Seite gemacht habe. Und das fand ich ganz so faszinierend, so wirklich. Und dann so, oh, okay. Warte, wenn ich dann darüber fasse, kann ich theoretisch die Dose in die Hand nehmen? Nein, du bist auf die andere Seite, genau. Dann bist Ach so. du so ein bisschen weiter nach. Da müsste ich dich ein bisschen verschieben. Aber, weil ja. du nicht ganz sonst bist. Ja. Also, weil dein Screen auch nicht weitergeht als
Wenn der Screen noch ein Kann- bisschen weitergehen würde in die Richtung, dann würdest du sogar rankommen, theoretisch. So, wenn so runter. Ah, so weit runter komme ich gar nicht. Ein bisschen weiter hoch. Hoch und so. nicht runter. Ja, fast. So. Also ist fast schon mein Energy halten. Ja. Ja, okay. Das ist richtig lustig Ja, gerade. wir sind, warte, bin ich jetzt wieder mittig? Jetzt bin ich mittig. So. Das war so witzig gerade. Ich habe gerade gedacht, ist das wirklich so? Warum ist das so raus? Und dann, ach so, ja. Genau, Gegnerlog. Du kannst mit irgendeiner Motto oder sowas war es, glaube ich, dass du quasi zwar auch einen Gegner anvisieren kannst, aber dann auch die Gegner triffst, die in Schlagreichweite stehen. So. Mhm. So ein Seitenschlag zum Mhm. Beispiel oder sowas, ja. Mhm. Genau. Das ist tatsächlich ultra scheiße. Ist mir irgendwann aufgefallen. Weil du halt auch, wenn dann mal irgendwie ein Kamerad daneben steht oder sonst irgendwas, irgendwie nimmst dem es zerstört das Balancing so ein bisschen. Oh mein Gott, Einerseits wenn du bist mich du daran. zu stark. Ja. Ja, Sag irgendwie weiter, bist ich du zu erzähle dir stark, gleich, je nachdem, was weil ich du so dann hab. Ja. ganze Gruppen kaputt haust, je Ja. nachdem, wenn du halt ordentlich schlägst. Und andererseits profitieren aber auch die anderen davon, weil dann Mhm. irgendwie dein Begleiter und du gleichzeitig kaputt gemacht werden. Und solche Sachen. Das ist irgendwie, macht's es. Es kann sein, dass es eigentlich auch gut ist, wenn man es kann, so. Verschlimmbessert. Aber ich fand's irgendwie anstrengender. Mhm. Ja. Ja, ich wollte gerade was sagen ich war mit dem Hochkönig auf der Gamescom. Wir sind da zu Gothic gegangen zum Remake, da habe ich ihn schnell reingelassen, weil ich das durfte. Und so, dann haben wir so gemacht. Dann hat er gespielt, dann ist er auf die Jagd gegangen mit Mordrak, genau. Drax. Mit Drax, genau, mit Drax war er. Genau, Drax war es im Mod. Nicht in der Mod, im Remake. So, Ja. dann schlägt er so auf den was war das, auf den Wolf? Oder was? Scavenger waren es. Schlägt er auf den, schlägt er dem anderen komplett auf den Rücken nebenbei, der fällt auf den Boden und steht wieder auf und macht weiter. Und ich so, ja, okay. Also er hat's mit Humor genommen, wohl, der liebe Drax. Und weil da triffst du mehrere Gegner, wenn du es triffst. Ja. In der Remake sozusagen. Und das hat mich jetzt gerade sofort daran erinnert, dass du gesagt hast, mit deinen Mitleidern Mitleidenschaft ziehen und so. Witzig. Mit der Spitzhacke noch so komplett auf den Rücken, so. Es sah auch noch so brutal aus mit der Animation, so. Du willst Hast ihn du ja das Remake schlagen. gespielt? Ja, auf der also angespielt dort. Auf der Gamescom, ja. Und Wie auch noch fandest andere du's? Leute anspielen lassen. Ich würde mal sagen, es ist okay. Aber es ist immer noch die Version vor einem Jahr. Das ist nicht die aktuelle gewesen. Ja, dieses Jahr. Die haben versucht, das zu sagen, das ist doch so, das war die es schon mal gab für die anderen Leute, die vor Ja. 2 Jahren schon probieren durften, sozusagen. Genau. Und ich Das weiß ist nur, dass richtig. es nur besser werden kann, weil es ja nicht das technisch Aktuelle ist, komplett. Ich bin beim Kampfsystem gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht selber gespielt, leider. Mhm. Aber das Kampfsystem hat mich gestört bei den Videos, die ich gesehen habe. Kann ich auch verstehen. Einfach weil es halt. Ja, es ist halt so 0815. Oder es wirkt 0815. Ich weiß nicht, wie es im Endeffekt vom Spielen her wirklich ist. Es fühlt sich auf jeden Aber Fall es- smoother an, sobald du die zweite Stufe gelernt hast, schon mal. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es 4 Stufen geben wird, weil die zweite Stufe sieht nur ein bisschen anders aus als die erste. Vielleicht gibt es ja dann 4 Stufen oder so in der Remake. Ja. Aber an sich auf jeden Fall. Und ich finde auch das Tauchsystem ganz cool eigentlich gemacht, wie sie es gemacht haben jetzt. In der Remake. Fand ich ein Das ist ja bisschen quasi, du musst besser. erst lernen, ne? Ich weiß gar nicht, ob man es Also lernen muss. im- In der Remake-Version, wo ich gespielt habe, nicht. Aber ob man es Da dann lernen muss, kannst du weiß schon. ich nicht. Aber das hat, Kai Rosenkranz, glaube ich, im Interview gesagt. Du kannst zwar schon tauchen, aber dir wird am Anfang der Atem gar nicht reichen, um überhaupt großartig runter an den Seeboden zu kommen oder sowas. Und du musst das erst noch lernen, dass du da runtertauchen kannst, du wirklich. Genauso wie das Klettern und so weiter, musst du auch erst lernen. Und was ich cool fand, gerade das Klettern zum Beispiel, damit wirst du zwar eben versteckte Orte finden und solche Sachen, aber es wird nur optional. Also du kannst auch ohne dieses Klettern trotzdem das komplette Spiel durchspielen. Ja, stimmt. Die entgehen halt nur vielleicht Kleinigkeiten so. Die haben ja gesagt, so Multiplattform, du kannst an sehr vielen Stellen einfach hochklettern, auch wenn es dir nichts bringt oder so. Oder wenn du was findest, dass es sich halt belohnend anfühlt, sozusagen. Ja. Genau. Dass es nicht nur bestimmte Und- Punkte gibt, wo du hochklettern kannst. Richtig, aber du leidest quasi auch nicht runter, wenn du es nicht lernst. So. Ja. Du Ja. passt vielleicht ein bisschen Loot und sowas, aber es wird nicht das ganze Spiel irgendwie Ja. wirklich kaputt machen. Ja. Das ist echt schlimm mit unserer. Also. Passiert, Fokus. passiert. Schwierigkeitsgrad. Wobei ich habe die Tage Ja. bei dem Bodo Henkel-Interview habe ich mich gefragt, hast du ihm auch vorher Fragen geschickt? Ja, Seid ihr auch nicht wirklich danach gegangen, ne? das ist bei jedem Interview so. Ich glaube, ich hatte. Selbst bei Ralfs Interview, wo Ralf sich wegen seiner Zeit, die er selbst wegen Privat und Arbeiten
nicht so Mhm. viel hat, sind wir trotzdem immer wieder abgedriftet. Das ist 20 Minuten länger geworden als geplant. Mhm. Und grundsätzlich ist auch immer wieder mehr abgedriftet. Wir hatten alle Fragen auch vorher gehabt, aber Ja. es driftet trotzdem immer ab. Es ist halt immer so. Das mit den Extra Effects, wo wir hatten, das war auch nur weil es abgedriftet ist. Diese Extra Ja. Effects waren gar nicht geplant. Eigentlich wollte er die Sachen durchgehen, aber er hat halt Spaß, das zu erzählen, kann ich auch verstehen. Und Ja, genauso klar. Bodo auch, genauso Bodo und auch die anderen, mit denen ich immer rede. Und mit dem Hochkönig sowieso, das ist ganz brutal bei uns. Alleine bei Bodo Ja. dann die Ja. Anekdote mit Kia und Co. Ja, Das wie er dazu das gekommen ist schon ist, lustig. Sprecher zu werden und so, ja. Genau, und dass er irgendwie mitverantwortlich war für den Kia-Werbespruch und so. Ja. Ja. Ist aber auch cool halt. Das sind auch mega interessante. Gerade Bodo Henkel ist halt so ein, ja, wie sagt man, er lebt halt vor sich hin. So, er macht, worauf er Bock hat und irgendwie klappt's. Und irgendwie macht er alles. So, vom Radiosprecher zum Fernsehmoderator, zum, was hat er noch so alles gemacht? Synchronsprecher. Partyservice, Synchronsprecher, Musiker. Es gibt gefühlt nichts, was er nicht gemacht hat. Mega interessante Person. Und trotzdem so am Boden geblieben, irgendwie. Auf jeden Fall. Das ist halt schon krass. Er hat ja auch krasse Stars so früher getroffen, mit denen er die ganze Zeit privat geredet hat und alles dort. Oder ist er trotzdem komplett normal und nicht irgendwie der Hochmäßige. Das fand ich witzig bei Atze Schröder. Comedian hier mit dem Afro-Perücke und so. Mein Dad hatte den mal privat getroffen, weil Atze Schröder ist ein Kumpel von einem Kumpel von ihm. So. Und er wusste es nicht, dass es Atze Schröder war, weil der Kerl ohne Perücke und ohne diese Brille und so weiter ist halt ein ganz normaler Typ. So. Dann saßen die am Tisch, haben irgendwie ewig geredet. Mein Dad dachte sich noch die ganze Zeit, ich kenne den irgendwoher, aber keine Ahnung woher. Atze Schröder ist ja auch nur ein Künstlername. Der heißt ja wirklich so. Und dann war der halt irgendwann weg. Und so, wer war denn das? Ja, es war Atze Schröder. Ah. Ja. Es ist irgendwie lustig, wie anders solche Personen oder wie normal solche Personen oftmals sind. Oder hier der Fernsehstar, Koch, Lichter. Das ist ein Zwiebelschneuzer. Der ist im Privaten auch ein vollkommen normaler Typ. So. Der hat ein kleines Restaurant, meine ich, auf einem Flughafen. Also so ein kleiner Privatflughafen. Und der ist auch so ein extrem entspannter, chilliger Dude. Oder auch Tom Blaschier. Warte mal. Hast du Game of Thrones gesehen? Nee. Das war damals war es mir zu lang und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, das zu gucken, nachdem es schon alles abgelaufen ist. Ah, nice. Ja, Tom Blaschier. Der war auf irgendeiner Comic-Con oder sowas. Ich war nicht dort. Aber ich wollte hin, war aber krank oder musste arbeiten. Ich habe gearbeitet, glaube ich. Ich habe nicht frei bekommen. Meine damalige Freundin dort angestanden, hat dann tatsächlich noch mit ihm geredet und was weiß ich. Er hat gesagt, ja, wo ist er? Der muss arbeiten, ist leider nicht da. Und dann hat er noch eine Sprachnachricht aufgenommen für mich und was weiß ich. Hey, voll schade, dass du nicht da bist und hab mich gerade nett mit deiner Freundin unterhalten und liebe Grüße und ganz viel Kraft auf Arbeit und was weiß ich. Und dieses, das ist ja richtig cool. Autogramm. Ja. Ich meine mit, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie du jetzt in Anime-Zeug bist und so weiter. Ja, egal, da gibt's mein Lieblingsanime. Da war dann auf der Animagic in Mannheim. Gab's dann, waren die Entwickler dort, also die den Anime da erstellen, animieren, wie auch immer. Zeichner, wie auch immer. Ja. Genau, und da waren halt einfach nur, das war eigentlich, also nichts mit Autogramm, nichts und so weiter und so fort. Nur ein bisschen erklärt, was passiert, was Neues kommt, neuer Film. 11 Minuten vom neuen Film gewesen und so weiter und so fort. Und danach habe ich auch die einfach so angesprochen, könnte ich bitte einfach vielleicht eine Unterschrift darauf haben, auf die Sachen. Ich bin ein Riesenfan von dem Anime, das ist mein allerliebster Anime. Und die waren auch so nett, haben es gemacht. Ich war der Einzige, der es ja auch grundsätzlich überhaupt gewagt hat zu fragen. Ja. Weil ich mir dachte, so eine Chance, die fahren wieder nach Japan und kommen vielleicht nie wieder so hierher. Ja. Und das einfach zu fragen, warum fragt man nicht einfach? Und dann hat er sich auch noch gefreundet. Dann ist er noch zu dem einen Shop gegangen, wo ich was geholt habe davon, weil das eine ihm sehr gefallen hat von dem Anime, weil der kennt das ja nicht. Selber diese Souvenirs und so. Und hat sich dann selber welche geholt unten davon noch. So. Geil. Und das fand ich auch richtig cool dann. Und das war auch richtig sozial von dem und so weiter und so fort. Ja. Man hätte auch sagen können, nee, der hat sofort gesagt, doch, gerne, sehr cool, sehr echt. Kennst du die Band The Heavy? Nee. Du kennst aber sicher Lieder von denen. Kennst du Borderlands, die Spielereihe?
Natürlich. The Heavy ist die Band, die für Borderlands 2 und 3 den Titeltrack gemacht hat jeweils. Mhm. Ähm, Daher kennst du es mindestens und noch so ein paar Werbungen haben die Mhm. auch teilweise Ja. ein, zwei Lieder, die oft in Fernsehwerbungen vorkommen. Und ich war in Hamburg 2019 und wir haben halt spontan geguckt, okay, was geht denn gerade so in Hamburg? War halt Urlaub irgendwie und komplett am anderen Ende von Deutschland. Mhm. Dachten wir, weißt du was, gehen wir nach Hamburg, cool. Haben 2 Wochen vorher, glaube ich, gebucht, also alles sehr Mhm. spontan. Und saßen dann dort in Hamburg und haben überlegt, okay, was geht denn so? Googeln wir mal. So, was? Krass, The Heavy tritt auf. So, okay, in so einer kleinen Location, Grünspan heißt das Ding. Und dann sind wir dahin. Waren noch Tickets per Abendkasse verfügbar irgendwie. Mhm. Dann stehen wir vorne dran, rauchen noch eine. Nebendran stehen irgendwie 5, 6 Leute und unterhalten sich auf Englisch. Und der eine noch so, hey, you got fire? So, ja, habe ich mal seine Kippe angemacht. Bisschen gequatscht. Mhm. Und eine halbe Stunde später stehen die auf der Bühne. Ich habe dann erst gerafft, das war The Heavy. Wir standen da gerade vor dem Grünspan ganz entspannt auf dem Gehweg und haben mit The Heavy gemeinsam noch eine geraucht vor dem Konzert. So. Das ist schon lustig. Ich habe das nicht gerafft, dass es die Band ist, weil ich wusste nicht, wie die aussehen. So. Und plötzlich stehst du da mit dem Frontmann, zündest ihm eine Kippe an und, und man Na, quatscht ganz so komplett chillig, entspannt oder? irgendwie. Ja. Mein Gedanke war so, ja, okay, ist halt eine große internationale Band, vielleicht sind da halt auch internationale Gäste dann, keine Ahnung, vielleicht Leute aus Holland oder wie auch immer. Mhm. Ja, nee, das war die Band. Mega Easy. witzig. Mhm. Mhm. Und dann halt auch, keine Ahnung, wenn du dann siehst, in Amerika haben die riesige Konzerte und was weiß ich, vor riesigen Crowds ausverkauft Mhm. und dann sind die irgendwie in Hamburg in so einem wirklich relativ kleinen Schuppen. Mhm. Das ist, weiß nicht, wie viele Leute da waren, 200, 300 Leute. Nicht extrem viel. Mhm. Es ist einfach lustig. So eine Riesenband eigentlich, die seit Jahrzehnten mittlerweile fast von der Musik leben, stehen da irgendwie in Deutschland vor so einem kleinen Publikum und total entspannt. Ähm, Und es war halt so ein reiner Zufall. So, ich habe kurz vorher tatsächlich angefangen, die Band mehr zu hören wegen Borderlands. Ich Mhm. glaube, 2019 war Borderlands 3, glaube ich, gerade Mhm. rausgekommen oder so. Und ja, plötzlich sehen wir, die spielen da. Müssen wir hin. Cool. Ja. Und bei mir ist es genauso mit den Extremo gewesen, den Gothic 1. Ja. Ich hätte, glaube ich, niemals im Oder? Leben so in der Richtung Musik gehört, wenn ich das nicht damals Ja. in Gothic gehört hätte, in Game. Geht mir genauso. Bei In Extremo war es tatsächlich bei Gothic. Und Fersengold habe ich entdeckt über Gilde 2. Mhm. Die haben bei Oh, Gilde Gilde 2 Spiel. 2. Das ist auch Liebe. Ja. Ich glaube, Gilde 2 Renaissance war, Ja, das ist die war neueste die Version, Erweiterung. Ja. Wusstest du, dass es eine Mod war? Nee, das wusste ich nicht. Gilde 2 Renaissance war eine Mod. Und diese Mod war so gut, dass sie sich echt gut runtergeladen hat, so weiter. Und dann hat Joe Wood damals gesagt, okay, wir haben kein Geld mehr und so weiter und so fort. Das war kurz vor der Insolvenz. Mhm. Und dann haben sie die Rechte an dieser Mod gekauft und haben die Modder eingestellt. Und die Modder haben dann das entwickelt. Und haben die auch Gilde Und- 3 jetzt entwickelt, theoretisch? Das waren wieder andere. Ah, okay. Also Gilde 3 war das Problem, das wurde erst outgesourced an ein ausländisches Studio. Die sind insolvenz gegangen während der Entwicklung. Ich erinnere mich, ich habe das damals auf der Gamescom gespielt und das ist auf der Gamescom, während ich 15 Minuten Spielzeit hätte, 3-mal abgestürzt. In der Version, wo es die alte Firma. Ja. Und dann wurde was an andere Firma da angestellt dafür. Ja, es ist Ich leider erinnere mich immer noch. noch scheiße, finde ich. Hast du jetzt die neueste Version, jetzt die aktuelle gespielt? Ja, Also ja. wirklich. Also vor kurzem schon. Bei mir läuft's nicht. Ach so. Ach so, okay, ja No Joke, gut. es läuft. Ich komme ins Hauptmenü und sobald ich auf Starten drücke, crasht. Ah, okay, bei mir Ähm, funktioniert es. Ich meine, ich habe es mit Kumpel hab's gespielt, es dann- macht eigentlich schon in der aktuellen Version auf jeden Fall schon Spaß, ehrlich gesagt. Aber es ist halt, hast du Gilde 2 gespielt? Ich habe gerne Gilde 2 Renaissance komplett alles durchgespielt. Geil. Landesheer, alles drum und dran. Ich finde Gilde 2 Ja. einfach immer noch 50 Mal besser. So, es ist halt fertiger irgendwie. Und lustig ist da auch, wieder eine kleine Mhm. Fun-Fact nebenbei. Mhm. Gilde 2 hat mittlerweile ja das Fahr jetzt Mega Mod Pack. Mhm. Das ist so die Version, die man spielt, wenn man mittlerweile noch Gilde 2 spielt. Mhm. Die wurde auf der Gilde 2 Seite häufiger runtergeladen als die offiziellen Patches. Mhm.
Und Fayed Mhm. ist, klar, der Name kommt aus Gothic. Ja, ja. Das ist ein Paladin, Richtig. Gothic 2. Ich weiß, ja. Und der Spieler hinter Fayed hat Classic Korenis gespielt. Hm. Also diesen RP-Server. Mhm. Und ich hatte random dann mal, weil ich damals Stadtverwaltung war und er auch. Und wir deswegen ein paar Google Docs hatten gemeinsam mit den Stadtverwaltungsunterlagen Mhm. halt. Ich habe plötzlich gesehen, so Fayed als E-Mail-Adresse, okay. Und das Bild, der hat dasselbe Profilbild in Google wie dieser Fayed in diesem Mhm. Gildeforum. Mal so gefragt, ja, das bin ich. Und dann ewig gequatscht irgendwie so. Und dann habe ich erstmal gemerkt, so, okay, die Gilde-Mod, die ich seit Jahren spiele, schon seit wir Internet hatten damals, ist halt einfach von dem, mit dem ich hier gerade zusammenspiele. So, der hat quasi mein Spiel gerettet. So, eins meiner Lieblingsspiele hat der groß gemacht. So. Und ist mittlerweile halt irgendwie das tragende Ding. Er verwaltet auch den offiziellen Gilde Discord und so Mhm. weiter. Die offiziellen, ich glaube, die letzten 2 Patches von Gilde, die offiziell noch rauskamen, hat er mit dran gearbeitet und so ein Zeug. Hm. Es ist unfassbar witzig, wie klein die Welt manchmal ist. So, Natürlich. ich war in Reha für hier 6 Wochen vor kurzem wegen eben dem ganzen Depressionszeug und so. Mhm. Und hatte eine Mitpatientin. Kennst du Dedelic, also das deutsche Entwicklerstudio, das Deponia und Ja. sowas gemacht hat? Mhm. Eine meiner Mitpatientinnen war diejenige, die Grafiken für alle Gegenstände im Inventar gemacht hat. Ist auch eine Okay. Patientin von mir gewesen, ein bisschen geredet. Ja, sie hat damals noch in Hamburg gewohnt und hat dann dort direkt unter Poki gearbeitet und hat die finalen Texturen und Props für die Items gezeichnet. So, okay, krass. Für Deponia 1 und ich glaube 2 auch. Wie klein die Welt auch manchmal ist. So, Ja, wirklich. Das ist wirklich kaum zu genau. glauben. Ja. Yeah. Genauso wie bei Poki ist halt das Mhm. Ding. Mittlerweile macht er nur noch Musik und keine Spiele mehr. Mhm. Und hat kürzlich aber trotzdem ein Spiel rausgebracht, ein interaktives Musikvideo als Point-and-Click-Spiel. Dünnes Eis. Mhm. Ich habe das auf Twitch gestreamt und ich habe nichts gesagt im Stream, aber warum auch immer, ich habe das noch nie vorher gemacht, aber da schon, habe ich mal oben im Chat, kannst du halt gucken, wer im Chat ist. Oki hat zugeguckt. Oki hat mir bei Dünnes Eis zugeguckt, von Anfang bis Ende. Er hat nichts geschrieben oder sowas, aber ich habe halt gesehen in der Liste, okay, was zum Fick? Oki guckt zu. Was mache ich jetzt? Ich war massiv überfordert, habe am Ende noch gemerkt, weil mich der Chat darauf hingewiesen hat, dass mein Name in den Credits steht, weil ich bei Patreon mal gebackt habe, irgendwie vor Jahren. Ah, ja, okay. Und ja, und so, dieser Stream war so wild irgendwie in meinem Kopf, weil einerseits saß ich die ganze Zeit da, spiele ein Spiel von Poki mit einem Lied von Poki und Poki guckt mir zu und steht da auch noch in den Credits und wusste nichts davon und so, was passiert hier? Ja, es ist kleine Welt halt. Aber das ist ja nochmal übertrieben. Also, dass er noch Mhm. zu der Zeit genau noch zugucken, die Zeit hat, genau dazu zu gucken und so weiter und so fort. Ja, ja, das war, glaube ich, ein Tag nach Äh, Release. mhm. Ja, okay, dann Und vielleicht, da, das ist ein bisschen verständlicher. Aber der Rest trotzdem, what the fuck. ne, also, okay. Da war ich schon mega geflasht und habe es die ganze Zeit nicht gesagt, weil ich mir halt dachte, okay, wenn er da zuguckt, aber nichts im Chat schreibt, dann will er vermutlich auch gar nicht erkannt werden, quasi. Mhm. Hab deswegen halt nichts gesagt dazu, dass er zuguckt. Aber ich wusste halt die ganze Zeit unterbewusst so, hey, Poki guckt mir zu. Nichts Falsches sagen. Stell dich nicht blöd an. So. Oder ähnliches, als ich damals mit Kai Rosenkranz mehr zu tun hatte. Mhm. Ähm, Da war erst übers World of Gothic Forum, Mhm. weil dort war Risen 2 Release, glaube ich. Und bei irgendeiner Debatte habe ich mitgeschrieben und habe dann irgendwie über das Forum Mhm. für sicherlich fast eine Woche, fast täglich mit Hari Mhm. und mit Kai Rosenkranz geschrieben gehabt. Mhm. Obwohl Kai nichts mehr zu tun hatte damit, aber er war halt noch im Forum aktiv teilweise. Und darüber kam ich dann damals, als man noch Facebook genutzt hat. Ich habe Facebook immer nur so halb privat genutzt. Also ich hatte nie wirklich Facebook-Freunde oder Social-Media-artig Facebook, Mhm. sondern eigentlich nur, um auf dem neuesten Stand zu bleiben damals. Mhm.
Wenn halt irgendwie ein Musiker bringt was Neues raus, ein Spiel bringt eine neue Ankündigung raus, sowas. Und ich hatte genau 5 Freunde auf Facebook. 4 davon waren gute Freunde von mir und der 5. war Kai Rosenkranz. Es war schon cool. Und da hat man auch mal geschrieben und gequatscht und weißt du, so. Habe ich früher auch mit ihm öfters. Ich habe ihn auch in Facebook. Aber seitdem er da über 3.000, 4.000 Freunde hat oder was er auch immer jetzt hat, antwortet er auch nicht mehr. Und früher hat er mir eigentlich versprochen, dass wir mal ein Interview machen, aber ich erreiche ihn nicht. Gar nicht im Prinzip. Auch in Discord erreiche ich ihn nicht, um ihn darauf anzufragen. Mit dem ganzen Remake-Zeug halt auch. Ja, klar, aber ich meine damit, er sieht es halt nicht, so oder so nicht. Im Prinzip, weil er so viele Nachrichten bekommt. Ja. Deshalb. Und auf der Gamescom habe ich ihn dieses Jahr leider nicht erwischen können. Obwohl ich ja mit ihm sprechen wollte doch. Auch richtig unlucky eigentlich. Was mich mal freuen würde, wäre Nikolaus Lietzau. Nikolaus Lietzau ist eben der Enderal gemacht hat. Diese Skyrim-Mod, wo wir vorhin kurz vor dem Interview drüber gequatscht haben, kurz. Ja. Der arbeitet jetzt eben auch mit am Gothic Remake. Als einer der Storywriter. Er kann richtig gut schreiben, ist ein extrem krasser Schreiber. Ich weiß noch nicht, wie er das in Gothic einbauen will, quasi, oder wie er sich in Gothic implementiert. Enderal und Nerim waren zwar von Gothic inspiriert, so gerade mit dem Charakterentwicklung und so weiter. Aber er hat einen ganz anderen Schreibstil. Er schreibt halt sehr, sehr viel in die Richtung Psyche und tiefgründig und da bin ich gespannt, ob da dann auch vielleicht Gothic mehr, ich sag mal, Tiefe bekommt irgendwo. Mehr in die Richtung. Durch ihn. Ich meine, er ist nicht Leadwriter, aber er ist einer der Writer. So. Da bin ich sehr gespannt, was er so geschrieben haben wird und ich würde unfassbar gern mal mit ihm sprechen. Einfach nur, weil ich es interessant finde und man so wenig über ihn rausfindet irgendwie. Er hat zwar einen Blog und hat eine Website und hat auch ein Buch zu Enderal rausgebracht, aber auch da ist alles so undurchsichtig und intransparent irgendwie. Dieses Buch wurde rausgebracht als Buch zu Enderal. In der Welt von Enderal. Wurde auch veröffentlicht, auch als gebundene Version, die ich hier habe. Und nach ein paar Wochen war es weg. War nirgends mehr auffindbar. Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon ein offizielles Hörbuch mit einem großen Sprecher, das dann auch nirgends mehr auffindbar war. Du findest es heute nirgends mehr. Dann hat sich wahrscheinlich, weil du damit kein Geld machen kannst, oder was? Nee, einer der anderen Writer hat sich beschwert, weil teilweise dann ja auch Lore von ihm drin ist, so, über die Enderal-Welt, und hat gesagt, er möchte es nicht. Und dann hat sich Nikolaus Lietzau hingesetzt und das komplette Buch nochmal neu geschrieben. Und alles quasi auf eine eigene Welt. Nicht mehr in der Enderal-Welt, sondern eine eigene Welt. Und irgendwie gibt es von der neuen Version, glaube ich, immer noch keine. Doch, ich glaube, es gibt eine deutsche Version mittlerweile, aber die Hörbuchversion nicht, die eigentlich geplant war und überall beworben wird. Die gibt es einfach nicht. Und so weiter und so fort. Und ich wüsste da auch mal gerne, was da die Hintergründe sind, was jetzt da überhaupt Stand ist, wie es da weitergeht und was weiß ich. Und es ist so mega interessant, wie selbst so ein kleines Hobbyprojekt trotzdem so große Probleme machen kann. Gleichzeitig sitze ich hier und habe das Buch noch in der Enderal-Fassung, die es offiziell gar nicht gibt. Ich war überlegen, ob ich es on Stream vorlesen soll oder ob es Copyright-Probleme gibt oder sowas. Das sind halt 1200 Seiten. Wäre lustig. Aber ist schon irgendwie witzig. Also wenn es das offiziell nicht gibt und da kein Patent drauf ist, darfst du es lesen. Ist halt die Frage. Auf der anderen Seite musste er es ja vom Markt nehmen, weil jemand ihm gesagt hat, ich habe da aber auch Rechte dran, ich möchte das nicht. Genau. Weißt du? Das ist so. Andererseits, wenn du auf Twitch Geld verdienst mit Werbung, kannst du es vielleicht doch wieder nicht vorlesen, weil du damit einen Gewinn machen würdest über. Und gleichzeitig habe ich tatsächlich 2 Folgen mal hochgeladen auf Twitch, wo ich den ersten Kapitel, glaube ich, vorlese. Und wurde dort angeschrieben von Kaya, die auch oft bei mir im Stream-Chat hängt. Und Kaya gehört zum offiziellen Enderal-Team. Und? Die ist eine der Supporterinnen von Enderal und die hat mich angeschrieben, dass ich es cool finde. Dass sie cool findet, wie viel Arbeit ich mir mal gemacht habe und wie viel Mühe ich mir da gebe. So. Warum hast du eigentlich nur auf Twitch hochgeladen und nicht auf YouTube auch nochmal, wenn du das schon reinmachst? Das wäre doch sehr sinnvoll, oder nicht? Eigentlich ja, aber zu der Zeit war ich gerade in Reha. Ja, aber das musst du ja nicht, zu der Zeit kannst du ja immer noch machen. Also ich glaube, das kann ich machen. Weil ich glaube, das interessiert sehr viele. Nicht mehr. Ich müsste mal gucken, dass ich irgendwie eventuell exportiere. Aber wenn du es in Twitch hast, kannst du es ja runterladen. Ja. Wenn alles, was du hier hochlädst. Das einzige Ding, was ich so ein bisschen hatte, ist eben dieses Copyright-Ding. Weil YouTube da wesentlich kontrollierender ist.
Dann frag doch mal die Kaya an, ob das Ja. Probleme hat. Die weiß es am besten. Einfach mal so fragen. Weil ich glaube, das Video kannst du Ja. eigentlich hochstellen, wäre sehr gut für dich. Ja. Und du hast ja auch bei mir Äh. gegeben. Es gibt so viele Ich hab- kleine YouTuber, die ich auch unterstütze, die so richtig geile Videos gemacht haben, Mhm. die ja fast keine Unterstützer haben. Und das lohnt sich. Also wie gesagt, und die haben jetzt plötzlich Ja. von früher von 30, jetzt schon 1200 manche. Oder der Nostalgiker, wenn du den kennst, der hat 3000 jetzt. Der ist auch klein und der hat unglaublich was. aber sehr geile Videos macht er. Mhm. Der macht so geile Reviews jedes Mal. Das ist krank. Es ist auch lustig, wie diese Lesesachen, wenn wenn man bei mir guckt, findet man davon nicht allzu viel, aber zum Beispiel Musik der Stille, eben von Patrick Rothfuss auch, mein Lieblingsautor. Das habe ich im Weihnachtsstream eben in 4 Teilen vorgelesen, habe das dann nachher zusammengekattet, einfach diese 4 Teile aneinander und auf YouTube hochgeladen. Ich habe es auf YouTube hochgeladen und dann nochmal auf Twitch als Highlight. Dieses Highlight auf Twitch hat irgendwie 8 Aufrufe. Und auf YouTube ist es irgendwie bei 100, glaube ich, sowas. Also viel für meine Verhältnisse. Und davor habe ich einfach nur volle VODs hochgeladen, was denn los ist. Eigentlich, wenn du irgendwie so eine 8 Stunden VOD hochlädst, das guckt sich niemand an. So, ich habe da je nachdem ein View drauf oder 2 oder 0. Ich mache jetzt zum Beispiel meine VODs nicht rein. Ich mache nur wenn ich ein Spiel Let's Play, keine Ahnung, Gothic 2 oder so, dann nehme ich schon das VOD, aber nur vom Gothic 2 zum Beispiel oder was auch immer und stelle es nochmal in YouTube rein, im Nachhinein. Weil manche Leute gucken sich das auch einfach nur an, um zu wissen, was man in dem Moment da in dem Spiel gemacht hat. Ja. Oder was auch immer. Ja, das war ursprünglich auch meine Idee. Ja. Aber Bei Odyssey zum Beispiel macht das sogar noch mehr Sinn, weil das sind manche Sachen, die du in keiner Komplettlösung nirgendwo findest zu dem Mod. Weil die Mod ist so riesig, so viele Leute, die spielen, wissen da vieles auch gar nicht. In der Komplettlösung, die offiziell von denen ist, da steht auch nicht alles drin. Und allein die Diebesgilden-Quest, die kannst du nicht durchsichtig durchlesen in der Komplettlösung. Ich meine, ich habe auch oft gestern mehr neu laden müssen, weil das Ding hat auch noch 5 verschiedene Enden, die Diebesgilde dort. Das ist richtig krass. Also und je nachdem, was du machst, verkackst du die Quest sogar ganz am Anfang schon komplett. Ja, was wolltest du sagen? Mir ist auch massiv aufgefallen, dass die VODs bei mir 0 liefen. Also ich habe jetzt mal geguckt, ich habe damals eben ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Streamen, die ersten 2 Spiele sogar noch ohne Cam, sehe ich gerade, habe ich die vollen VODs dann halt je nachdem hochgeladen oder habe sie in Folgen gecuttet. Ich habe sie bei Detroit Become Human, habe ich in Folgen geschnitten, die dann immer so... Nee, habe ich gar nicht. Doch, habe ich. Hier 1 Stunde 45, 1 Stunde, immer so 1 Stunde bis 1,5. Bei Fable habe ich auch damit angefangen noch, habe aber tatsächlich davon dann nur 3 Folgen hochgeladen. Die habe ich auch nicht gecuttet, das sind volle VODs, also es ist einmal 7 Stunden, einmal 5 Stunden, einmal 3 Stunden. Und habe da aber schon bei Detroit gemerkt, okay, ich habe da jetzt eine Folge gecuttet, habe mir da mega Mühe gegeben quasi und es hat keine Aufrufe und ist seit einem Jahr oben, so. Dann war mir da irgendwann der Aufwand zu blöd, mir da irgendwie noch Thumbnails zu machen. Ja, genau, Cutten mache ich auch nicht, bin ich ehrlich. Ja. Also Cutten will ich nicht extra, ich finde es so okay, wie es ist und lade es halt dann hoch, im Prinzip nur das Gameplay und alles. Und wie ich rede, halt natürlich, klar, ist mit dabei. Aber an sich, mit dem Bearbeiten von langen Dingern, das lohnt sich erst, wenn du größer wärst oder so zum Beispiel auch selber. Ja, genau. Weil sich sonst die Leute nicht ansehen gucken, richtig. Gothic. Beim Gothic durchspielen habe ich dann auch die VODs halt hochgeladen nachher. Die haben aber auch teilweise einen Aufruf. Hier hat man eine 11 Aufrufe, 5 Aufrufe, 16 Aufrufe. Ja, okay. Aber es ist halt, ja. Und die Lesedinger, dann habe ich eben dieses eine Buch komplett hochgeladen aus dem Weihnachtsstream. Da habe ich 141 Aufrufe, sehe ich gerade. Dann habe ich irgendwie von einem anderen Buch noch was hochgeladen. Das hat jetzt 37 Aufrufe, was für meinen Kanal auch nicht schlecht ist. So. Dafür, dass ich nie irgendwas beworben habe oder nie irgendwie ein Konstrukt habe. So, das letzte Video, das war 7 Monaten gewesen. Mit 21 Abonnenten. Ey, ich reg mich immer noch auf darüber. Ich habe früher ein Spiel gespielt, so ein Herr der Ringe Handyspiel. Und da hatte ich gefühlt 0 Abonnenten zuerst. Dann habe ich angefangen, zu diesem Spiel die ganze Zeit Guides zu machen. Und irgendwann bin ich auf meine Abonnentenzahl von 300 irgendwas gekommen. Nur, weil ich immer wieder alle paar Tage einen Guide hochgeladen habe. Zu irgendeinem Charakter in dem. Das ist sozusagen so ein Strategiespiel auf dem Handy, wo du dann Helden hast, die einen Trupp anführen. Und dann haben die verschiedene Fähigkeiten. Die können entweder selber viel Damage machen oder die buffen den Trupp und machen selber wenig, haben Fähigkeiten, dies und das. Und damit habe ich dann 300 Abonnenten in kürzester Zeit gesammelt.
Und Aufruf hatte das auch immer 4.000, 3.000, diese komischen Guides. Mhm. Und jetzt, wo ich die ganze Zeit die anderen Sachen mache, kriege ich gefühlt gar keine Abonnenten dazu. Ja, Also die weil's ganzen auch eine anderen Videos, wo kleinere ich jetzt Nische mache. ist, so. Ja, immer in Richtung. Es ist diese Herr der Ringe-Nische, da gibt es so viele Leute, die auch Videos dazu gemacht haben. Aber es hat irgendwie funktioniert. Aber ich war halt auch immer, viele kannten mich in dem Spiel halt als, ja, der ist immer auf Top 3 Plätzen immer. Und hat auch noch Videos dazu. Das heißt, die Guides müssen ja funktionieren. War das auch so ein irgendwie Aufbaustrategie-Ding Ja. auf dem Handy mit Mit ganz vielen Städten sammeln und so, ja, genau. Ja, genau, das habe ich auch gespielt gehabt damals. Ja, Aber nicht, genau. nie gut und nie groß. Und ich weiß nur, ich Da war konntest du ja Gilde, dann hattest du mit den Gilden ja so Raids mit Städte erobern und sowas. Ja. Genau, Ja, das habe ich. Ja, genau, das habe ich. Ja, ich habe da immer noch das einen hab ich damals auch Account. gespielt. Ich habe so oft da den ersten Platz und so einen Scheiß immer gemacht auf den Servern, dass ich allein ohne Geld ausgeben über 2.000 Euro Guthaben in dem Spiel hatte. Ohne 1 Cent ausgegeben zu haben. Und die haben immer gesagt, was für ein Premium, du hast so viel Geld ausgegeben. Naja, eigentlich eher nicht so. Natürlich gibt es jetzt Leute, die 10.000 ausgegeben haben, die mich trotzdem überholt haben. Aber der Account hat so viel eigentlich noch drauf, aber ich spiele es im Moment nicht. Es ist so zeitintensiv, das professionell sozusagen zu spielen. Ja. Ich hatte einen guten Kumpel von mir, der hat unter anderem auch meinen Kanaltrailer geschnitten. Gut, der ist mein Kanaltrailer ist genau jetzt aber ein Jahr alt. Du könntest ja auf meinem Kanal gucken, ob es das Spiel war. Da habe ich ja noch die Guides noch drin. Vielleicht guckst du nebenbei kurz nach, ob das wirklich das war. Ich will nur wissen, ob du es auch gespielt hast. Und red weiter jetzt, auf jeden Fall. Ja, dein heißt gleich wie überall anders, ne? Gothic Shaper. Ja, ich heiße überall Gothic Shaper, ja. Und dieser Kanaltrailer eben von mir, den hat er geschnitten vor einem Jahr eben, saßen wir gemeinsam bei ihm im Wohnzimmer und haben das gemacht. Und der hat früher auch mal ein bisschen mit YouTube rumprobiert gehabt und hat dann auch mal aus Jux so einen Kanal gemacht, ich glaube Mr. App Review hieß er. Und hat halt einfach Apps reviewed und Apps erklärt und gezeigt und so weiter fürs iPhone, damals noch so iPhone 3 Seiten. So. Er hat bis heute teilweise YouTube-Einnahmen von diesem uralten Kanal. Weil der irgendwie damals so durch die Decke ging mit diesen App-Reviews irgendwie, weil das damals halt so der heiße Scheiß war. Ja. Schon irgendwie witzig, wie es sich entwickeln kann. Also keine extremen Einnahmen so, aber alle 2-3 Jahre kann er sich wieder diese 200 Euro Auszahlgrenze auszahlen lassen. Obwohl er nichts mehr gemacht hat seit 2016 oder so. 2015. Es ist halt viel dafür, dass er nichts mehr macht dafür. Ja, das ist sehr viel, dass er nichts macht. Ich meine, dass mein Twitch jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die 50 bis 200 im Monat hat, durch Streamen immer sozusagen, ist ja normal, aber da machst du halt die ganze Zeit was. Aber die machen ja weiter Einnahmen, obwohl er gar nicht mehr daran arbeitet im Prinzip. Richtig. Ja. Ist vor allem auch mal lustig, wie sehr es auch bei Twitch variiert, ne? Wenn du mal einen Monat irgendwie hast, wo es mega durch die Decke geht oder was weiß ich. Ich hatte Dezember letztes Jahr. War bei mir so unfassbar krass. Da war irgendwie noch der Weihnachtsstream und was weiß ich. Und ich habe irgendwie innerhalb von 5 Tagen oder sowas knapp 400 Euro an Spenden aber nur random bekommen. Oh, krass. Alter, was? So. Meine höchsten Einnahmen danach irgendwann waren, glaube ich, noch 110 Euro durch Twitch-Einnahmen. Meine höchsten waren 170 insgesamt in einem Monat. Ich bin aber auch jetzt seit 8 Monaten überhaupt erst dabei. So. Ja, okay. Also wirklich jeden Tag seit 8 Monaten sozusagen, ja. Lange mache ich es auch nicht. Also ich habe März letztes Jahr habe ich angefangen. Also quasi ein bisschen mehr als 1,5 Jahre. Ich gucke gerade das Video an und ich weiß es nicht. Ich glaube, es war ein anderes Spiel, aber dieses Rise to War, meinst du? Ah, wie meinst du das? Ja, genau, Lord of the Rings. Ja, genau das. Das ist halt noch der Anfang des Spiels. Beta und normal und Anfang. Was? Warum hast du in der Playlist von Lord of the Rings Rise to War Guides einen Pippi Langstrumpf Remix? Was? Wirklich? Ja. Oh, das will ich behalten. Das muss ich. Oh fuck, ich muss auf den Handy. Da ist ein Pippi Langstrumpf Remix drin. Sehr wichtig. Das gehört zu Herr der Ringe. Kennst du es nicht? Pippi Langstrumpf und Gandalf damals. Oh, das muss jetzt auch sein, das finde ich lustig. Ich weiß nicht, wie das reingerutscht ist. Das letzte Video, Pippi Langstrumpf Remix. Ich schau jetzt. Das interessiert mich jetzt total. Und ein Video von Moviepilot. Zum ersten Mal auf Moviepilot, Herr der Ringe, die Gefährten. Okay, das war vielleicht aus Versehen reingerutscht wie Herr der Ringe, aber das Pippi Langstrumpf macht gar keinen Sinn. Das muss ich mal kurz angucken. Ich bin gerade dabei.
So, Playlists. So, Leute, Streamings muss ganz unten sein. Das ist ja eine meiner ältesten Ja, Sachen ja. auf dem Kanal. Das war, glaube ich, zweite oder dritte Playlist. Ganz unten. Ja, dieses Faramir-Bild zeigt mir das jetzt. Genau dieses Faramir-Bild von dieser Playlist finde ich jetzt auch, wenn ich das gleich sehe, unten mit Langstrumpf. Aber ja, warum ist das da? Und da habe ich noch ein nicht verfügbares Video, wird nicht angezeigt. Ja, das ist wahrscheinlich irgendein gesperrtes, aber nicht von mir. Was auch aus Versehen da drin ist. Kann ich das wirklich nicht auf dem Handy bearbeiten? Geht es nur auf dem PC oder was? Keine Ahnung. Ich versuch's zu lange. Red einfach weiter. Ich Ja. versuch's zu bearbeiten, zu retten. Stimmt, wir waren bei Gothic 1. Charakterentwicklung. Der namenlose Held käme als nächstes übrigens. Ja, genau. Genau, der namenlose Held. Finde ich aber lustig, weil ich glaube, die Grundintention beim namenlosen Helden war, dass man sich mit ihm identifizieren kann und er quasi blass bleiben soll. So ein bisschen. Ursprünglich. Aber ich finde, der namenlose Held hat so viel eigenen Charakter, der aber gleichzeitig auch irgendwie so gut gesplittet werden kann. Mhm. Weil du hast auf der einen Seite hast du den volles Pfund aufs Maul. Aber er kann halt auch trotzdem höflich sein. So. Ja. Je nachdem, was du halt auswählst. Er ist halt immer so ein bisschen derbe und abgefuckt, gerade in Gothic 1. Mhm. Aber es liegt halt immer ein bisschen am Spieler, wie sehr man das auch auslebt dann. Ich erinnere mich da gerade zum Beispiel an die Dialoge mit den Wachen bei Gothic 1. Ziemlich die ersten Dialoge, die man eigentlich hat am Ende. Beim alten Lager dann. Den kann man ja auch mega anmaulen und dann bringt er noch um. Oder ich weiß nicht mal, ob er sogar umbringt oder ob er nur K.O. schlägt. Ich glaube K.O. schlagen. Es ist halt auch schön, wie er quasi ein absolutes Arschloch sein kann. So. Mhm. Genau, aber prinzipiell habe ich da gar keine große Meinung zum Charakter Mhm. irgendwie. Also er ist halt einfach irgendwie ein Typ, der seine Sympathie variiert quasi je nachdem, wie man spielt. So. Mhm. Und irgendwo ist er trotzdem noch gerade so nichtssagend genug, als dass man ihn nicht mögen kann, eigentlich. Mhm. Einziges Spiel, wo es dann ein bisschen anders wird, ist dann Götterdämmerung, was halt auch. Ja. Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich finde den Helden in Götterdämmerung cool, eigentlich. Hast du Götterdämmerung gespielt? Leider. Leider. Da ist er so richtig abgefuckt. Weil da kommt er dann zurück aus seiner Sphäre da mit Xardas Ich und weiß sieht, schon, okay, die Idioten führen wieder Krieg. Und so läuft er durch die Gegend. So, Alter, ich habe die ganze Scheiße jetzt vorbereitet. Jetzt steht ihr Deppen da und verkackt das schon wieder so und ich darf die ganze Kacke schon wieder herrichten und keiner vertraut mir und ich muss jetzt plötzlich wieder alles erarbeiten. Warum denn, ihr Deppen? So, er macht sich quasi durchgehend auch selbst drüber lustig so ein bisschen, dass er jetzt schon wieder alles hocharbeiten muss. Was ja Also ich frag mich so oder witzig so, welcher Rebell oder was auch immer König Robers Rüstung mit Krone einfach in irgendeiner Truhe in der Welt tut. Ja, das auch. In irgendeiner Höhle oder so war das, glaube ich. Ja. So, hä? Also, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, das ist absolut Bullshit, klar. Aber Götterdämmerung hatte den einen Ansatz, finde ich, ganz cool. Eben mit dem Helden, der halt einfach so sich selber eigentlich irgendwie indirekt auch über das Spiel lustig macht. Dadurch, dass er so da steht von wegen, Alter, muss ich jetzt schon wieder alles machen? Und so, wie kann es sein, dass ihr Vollidioten jetzt alles verkackt habt, nachdem ich es jetzt zum dritten Mal gerichtet habe, so? Und da ist er richtig aggressiv eigentlich. Und mega ironisch, sarkastisch. Und viele hat es gestört, sodass er halt so sich Das selbst nimmt die irgendwie als so Immersion von dem. Helden das- darstellt. Das ist ja so die Immersion, die du halt kaputt machst von früher. Indem So du ein das bisschen. so machst, ja. Aber ich fand ihn cool. Ich fand Wenn ihn man, cool. wenn man, sagen wir mal, Gothic 1 bis 3 nicht kennt, ist es ja vielleicht lustig. Sogar sehr, sehr lustig. Weil Aber dann selbst ist es. Ja. Ich betrachte es halt immer so, ich denke mir, okay, das Spiel ist richtig scheiße. Und umso lustiger ist es, dass sich die Hauptfigur immer drüber lustig macht. Das war, glaube ich, nicht deren Absicht. Die Absicht war einfach nur, dass er quasi wütend sein soll, so, weil alles kaputt ist. Aber man kann es halt irgendwie so umdeuten, dass er sich eigentlich über das Spiel lustig macht. Weil es halt irgendwie immer so, jetzt haben wir das schon so oft gemacht und es ist trotzdem scheiße. So. Genauso wie er halt auch teilweise dann wirklich Sprüche bringt, wo, das sind ja bei Götterdämmerung hast du mega viele Quests, wo du geh an Ort X und hol Objekt X und geh dann an Ort Y und bringst der Person und dann geh aber wieder an X und hol nochmal das, musst du aber wieder zu Y bringen und immer dieses Hin- und Herrennen, durchgehend. Nur dadurch wird der Spielzeit gestreckt dort. Und er macht sich so oft drüber lustig.
In mega vielen Dialogen von wegen, ach, muss ich jetzt schon wieder was holen. So nach dem Motto. Ich liebe es. Das passt dann irgendwo, aber so wenig es passt in dem Moment, so sehr passt es irgendwie doch zum Charakter. Je nachdem. Deswegen finde ich ehrlich, das ist ja eher so eine Writing okay. Deadpool-Variante. Gefühlt Ja, schon. so ein bisschen. Ja. Genau, wenn man es so betrachten will, dann kann es ganz cool sein eigentlich. Ja. Geschichte, lustige Easter Eggs. Fangen wir erstmal mit der Geschichte an, dann können wir nochmal über die Easter Eggs reden. Genau. Hauptquest meinen wir damit. Ja, wusstest du, dass die Hauptstory von Gothic 1 erst in den letzten 3 Monaten vor Release geschrieben wurde? Ja, das wusste ich, ja. Ja, oder sagen wir mal finalisiert wurde, weil die Grundideen standen, Grundideen, aber eben ganz andere. Ja. Das mit den 7 Schläfern, das mit... genau. Was du mir schon erzählt hast vorhin. Genau, dass es Multiplayer sein sollte. Das weiß ich auch. Man hat ja noch sogar die alten Videos, wo man so Sachen sieht. Vom Multiplayer und so weiter und so fort, mit den Klassen. Ich habe auch die alten Versionen. Die alten Versionen von dem Spiel? Woher kriegt man die denn überhaupt? Offiziell nirgends. Es gab vor 2, 3 Jahren oder vor 4 Jahren irgendwie so um den Dreh rum, als auch das Sequel geleakt wurde. Ich meine, wenn man überlegt, Sequel wurde entwickelt zwischen 2001 und 2003. Und da gab es ja wirklich fast gar keine Infos zu. Bis vor 4 Jahren oder sowas. Und da war es so, dass, ich glaube, ein Pole war es, der von einem der damaligen Entwickler regelmäßig damals Versionen davon bekommen hat, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sowas. Und der hat die Dinger verkauft, jetzt mittlerweile. Und das wurde jetzt aufgekauft von Polen oder Russen auch wieder. Die damit quasi Geld generiert haben, sozusagen, indem sie Videos dazu gemacht haben. Als exklusiv, weil niemand hat diese Version. Und es gab noch eine andere Person, die diese Version auch hatte auf uralter CD. Und der hat dann, da gab es dann einen Riesenstreit drum, weil dann wollten die es verkaufen und haben dann irgendwie 20.000 Euro verlangt oder sowas dafür und was weiß ich. Und im Endeffekt hat es ihnen eine Person abgekauft, um es zu veröffentlichen. Und das hast du jetzt bekommen dann sozusagen? Quasi. Und diese veröffentlichte Version findet man mittlerweile wieder nirgends mehr, aber du hast eine Zeit lang eben dadurch über ein paar dubiose Seiten 2 Gothic Alpha Versionen bekommen, das Gothic Sequel. Das Sequel bekommst du aber jetzt immer noch. Ja. Genau, ja. Und die Gothic Alpha Version aber nicht. Da sind, ich muss mal kurz gucken, welche das sind. Warte mal, ich habe sie hier installiert auf Festplatte E. Gothic Alphas Version 0.5.6 und 0.6.4. Das sind auch noch die, wo die Trolle noch Goblins werfen. Das sind noch die Versionen, wo die Welt noch nicht existiert. Das alte Lager existiert so ganz, ganz grob. Und sonst noch alles komplett anders. Die Animation ist noch anders, der Charakter sieht noch anders aus, hat ein anderes Modell. Das Einzige, was mich unfassbar nervt, ich krieg's hier nicht zum Laufen. Ich krieg's aber nicht zum Laufen. Ich habe das, wer war das? Pappnase. Pappnase hat die auch. Ja, weiß ich, der hat Videos dazu gemacht letztens. Und weißt du, wie er Videos gemacht hat? Er hat sich einen Originalrechner mit Teilen aus 98 nachgebaut. Und darauf läuft's. Er hat sich quasi wirklich ein Windows XP. Hast du eine virtuelle Maschine versucht zusammenzubauen dafür? Noch nicht. Aber er hat es auch versucht mit der Virtual Machine, hat nicht geklappt. Und dann hat er sich eben wirklich physisch einen Rechner zusammengebaut, einen alten. Und damit klappt's. Also ich würde das gerne auch mal ausprobieren, bin ich ganz ehrlich. Weil ich habe noch alte Rechnerteile da eigentlich. Ich könnte theoretisch vielleicht was zusammenkriegen. Du müsstest mir vielleicht eine RAR schicken, vielleicht probiere ich das mal aus. Ob ich das zum Laufen kriege damit. Natürlich werde ich diese Dateien nie teilen, weil es natürlich. Verboten und gibt's so. nicht. Ich habe die natürlich auch nicht. Ja. Aber ja, es ist, finde ich, mega spannend, Dinge anzugucken. Gerade weil da eben die Geschichte eben auch noch anders ist und du das auch teilweise merkst. Und du hast dann dort auch sogar schon Dialoge drin. Die sind aber noch nicht vertont, aber sind noch komplett anders. Und du erfährst noch ganz andere Dinge plötzlich. Genauso auch wie im Sequel. Das im Sequel ja auch mega viele Sachen, die da schon drin sind eben. Sequel war quasi Kapitel 1 fast fertig. Und der Rest noch komplett unfertig eigentlich. Ja, dann kommt irgendwann König Roba und so.
Ja, genau, damit Äh, endet. äh, Das Sequel endet damit, dass du mhm. quasi also die Version, die spielbar ist, Mhm. endet damit, dass du in die Bergfeste quasi reingehst. Und dann sollte König Roba, das Modell gibt's auch schon, die Rüstung gibt's auch Ja, schon, aber er sitzt dann nicht dort. Er existiert noch nicht im Spiel quasi dann. ja. Aber es endet damit, dass du seinen Thronsaal betrittst und ab da geht's nicht weiter. Da gibt's keinen Fortschritt mehr. Ja. Ähm, genau, und dort gibt's aber auch mega viele Dialoge wieder und Zeug, die dann wieder Hintergrundinfos bringen. Und was ich mega lustig finde, es gibt extrem viele Charaktere, die dann in Gothic 2 auftauchen, aber ganz anders sind. Mhm. Oder einfach nur Namen, die dann wiederverwendet wurden. Wie heißt der Jäger in Gothic 2 in der Stadt? Bartok. Bartok, ja. Bartok ist ein Gothic Sequel, soweit ich weiß. Ein Alchemist, Mhm. glaube ich, der von dieser Seuche erwischt wurde Ah ja, von dieser und Seuche aus dann dem als so Ort, ein aus dem Halbzombie Spiel. irgendwie da rumsteht. Ja. Ähm, mega viele Namen, die dann nachher wiederverwendet wurden und Mhm. was ich auch gemerkt habe und deswegen wurde es ja dann auch ursprünglich gecancelt, es ist zu düster, es ist zu, Mhm. zu derbe, so. Während Gothic 2 halt eben ein bisschen mehr in diese High-Fantasy-Richtung ging mit Drachen und bunt und es ist relativ happy, Mhm. abgesehen vom Minental, vom Optikstil her. Es ist halt einfach eine schöne Welt, so. Mhm. War das Gothic Sequel unfassbar bedrückend. Mhm. So, die Musik, es gibt ja auch einen eigenen Soundtrack zum Gothic Sequel, den Kai Rosenkranz damals angefangen hatte. Mhm. Teilweise noch mit unfertigen Samples und so weiter, aber ist schon hörbar quasi. In dem Spiel eingebaut. Aber gerade, es wirkt alles viel bedrückender und düsterer. Und dann läufst du da durchs alte Lager, das ja dann zur Hälfte zum Seuchengebiet Mhm. wurde. Und läufst durch dieses Seuchenviertel und diese Seuche ist so eine Dämonenseuche, wodurch die auch Visionen haben und Mhm. Dinge sehen und wahnsinnig werden. Und mein Highlight war, mit diesen ganzen Verseuchten zu reden. Die haben dann jeder von 3 oder 4 random Sachen, die sie sagen. Mhm. Und das sind aber teilweise so mega tiefgründige, depressive Dinge, die sagen. Irgendwie der eine bringt dann irgendwie einen fast schon Monolog über den Sinn des Lebens und was weiß ich. Mhm. Aber alles halt auf so eine abgefuckte, traurige Art und Weise. Dass ich mir dachte, Alter, es ist okay, dass Gothic so emotional sein kann. Krass. Siehst du, Ähm, siehst du. und richtig schade, dass es da nicht drin war. Mhm. Und auf der anderen Seite noch sowas wie, dass das kein Skandal wurde, hat mich mega irritiert. Hast du das mitbekommen mit der Tochter des Königs? Nein, nein, das habe ich nicht mitbekommen noch. Im Gothic Sequel gibt es auch Mhm. die Tochter des Königs. Mhm. Ähm, die als Romance-Option drin war. Und auch Tora übrigens. Deswegen Mhm. hat Nadja in Gothic 2, Den Körper von Ding, ja. genau, die langen Haare und Mhm. so. Weil Mhm. das der Body von Tora ist. Weil das eigentlich für Sequel gemacht Mhm. wurde. Weil im Sequel sollte es Romanzen geben. Ähm, und eine Romanze war unter anderem die ähm, Toja. Tochter des Königs. Mhm. Eben Ach nicht Tora, so. sondern die Tochter des Königs. Mhm. Und es gibt einen Testdialog mit ihr. Mhm. Und dieser Testdialog ist unfassbar asozial. Ich muss mal Okay, gucken, ob und ich das noch habe. Weil da weißt du in wurden etwa, was es damals, ist? ja, also es geht drum ums Vögeln, prinzipiell. Mhm. Aber in einem so derben, asozialen Ton, wie es geschrieben wurde, wo ich mir bis heute denke, so, Alter, wie? Björnjas, was ist los mit euch? Warum tut ihr das? Und ich habe die irgendwann Da auf ist dem bei einem die Handy. Fantasie durchgegangen. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, also, wieso ist das so pixelig? Das war eigentlich lesbar. Hallo? Stimmt. Ein Zitat war, du bist über, Bitch. Ja, den Rest kann ich gerade nicht lesen, das ist zu pixelig gerade. Sowas halt. Klar, es war ein Platzhalter vermutlich, aber ich kann mir sowohl Romances als auch sowas irgendwie nicht in Gothic vorstellen. Ich weiß nicht warum. Also das Und irgendwie in der Richtung ist, also auf jeden Fall mit dem also mit der Königstochter erst recht so zu reden.
Ja. Also ich meine, selbst Du wenn es bist es gibt, ist es auch Überbitch. komplett unrealistisch, dass du mit der Ja. Tochter des Königs genauso reden würdest dann. Richtig. Also ich glaube tatsächlich, dass der Dialog einfach nur ein reiner Platzhalter war. Ja. So, für diese Romance-Sachen. Aber eben, es sei wohl möglich gewesen, dann die Tochter des Königs zu daten, quasi. Die ja dort eingesperrt auch in seinem Turm irgendwie hockt und was weiß ich. Rapunzel. Ähm, und generell auch Thora war ja so ein sexualisiertes Frauenbild eigentlich. Ja, das ist, wie die im Game aussieht, ja. Ja. Immer so, Ich das ist meine- brutal. Das ist, ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkennt, aber Ja, ich kenn das Modell auch. so. Ja. Ja. Es ist schön, wie ganz mein Display aussieht. Das ist eigentlich komplett am Arsch mittlerweile, aber man sieht es nicht, weil Kamera. Ja, das Die ist KI die fixt Tochter das des schon. Königs. Ne. Ah, Ja. okay. Die sieht aus wie ein Geist. Genau. Ja gut, das ist jetzt gerade wegen, ja, Ah, jetzt Greenscreen. nicht, okay. Das recht. Äh, Ja, ja. ja. Ja, ich sehe es jetzt. Die hat halt wenn man dieses grüne ja. Bürgerkleid, aber auch nochmal anders ein bisschen. Mhm. Ein bisschen edler. Ja. Aber es ist irgendwie funny, was die die haben halt, glaube ich, mit dem Sequel probiert, welche Grenzen sie ausreizen können. Im Sinne von eben, wie düster darf es werden, weil es ging teilweise schon fast in die psychologische Horrorrichtung. Mhm. Was aber dann wieder passt, weil Nikolaus Lietzau, der Enderal-Typ, der jetzt beim Gothic Remake mitarbeitet, Mhm. beschreibt Enderal als auch sein Buch als psychologischen Horror. Was da irgendwie dann wieder passt, so in dem Mhm. Fokus. Dass Gothic eigentlich auch Anleihen dazu hat und Ideen daraus hat Mhm. und zumindest in der Konzeptionierungsphase extrem viel in die Richtung wollte, aber nicht gemacht hat. Genau, finde ich irgendwie cool, den Gedanken, dass da vielleicht jetzt auch wieder etwas mehr Tiefe rein kann. Und gerade wenn man sowas guckt wie die unfertige Nebelturm-Quest in Gothic Mhm. 1, Ja. wo du die Bücher finden kannst und sowas. Ja. Oder in Gothic 2 diese Krypta beim neuen Lager. Es gibt so Mhm. viele Orte, die da wirklich gut geeignet für wären. Du meinst das mit Koranga, wo man mit Koranga hingehen soll? Und sein Amulett wiederholt, meinst du, oder? Die Krypta. Nee, nicht das. Sondern, Oder meinst du das im Söldnerlager? beim Großbauernhof tatsächlich. Ah, Gothic okay, 2 ja, dann. das, Gothic ja. 2 im Großbauernhof. Weil du gerade gesagt Da hast hast, du, glaube ich, nicht mal eine Quest. du hast ja gerade gesagt, neues Lager, deswegen habe ich erst gedacht, du meinst die Krypta Ach so. in der Nähe. Direkt Unas beim Hof neuen meinte ich, Lager. Da sorry. gab es ja beim neuen Lager eine, deswegen. Ja, genau. Habe ich kurz Nee, gedacht, dass du die meinte meinst. Ja, Unershof. okay. Ja. Ja. Bei Unershof dort. Die Sachen sind cool irgendwie. Da ist ja Und sogar eine auch- Notiz drin, wo dann steht, wie er versucht hat, ihn zu töten, den Inubis oder wie der heißt oder wie der hieß da. Stimmt. Ja, da ist genau, auch- genau. Ja. Wie nennt sich das? Immersive Storytelling, glaube ich. Weil es gibt ja keine Quest dazu oder sowas. Mhm. Ja. Es gibt ja keine Story in dem Sinne in von Quests oder sowas. Und du Mhm. hast halt einfach diesen Ort, gehst da hin und findest alleine dadurch, wie halt die Sachen da liegen und auch gut Mhm. Zettel halt in dem Moment noch, findest du halt raus, was da passiert ist, grob gesagt. Ja, Lieb ich. Und er hat versucht, es zu befreien halt, und ist gestorben dabei. Selber. Ich bin da so oft gestorben in meinem Stream, weil ich da auch viel zu früh war. Und dann kommen ja dann, glaube ich, 3 Schattenlords oder sowas. Ja, ich habe das immer so gemacht. Ich habe das immer so gemacht. Ich mache immer gern alles im ersten Kapitel. Immer. Und ich habe das immer so gemacht. Ich bin zu jeder Truhe gegangen, angetippt, zur nächsten Truhe, angetippt, nächste Truhe, angetippt. Und dann in die Mitte 2 Unwetter gecastet. 2 Unwetter gecastet, damit die alle sterben. Dann sind Krass. alle One-Shot. Das kannst Ich du hab machen die mit alle dem einzeln Strang der gemacht. Geschwindigkeit. Ach so, ja. Ich hab, Ich wollte Magie sparen und wollte die Ja. alle töten, ohne sie alle zu fighten zu müssen, weil am Anfang ist das sehr schwer. Er ist recht als bin- Magier letztes Mal. ja, ich habe so gemacht, dass ich Mhm. einen Golem und eine Armee der Toten heißt, glaube ich, kann das sein? Du Weil meinst die beiden kannst du, glaube ich, Armee der Finsternis oder wie das hieß? Irgendwie Ja, genau, sowas. weil die Ja. kannst du beschwören, ohne dass sie jeweils weggehen, glaube ich. Irgendwie so. Also du kannst davon mehrere beschwören, ohne dass sie verschwinden. In der Version, letzten. wo ich gespielt habe, verschwinden die, aber auch trotzdem sterben die Okay. nach einer Zeit. Deswegen. Ja, also das ja. Ach Aber so. ich meine, ich glaube, es ist so, dass du nicht irgendwie 2 Golems beschwören kannst, sondern sobald du einen zweiten beschwörst, stirbt der erste. Glaube ich. Ah ja, bei der Version, wo ich gespielt habe, ich weiß nicht, kannst du Bin die mir schon auch nicht viel ganz sicher. beschwören, Ja? aber wenn du zum Beispiel mehrere Dämonen beschwörst, töten sie sich gegenseitig, warum auch immer. Und Okay. bei den Skeletten töten sie sich nicht gegenseitig, aber ein Ja. Goblin-Skelett und ein Skelett kämpfen sich wieder gegenseitig. Ja. Ganz komisch so, ein bisschen. Und so habe ich es dann gemacht. Ich habe dann immer eine Truhe geöffnet. Direkt einen Golem, glaube ich, beschwört und noch was.
und die kämpfen lassen. Und versucht Ja, und aus ich der hab Trank Ferne der mit Geschwindigkeit gemacht, ja. Feuerbällen. Ja, und ich habe mit Trank der Ich bin Geschwindigkeit so alle oft. Truhe angetippt. Weil jede Truhe spawnt die ja dann. Und dann in der Ja, Mitte ja. schnell. Und du brauchst trotzdem ein paar Versuche, weil manchmal kriegen Ja. sie mich trotzdem vorher tot und dann ist es vorbei. Oder ich krieg Mhm. halt alle down und easy. Aber den Das Schattenlord Ding muss ich war halt. trotzdem mit einem Untote vernichten töten, weil der stirbt nicht an den Unwettern. Der kriegt fast Ja, keinen ja. Schaden davon. Das ist schon witzig irgendwie. Mhm. Ja, genau, Geschichte. Geschichte von Gothic 1. Sind wir ehrlich? Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Mhm. Geschichte an sich ist geil. Gerade auch mit den Intrigen, die da eigentlich drin sind Mhm. und wie viel man eigentlich nur hintergründig mitbekommt. Ähm, und wie viel sich dabei gedacht wurde am Ende trotzdem, obwohl es in so einer kurzen Zeit eigentlich gemacht wurde bei Gothic 1. Mhm. Ich glaube, ich hatte Ja. gerade Gothic 3 gesagt. Ich weiß es nicht. Nee, hast du nicht, du hast Gothic 1 gesagt. Diesmal. Okay. Außer wir haben es beide gerade auf K gehabt. Aber Ich weiß es nicht. ich weiß auch nicht. Ja. Jetzt haben wir es ja richtig gestellt. Ja. Das Einzige, was mich bei der Story von Gothic 1 stört, sind eben so ein paar kleine Logiklücken. Wie eben beispielsweise das mit den Magiern, was ich vorhin mal angesprochen hatte. Oder eben. Oder Chromanien-Quest. Ja, genau, Leider, Chromanien-Quest. die leider nicht zu Ende ist. Im Prinzip kann man, es ist halt Richtig. so. Ja. Oder auch so ein paar Sachen, die halt einfach nicht aufgeklärt werden, genau wie mit der Mine. Was genau ist da jetzt Mhm. am Ende so passiert und warum war das jetzt wirklich, wurde die Mine zerstört? Ist die Mine vielleicht wirklich nur durch einen Einbruch, durch Wasser oder sowas? Ja. Und beispielsweise auch die Sumpfleute, habe ich mich immer gefragt, Mhm. warum steht Anga eigentlich nur da? Ganz ehrlich, Iberion stirbt, Anga übernimmt die Führung und im Endeffekt macht Anga nichts anderes, als dir Aufgaben zu geben. Sagt, wie viel Stress er hat und steht nur da. So, warum macht er nichts? Er hätte so viel machen können. Neue Position, sehr stark unter Druck. Er steht sehr stark unter Druck. Ja. Er muss plötzlich der Führer des Lagers, ja. Ich Weißt meine, du? überleg mal, was für eine geile Quest man daraus machen hätte können. Überleg mal die Quest mit in Gothic 2, die Quest, wo du mit dem Piraten den Canyon säubern musst. Ja. Stell dir mal vor, die Orkfriedhof-Quest wäre in dem Stil. Mhm. Das wäre doch mega gut und es würde voll gut passen. Ja. So nach dem Motto, hey, er hat einen Orkfriedhof gesehen, wir sammeln jetzt unsere Truppen und marschieren da ein. So. Und dann irgendwie halt mit, weiß ich nicht, 5 Novizen, 2 Templern oder sowas da reingehen oder so. Mhm. Das hätte Das wär denen schon einen ganz cool. anderen Charakter gegeben und es hätte auch gepasst. Ja. Weil ganz ehrlich, ihr Führer liegt da und vielleicht ist dort die Lösung, wie er wieder hochgeholt werden kann oder was da überhaupt war und warum der Schläfer und so weiter und so fort. Und stattdessen schickt halt dann Kor Anga einen Random aus einem anderen Lager, je nachdem, los, Mhm. um diese wichtigen Geheimnisse aufzudecken. Ich meine, er hat ja eine Truppe losgeschickt mit Lukor Ja. und ein paar Novizen, aber Ja. ja. Was dann aber auch wieder seltsam ist, so als Die gab's vorher nicht, ja. warum ist es überhaupt logisch oder warum sollte es logisch sein, dass da ein Guru mit ein paar Novizen in den Orkfriedhof geht? So ist doch Ja. klar, dass sie kaputt gemacht werden. Das ist halt so. Ja, Ich meine, es ist unmöglich, dass die das überleben. richtig. Das Solche Sachen. Die Logiklücken meine ich halt. Die Mhm. stören teilweise ein bisschen. Und auch zum Beispiel, dass Quentins Bande nicht ausgebaut wurde. So, was hat es mit dieser Bande auf sich? Was war der Ursprungsplan? Das würde mich wirklich mal interessieren. So. Aber sonst habe ich da keine Kritik. Das Einzige, was ich an Kritik habe, ist Kapitel 5, glaube ich. Wo du dann quasi aus dem Tempel wieder raus musst. Mhm. Und dann hast du wirklich dieses ewige Hinhergerenne mit. Ja, für Oder schon Urizil und davor alles, eigentlich. ja. Alleine die Ulumulu-Quest hat mich schon immer genervt irgendwie. Und nach der Ulumulu-Quest hast du dann noch die Uriziel-Quest Mhm. und die mit der Rüstung und so weiter und so fort, wo du halt eigentlich nur noch hinherrennen musst und nur noch abfarmen musst eigentlich so. Ja. Es fühlt sich an nach Spielstrecken. Und der Endkampf. Ich hasse den Endkampf in Gothic 1. Mhm. Ich hasse ihn einfach. Vor allem, ich hab's Problem, ich weiß gar nicht, was für ein Zauber ist, aber Kor Kalom macht irgendeinen Zauber mit mit dem er dich festhält und Ja. stunlockt. Und ich habe so verdammt oft im Stream diesen Kampf wiederholt, weil Meinst du ich das aber Feuerding, was gestunlockt er war. dann fest unlockt? Ja. Ja. Es ist so grausam. Deswegen gewesen, renne ich so immer nervt. sofort zu ihm, als erstes ihn zu töten, weil ich sonst Ja. nur abgefuckt bin von dem. Genau.
Und im Endeffekt war es immer so eine 50-50 Chance, Mhm. okay, entweder Stunlockt mich jetzt oder ich habe eine halbwegs realistische Oh, weißt du, Chance. was noch viel schlimmer war bei der Switch-Version, habe ich einmal gespielt. Oh je. Die Gothic 1 Switch-Version. Das ist kein Bug Mhm. oder so gewesen. Ich hatte gar keine Bugs grundsätzlich. Ich hatte richtig Glück. Alle anderen, oh nein, Mhm. da Bug, dies Bug, das Bug. Mhm. Den einzigen Bug, den ich hatte, war, dass Lester mit Unterhose da stand. Das ist das Einzige, was ich hatte als Bug. Die anderen hatten ja sehr viele Bugs. Aber die haben den Endkampf so schwer gemacht in Gothic 1. Also Mhm. alles war okay. Aber sobald du gegen diese ganzen Tempel und das alles kämpfst, Ja. die sind haben so viel mehr Leben, so viel mehr Schaden. Alle. Aber das war generell, das habe ich dort auch gefunden, als ich denn jetzt beim normalen Gothic 1 gespielt Ja. habe am Ende. Ich habe nicht mehr im Kopf gehabt, wie krass dieser Kampf war. Ja, glaub Und mir, dann- der Switch ist dann noch mal krasser gewesen. Und dann Also hast ich du ja weiß, nicht nur das Problem mit den ja. 20 Novizen und Korkalom, Ja. der halt dich halt stunlockt, sondern dann auch noch, sobald du ein Herz durchstößt, spawnt ja ein Dämon. Aber ein Ja. hoher Dämon, der auch nochmal krass ist. Und im Endeffekt den- habe ich so gemacht, ja. ich habe, glaube ich, knapp 20 Dämonen beschworen. Mhm. Und bin da halt mit meiner Dämonenarmee da einmarschiert. Das ging dann halbwegs. Die bleiben ja unendlich lang in Gothic 1 noch. Ja, genau. Und das einzige Problem, was ich Ja. dann dabei hatte, Ja. war, dass die Dämonen sich gegenseitig kaputt gemacht haben. Ah, das habe ich ja vorhin gerade erzählt, noch mit Gothic 2 mit dem Dämon. Greifen sich Ja, ja. gegenseitig an, ja. Aber die nicht. Außer sie treffen sich. Ja. Und weil die Dämonen dort ja auch, ich weiß nicht, schlagen die oder schießen die was? Ich glaube, die schlagen. Die schlagen. Die Dieses- hohen schießen dieses Feuerbälle immer, und dieses die normalen Boom, schlagen, Boom. genau. Und irgendwie haben sie Mhm. sich gegenseitig getroffen dabei. Und plötzlich haben die Mhm. sich alle gegenseitig verprügelt. Und ich stehe da mittendrin. So sind da irgendwie meine 15 Dämonen, verprügeln sich gegenseitig, nur 2 davon greifen einen Feind an. Und wenn sie kämpfen, kämpfen sie nur gegen die normalen Novizen und Korkalom steht da immer noch ganz gechillt und schießt mich kaputt. So, ah. Das war so anstrengend. Ja, ich habe das dann in der Switch-Version so gemacht. Ich habe alle Beschwörungsrollen, die ich hatte, komplett beschworen. Da haben sie irgendwie den Bug gefixt, dass sie sich gegenseitig angreifen. Ich hatte eine riesen Armee Skelette, mindestens so 60 Stück oder 70. Hatte 20 Dämonen, hatte dann noch ein paar andere Sachen beschworen, die man da beschwören kann. Und bin damit da reingegangen. Und dann ist es ja noch so, du kannst Korkalom und den anderen Templern in der Switch-Version mit beschworenen Sachen keinen Schaden machen. Mhm. Das heißt, die sind alle gestorben hintereinander und ich dachte, warum kriegen die nicht tot? Und dann musste ich dann immer wieder welche weglocken und dann sind die ins Lava gefallen. Und im Lava unten sind sie auch nicht gestorben, weil die unverwundbar sind, wenn es kein Schaden ist vom Urizil. Und das war so dumm. Das ist auch ein Bug, würde ich mal sagen. Aber das ist ja dumm, weil ich habe so eine Armee beschworen, weil die einfach mich gewone-shottet haben fast. Die scheiß Novizen haben mich mit 3 Schlägen getötet und ich habe eine verbesserte Rüstung, Erstrüstung. Es ist 3 Schläge, okay, ja. Die Novizen sind ja krasser als Koanga. So in etwa im Kampf. Man könnte es damit Ja. begründen, dass es vielleicht die Kraft des Schläfers war, Mhm. aber irgendwie auch nicht, weil der Schläfer ist ja noch, also der ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich erwacht. Ja. So. Genau, das verhindert man ja quasi. Mhm. Ich habe dir gerade was geschrieben. Mhm. Ich guck mal. Aha. Discord. Nehmen wir eben, das Finale war halt so ein bisschen, also sowohl das letzte Kapitel mit dem Farming als auch der Finalkampf war nicht gut, wenn wir ehrlich sind. Und das Ding ist halt, Gothic 2 hat für mich das rundeste Ende. Aber ich bin der Meinung, Piranha Bytes kann keine Endbosse. Punkt. Und das hat sich schon mit Gothic 1 gezeigt. Mhm. So. Ich habe die Das geantwortet. passt. Okay, sehr Das schön. passt, ja. Ja. Genau, Easter Eggs. Was hat's denn Gothic 1 für Easter Eggs? Vielleicht auch dazu sagen, ja, wir haben er hat mir Fragen aufgeschrieben vorher und so weiter und so fort und da ist dann am Ende nochmal Ja. immer bei jedem Spiel mit Easter Eggs und Mhm. solchen Dingen. Gothic 1. Ich bin gerade ehrlich, mir fallen gerade keine Easter Eggs aus Gothic 1 ein. Der Mann, der im Berg ist, der sein Leben im Berg verbringt zum Beispiel. Ist das ein Easter Egg? Also viele sagen, es ist ein Easter Egg, viele sagen, es ist kein Easter Egg, ich weiß es nicht. Ich finde ihn super. Für mich ist es kein Easter Egg, aber ich finde ihn Mhm. super. Das Ja. ist, Mut ist ja, sagt man, auch ein Easter Egg. gut, Matt ist ja indirekt ein Easter Egg, Ja. weil Matt hat die Gesichtstextur von einem Fußballspieler, glaube ich, der damals ein bisschen in Verruf war und über den sie sich halt lustig gemacht haben. Mhm. Das ist so indirekt ein Easter Egg, das ist schon lustig irgendwie. Ach, das Bild mit Scavenger kenne ich doch, das habe ich jetzt gerade gesehen bei dir, was du mir geschickt hast. Ja, genau. Das kenne ich doch, war ein Ort. natürlich kenne ich das. Ja.
genau. Ist nur nicht sofort in den Kopf gekommen, wenn man das sagt. Man könnte noch sagen, dass vielleicht Velaya, ist sie so? Ja, Velaya, ich weiß nicht. Ob das jetzt ein Ist das ein Easter Egg Easter Egg? ist oder es ist seine persönliche Frau im Prinzip, die er am liebsten hat, Ja. vielleicht. Also ich würde es nicht als Easter Egg sehen. Ja. Ich glaube, der hat es schon Ja. gerne, dass das so ist, wie es ist. So. Ja, klar. Ich glaube. Boah, mir fallen gerade echt keine Easter Eggs. in Der Gothic 1 ein. komische Verrückte im Sumpf da, der sich als Guru des Val Sumpfes Netback. betrachtet. Ja, Netpack. ja. Ja. Aber auch da, ich bin nicht sicher, ob das Easter Eggs sind, weil ich finde, Ja. das passt ja gut rein irgendwo. Ich google jetzt auch mal ganz stumpf nach Gothic 1 Easter Eggs. Mhm. Easter Egg Guide für Gothic 1. Gut, in Extremo kann man sagen. Okay, ja, okay, das ist richtig. Könnte man sagen, dass es ein Easter Egg ist, so weil vierte Welt durchbrochen und so. Vierte Mauer. Mhm. Finde ich natürlich cool, weil in Extremo ist cool, so. Ja. Genau, hier, Matt. Mhm. Sieht aus wie der ehemalige Viva-Moderator Nils Goof. Hm. Und scheinbar haben sie sich über den so ein bisschen lustig gemacht. Mhm. Hier ist tatsächlich Velaya als Easter Egg aufgezählt in dieser Liste, die ich gefunden habe. Sag ich ja, World manche of sagen Gothic. ja, manche sagen nein bei vielen Sachen. Mhm. Aber ich würde das jetzt zum Beispiel da ja gar nicht als Easter Egg sehen, finde. Also das macht ja komplett Sinn. To be honest für ihn, finde ich. Schrat können wir dazu zählen, ja. Das Schrat. ist Der war doch im Sumpf, oder? Schrat, der selbsternannte Oberguru, der einsam hinter dem Sumpflager lebt. Den habe ich Ich tatsächlich meinte nie doch gefunden, den bis zum meinte letzten ich. Stream. Ich meine, den Ach so, meinte ich nicht- doch. Okay, Ich meinte doch nicht Netback. Balding. Nein, den meinte ich. Okay. grad. Den Genau, Verrückten kannst meinte ihn- ich, nicht den anderen. Kannst ihn um Verrückten. Hilfe bitten, aber er ist nicht mehr und nicht weniger als Matt. Ja. Steht damit dabei. Okay, hier ist der Einsiedler, also Gilbert, auch als Easter Egg. Das ist doch der im Berg, wo wir gerade erwähnt haben. Genau. Ja. Okay, Ball Netback steht hier auch als Easter Egg. Das Verstecken, stimmt. Das Verstecken ist ein Easter In Egg. der Kiste. Das Fass. Ja, genau. Kiste, sag ich fast. Ja. Im alten Weil es ja Lager. Richtig, das sollte Mhm. für die eigentliche Diebesgilde, die es hätte geben sollen, sein, dass Mhm. man sich dort verstecken kann nach einem Raubzug quasi und dann nicht Mhm. entdeckt wird. Witzig, dass noch da ist. Mhm. Dann gab es noch das Nacktbild als Easter Egg. Das gibt's auch in Gothic das- 2 noch, bei Babbo. Yep. Genau. Ja. Das Ding im Sumpf, die komische Lampe, von der man nicht Mhm. weiß, was es ist, das vermutlich mal zu einer Quest werden sollte, aber da weiß man nicht viel zu. Ja. Ähm, Die Kiste erinnert mich jetzt daran, dass Odyssey das ja in ein paar Quests wirklich auch benutzt, diese Kisten. Ob du jetzt jemanden auslauschen willst oder was auch immer zum Beispiel. okay, Mhm. das ist witzig. Ja. Stimmt. Und in Gothic 1 gab es auch schon den Durchgang im Pass zu Gothic 2, also zu Mhm. Khorinis quasi. Mhm. Du kannst ja durch die eine Höhle gehen und spawnst dann. Ah ja, bei der Höhle am Pass in Khorinis, wo die Wölfe vorne Mhm. dran stehen. Mhm. Wenn du dich in Gothic 1 hinter das Gitter portest, Da ist dann nichts. dann kriegst du auch einen Ladebildschirm. Und da ist nichts, ich weiß. Ja, genau. Selbst mit und Fackel hast ist auch alles eine schwarz um Weltwechsel. dich herum. Genau. Ja. Du hast halt auch eine leere Welt, sozusagen. Ein Easter Egg, was ich auch cool finde, ist, stimmt. Kai Rosenkranz hat in der Textur vom Himmel Kairo, ja. den ja. KSO, beziehungsweise KSO. Ja. Seine Clan-Kameraden verewigt. Mhm. Stimmt. Dann. Und nicht nur das. Er hat auch die KSO-Leute als Beta-Tester eingeladen, weswegen auch 2 Leute, Jens Mhm. Broos und Holger Klies, vom KSO-Clan in den Credits stehen. Oder auch sowas wie in den Credits wird gedankt dem Schnitzelonkel für die Eintöpfe, Mhm. Buddha, Peter Molyneux, also dem Fable-Erfinder, L.O., kenne ich nicht, und dem Moorhuhn. Mhm. Wird sich bei dem Moorhuhn bedankt. Das ist alles, was man da so an Easter Eggs findet, auf der Seite zumindest bei
World of Gothic. Ja. Wirklich richtig Easter Eggs einbauen, haben sie erst bei Gothic 2 angefangen. Ja, mit dem Auto zum So Beispiel. richtig. Ja. Genau. Mit dem Orkwall, Mhm. mit dem Mighty Alien Dwarf generell, der ist ja an 2 Orten. Der ist ja Mhm. einerseits hinterm Orkwall, aber auch am Friedhof, Mhm. irgendwo an einem Grabstein. Und in Gothic 3, wusstest du das? Über Ishtar? Nee, wusste ich nicht, weil ich in Gothic 3 nie so geflogen bin mit Cheats meistens. Deswegen wusste ich das jetzt In nicht. Gothic 3, wo Zuben sitzt, ist eine leere Kammer. Nee, das wusste Oben ich nicht. drüber, wo du durch die Wand kommst und da liegt auch ein Zettel von Mighty Alien Dwarf. Mhm. Ja. Das weiß ja Da nur, dass wusste ich ich auch lange meinte, nicht. war zum Beispiel in Gothic 2 hinter dem Palisade und so ist zum Beispiel auch. Und so Genau, weiter genau, und so genau. fort. Und beim Auto Wo ist du auch auch noch ein ohne Cheats Zettel. hinkommst. Ja, kommt man. Ja. Das ist ja auch so wie in vielen Bergen, wo du eigentlich hinkommst, Genau. dass du aber hinkommst. Wo das Ja. Auto eben in Gothic 2, Ja. aber ja. Gothic 2 kommen wir vermutlich nochmal besonders zu, oder? Weiß ich gar nicht. Mhm. Wollen wir es Wie jetzt bitte? wirklich zu jedem Spiel machen? Diesen Durchlauf? Ja, aber wir werden ja wahrscheinlich nicht so lange da, weil wir sehr viel sowieso immer ansprechen nebenbei schon. Stimmt. Das ist, der erste Teil ist halt der längste. Aber heute machen wir nur Gothic, wie ich sehe, weil wir haben schon 3 Stunden ohne was anderes zu haben. Ja, ja. Das ist normal. Ja. Okay, aber dann machen wir jetzt mal ganz kurz Pause, glaube ich, oder? Genau, das haben wir ja gesagt. Sehr gut. So, jetzt nach einer kleinen Werbepause geht es endlich mit Gothic 2 weiter mit der Spielwelt. Werbepause, was machst du denn für Werbung? Ich weiß es nicht, ich muss noch irgendwas einfügen. Vielleicht Orlands Taverne oder so. Cool, vielleicht hattet ihr gerade also coole Werbung. Was auch immer es war, kauft den Scheiß oder so. Ja, Orland hat neues Bier, let's go. Gut. Ja, Gothic 1 waren wir eigentlich durch, ne? Oder haben wir noch Ja, genau, ein sag Fazit ich oder ja. sowas machen? Nein, alles gut. Ja. Wir haben später noch Gut, die gut. Lager, aber das machen wir dann alles nochmal danach im Nachhinein. Ja, ja. Genau. Gut. Dann machen wir mit Gothic 2 weiter, ha? Ja, mit der Spielwelt jetzt. Haben wir aber eigentlich vorhin auch schon recht gut zusammengefasst, weil das gilt eigentlich auch für Gothic 2, was für Gothic 1 gilt. So, du hast halt eben diese Spielwelt, die wesentlich kleiner ist, als sie wirkt. Was sehr cool gemacht ist. Gothic 2 ist halt eben wesentlich, ich finde fröhlicher ist das falsche Wort, aber es ist wesentlich einladender. So in einer Welt wie Khorinis kann man sich irgendwie vorstellen, okay, da kann man auch schöne Zeiten verbringen, so nach dem Motto. Während das halt im Minental schwierig ist. So. Im Minental hast du, glaube ich, nicht unbedingt einen Ort, wo du denkst, oh ja, da würde ich jetzt gerne hin. Ja. In echt. Während irgendwie, keine Ahnung, gerade der Berg dort, wo der Jäger, dieser Einzelne sitzt, in der Nähe von der Stadt. Wenn du quasi am Leuchtturm entlang Ja, gehst, du dann ist meinst, ja irgendwo so ein du Weg. meinst Niklas, ja. Dieser Aussiedler. Niklas Weiß war gar das nicht mehr, doch. wie er heißt. Oder Kann meinst du sein. Grimbald? Grimbald ist beim schwarzen Ich glaube Troll. Grimbald. Und Niklas Nee, ist, nicht Grimbald. und Niklas ist der andere. Der in der Nähe vom Leuchtturm, wenn du den meinst. Ja, genau. Das ist Der Niklas. auf dem soweit Baumstumpf ich weiß. sitzt oder sowas. Ich glaube Ja. Niklas. Ich muss mal gucken, aber ich glaube, er heißt Und wenn du ein Niklas. Stückchen weiter hochläufst, hast du dort noch den einen Snapper. Der Richtig. Ja, genau. Den meine ich. Niklas habe ich eingegeben, ja, der heißt so, ja. Der Ort ist unfassbar cool, finde ich. Ja. Das ist so ein Ort, wo man auch einfach mal so, stell dir vor, irgendwie du Mhm. machst einen Spaziergang, so einen Berg hoch und sitzt dann da und siehst über die Stadt und Dann kommt so ein Ort, wo man auch Snapper. so in der Freizeit mal hin würde. Oder kommt so Ohne ein den Snapper Snapper. vielleicht. Genau, ohne den Snapper vielleicht. Der sitzt, den brauche ich nicht. Und das fehlt halt in Gothic 1, so Mhm. im Vergleich. Aber Ja. Gothic 1 hat ja auch eine ganz andere Stimmung. So eine Knastkolonie soll natürlich bedrohlicher wirken als eine Stadt. Du siehst ja trotzdem dann mit den Banditen, mit den Orks, dass es trotzdem gefährlich ist. Es ist nur idyllischer quasi. In Khorinis Hafen kann man ja auch hingehen. Ist ja auch nicht so schlimm, mal ins Wasser Ja. zu gehen und zu schauen. Sich Richtig. auszuruhen, Oder hinzusetzen. Auch diese Felder vor dem Pass. Mhm. Das Weidenplateau? Weidenplateau heißt es, glaube ich. Ja, wieder ein bisschen gefährlich dann. Oder? Sehr viel Wölfe. Nee, das Weidenplateau meinst du davor, ja. Aber da, Ja, da genau, sind auch wo viele der Monster. Schäfer steht und so. Ja. Ja, aber es ist prinzipiell schön, wenn man sich die Monster ein bisschen wegdenkt. So Ja. sind es alles Ortschaften, wo irgendwie ziviles Leben möglich ist. Boah, sagen wir mal der so. Wasserfall unten in Richtung Söldnerlager. Genau, Mhm. das auch. Auch mit dieser Das kleinen Insel da. Stimmt. Ja, mit dem Schatz, mit dem Lurker. Mhm. Es ist halt wesentlich einladender. Also man kann sich Ja. vorstellen, dass da halt wirklich Familien leben und Bauern leben und Zivilisten Ja. leben. Deswegen die es, finde ich, ganz gut hinbekommen haben. So in Gothic 1, dort weißt du halt, okay, hier bleibst du im Lager, sonst bist du Matsch. So. Mhm. Wenn du die Wege verlässt, wirst du kaputt gemacht.
Es ist alles gefährlich, es ist alles düster, es ist alles irgendwie kaputt. Mhm. Und in Gothic 2 hast du halt eine bewohnte Welt, wo du dir gut vorstellen kannst, ja, hier hockt der Bauer und arbeitet hier seinen bäuerlichen Alltag. So die einzigen Probleme, die er vielleicht mal Mhm. hat, sind ein paar Feldräuber und ein paar Wölfe. Und dann holt er halt die Stadtwachen, die ihm Miliz. helfen, Nö. genau, die Miliz. Oder halt die Söldner, je nachdem. Ähm, die dafür Ordnung sorgen, damit er nicht selber kämpfen muss als Bauer. Mhm. Es ist alles irgendwo glaubwürdig gestaltet. So. Ähm, Mit der das Einzige, Korruption was ich ein aber auch. bisschen. Ja, gut, das schon. Aber genau, das passt ja auch irgendwie dazu. Du Genau, kannst quasi. Sag ich ja, das Ja, passt ja, ja. du hast halt richtig, so ein glaubwürdiges ziviles Umfeld, sozusagen. Mhm. Teilweise sind dazwischen drin Sachen, die ich nicht ganz so passend fand, wie beispielsweise bei der eine Friedhof mit den Untoten. Welcher? Der, Meinst du der bei hinter Taverne? ja genau, der ist mir zu nah an Mhm. der Taverne zum Mhm. Beispiel. Mhm. Dachte ich mir immer, okay, wenn das aber so ein normaler Wald und normale Taverne ist das Ja, eigentlich gefährlich, aber dass ich du meine, mal niemand geht doch in weißt so du? einem bedrohlichen Friedhof, wenn da jetzt halt in der Nähe ein kleiner Ja, bedrohlicher Friedhof ist. Und man denkt ja auch in größeren Dimensionen, RP-technisch, als dass es richtig. wirklich so klein Dann ist. ergibt es wieder Sinn, wenn er weiter weg ist Ja. quasi. Ein bisschen weiter. Selbst ein Ähm, bisschen weiter, wenn man weiß, der Friedhof, da sollte ja, man nicht hin. Oder grundsätzlich, in dieser Art von ja. Welt sind Friedhöfe halt nicht ungefährlich. Dann Mhm. wird man schon aufpassen, Ja, gut, das stimmt. wahrscheinlich. Und sonst habe ich in die Richtung höchstens noch die Trolle hinter dem Banditenturm, Ja, die die da zwei so nah an diesem Trolle, Jägerlager ja. sind, wo ich mir immer denke, dieser Jäger sitzt da und macht da sein Holz. Oder ist es ein Jäger, ist es ein Holzfäller? Ich weiß es nicht mehr. Das ist Ist, ein glaube ich, ein Jäger. Holzfäller. Das ist ein Holzfäller, glaube Holzfäller? ich. Ja, ja, Okay. das heißt auch Holzfällerlager oder so. Ah, nee, links ist Äh, Holzfällerlager und rechts. Aber ich weiß nicht, ist trotzdem ein Holzfäller. Der tut auch nur den ganzen Tag Holz sägen. ja, genau, Dort an genau, der genau. Stelle. Und Ja. er steht da halt so ganz entspannt, hinter ihm zwei Trolle, er zählt Und zwar ein auch von paar den Wölfe Trollen, noch. Und noch ein paar Wölfe. genau, aber ich denke mir halt so, okay, der wohnt da und 20 Meter weiter stehen Trolle. Da hätte die Distanz gern noch ein bisschen größer sein können, selbst wenn er davon erzählt. Ähm, Ja, aber Grimwald weil da lebt war ja halt auch nur, gefährlich neben dem schwarzen Troll fast. Neben seinem ja, Cave. gut, weil Grimwald Ist ja ein begründet richtiger ja, Jäger. der lebt ja da nicht sozusagen, sondern der ist halt einfach da auf Jagdausflug, so. Ja. Aber der Holzfäller wohnt ja da. Ja. Er wohnt quasi vor zwei Trollen und beschwert sich über die Trolle. Ja, dann zieh halt dein Zelt woanders hin. Na, Und lass dein Zelt nicht vor den Trollen stehen. vielleicht weiß er, dass Trolle sich nicht weit von ihrem Territorium wegbewegen. Das kann ja auch sein. Aber wenn sie hungrig werden und dann nichts mehr zu essen ist, ist das halt trotzdem ein Problem, glaube ich. Eben. Und ich meine, da kann sich nichts hinverlaufen, weil er versperrt ja den Zugang zu ihnen, den einzigen, Mhm. quasi. ähm, Ich muss mir aber gerade es so sind dann wirklich nur vorstellen, so wenn die Trolle so winzige. gehen. Trolle sind ja gefühlt die gefährlichsten Sachen in Gothic. Und stell dir Ja. vor, die laufen wirklich so, die haben nichts mehr zu essen und gehen das ganze Söldnerlager auseinandernehmen irgendwann so. Ja, Zwei Trolle, ich glaube, das ist vorbei für die, wenn es realistisch gesehen wird. absolut. Und genauso wie ich mir auch immer wieder die Frage stelle, Sagita. Ja. Oder war Sagita die Kräuterhexe? Sagita, ja. Sagita. Ja. Deren ihre Höhle ist auch so gelegen, dass es eigentlich nicht viel Sinn ergibt, dass sie dort ist. Mhm. Weil es ist eine alte Kräuterhexe, die nichts kann außer Tränke brauen. Sie ist keine Kämpferin, sie ist keine Magierin und sitzt aber in einem gefährlichen Wald, Mhm. umgeben von Schattenläufern. Ja, ich frage mich, ähm, woher sie die ganzen Pflanzen herkriegt, dann eigentlich, wenn sie dort ist. hm, Geht sie dann immer raus? Hallo Schattenläufer, ich gehe mal weiter. Mhm. eben. Und genauso wie kann die von irgendwas leben, weil die muss ja auch irgendwo trotzdem Geld haben. Heilpflanzen. Teil, weil sie ja Einfach trotzdem mit den eine Leuten. Heilpflanze lassen und tschüss. Ja, aber sie verhandelt ja mit den Leuten, sie hat ja Kontakt mit den Leuten. Auch die Zivilisten dort gehen ja zu ihr für die Ausbildung oder wenn sie krank Ja, sind weil oder sie vielleicht sonst die was. Medizin bei ihr bezahlen, vielleicht. Muss man ja Aber auch. das heißt ja dann im Endeffekt trotzdem, dass die ja eben auch mal dahin muss oder die Zivilisten zu ihr müssen. Und Ja. wie kommen diese Bauern dahin? Deswegen schicken sie dich in Gothic, das ist eigentlich die Wahrheit. Die wollen Ja. ja nie wieder hin. Ja. Weil die um ihr Leben gerannt sind, sozusagen. Richtig. Das ist irgendwie so ein paar kleine Logiklücken in dem Moment auch wieder. Aber es ist alles nichts, was dem Abbruch tut. Ja. So. Das sind auch nur Gedanken, wo ich dann irgendwie denke, okay, in echt wäre das alles schon lange zivilisiert worden. Mhm. Aber dann wäre es halt langweilig im Spiel. So, wenn du halt Ja. in dem Wald keine Monster hast oder sowas. Das einzige Spiel, wo es, finde ich, realistisch ist und trotzdem cool ist Kingdom Come Deliverance. Da hast du halt eine realistische Mhm. Tierwelt.
Und es Wölfe, wird trotzdem Bären und sowas, saugefährlich. oder? Ne. Ich glaube, Bären gibt es tatsächlich nicht mal. Aber Wölfe, ja, aber In sehr in selten. dem einen Add-on hatte ich, den ich gehasst habe, hatte ich Bären Okay. gesehen, aber das ist nur einer, glaube ich. Ah. Dieses eine Ich Add-on, hatte wo immer man nur dann sehr so eine viel Glück. riesenlange Geschichte spielt, wegen dieser einen Frau mit der Beziehung und dem Mann, das war ganz Ah, komisch. nee, wo du als Theresa spielst. Weiß nicht, ob du eine Frau spielst, ich Ähm, weiß nicht mehr, ist so lange her, aber ich weiß nur, dass ich so mhm. lange dafür gebraucht habe und das hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Echt jetzt? Ich muss sagen, ich fand's richtig gut, nur richtig traurig. Ja, ich fand es vielleicht ein Das bisschen war ein, zu viel für. das war ein Stream, wo Ne, mir tatsächlich Zuschauer gegangen sind, weil die Story zu hart ist. mhm. Weil basically spielst du Theresa und dann fallen ich habe vergessen, wie sie heißen, der Feind ein quasi und Mhm. die wollen sie ja dann, ja, Mhm. ne? Ja. Und das war vielen zu direkt, zu brutal quasi. Mhm. Verständlicherweise teilweise, klar. Aber ich weiß Bei gar nicht, vielen ist ich es glaube, natürlich auch das ein ist nicht die Mod, Trigger-Thema. die ich gespielt habe. Nicht die Add-on. Gibt es da nicht noch Okay. ein Add-on mit der eigenen Geschichte nochmal? Weil ich kann mich jetzt Glaube nicht erinnern, nicht. wenn das, was du sagst, dann kann ich mich jetzt nicht erinnern. Okay. Deswegen, ich bin gerade. Es ist zu lange her, Mhm. natürlich, ich kann es nicht sagen, aber. Aber mir ist es eben noch nicht lange her. Ich habe vor der Reha habe Mhm. ich fast zu Ende gespielt und das Finale muss ich noch spielen. Tatsächlich. Ich habe es da einmal komplett durchgespielt, was ich gespielt habe. Ich Mhm. weiß aber nicht, ob es das war. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass jemand sie dingsen wollte, was du jetzt schon gesagt hattest gerade eben. Mhm. Nee, eben, oder Mhm. ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir gerade drauf gekommen sind. Monster, genau, Ja. Wälder, Monster und so weiter und so fort. Finde ich dort sehr glaubwürdig und Gothic kommt da relativ nah dran. Mhm. Unter dem Ansatz, dass Gothic gut vermittelt, dass die Außenwelt halt auch sehr gefährlich ist. Alles, was außerhalb von Mhm. Städten ist und so weiter, ist halt auch gefährlich für einen Zivilisten. So. Ja. Nur eben beißt sich das manchmal ein bisschen mit dem Zivilleben. Da merkt man quasi, dass das Grundkonstrukt von Gothic oder die Grundidee Mhm. noch nicht unbedingt für eine komplett zivile Welt gedacht war, Mhm. sondern eher für so Minental-Setting. Ja. Ja. Genau. Gut, Charakterentwicklung ist ähnlich. Da muss man nicht viel darüber sagen. Muss man, glaube ich, nicht. Genau. Aber Schwierigkeitsgrad kann man schon einen Unterschied zu Gothic 1 und auch des Rahmen, denke ich mal, beschreiben. Außer natürlich, wir als Gothic Pros sozusagen, jetzt ausgenommen, klar, wir wissen alles, wir maximieren alles, bei 29 Punkten lernen wir 5 Punkte, das. Wir wissen alles, aber jemand, der es nie spielt, der allein schon auf 2 Wege geht, hat schon Probleme theoretisch. Wenn er Ja, Bogen und Schwert geht und oder vor so zum allem Beispiel. Gothic 2 ist Mhm. schwieriger, Mhm. weil die Lernkurve nicht so extrem ist. Ja. Dadurch, dass du bei Gothic 1 irgendwie insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, was war bei Gothic 1 das Maximum von Stats? 100 Stärke. 100? 100, das weiß ich. Weil ich vor kurzem einmal Gothic 1 gespielt habe. Aber ich glaube, das Lernbare war sogar nur 80 oder sowas, ohne Tränke. 90, und glaube ich Co. sogar. Glaube Okay. ich. Oder war das nicht Okay. so? Nein, war das nicht doch 100? Ich müsste Weiß kurz es nicht googeln. mehr. Weil ich glaube, Bei ich habe den, 100 also von gelernt, Lehrern glaub ich. lernbar. Also ich weiß, ich hatte am Schluss irgendwie auch 140 Stärke oder sowas, aber halt nur durch die Tränke und so weiter. Mhm. Durch die ganzen permanenten Tränke, die du am Ende noch findest und so. Aber das Maximum, was man trainieren kann, ist 100, steht hier. Okay, Okay, dann hatte ich doch mit 100 noch im Kopf dann war es richtig. so. Und bei Und den Gothic Rest kann man 2 hast du ja dazu wesentlich mehr. Ja. Gothic 2 kannst du, 200, glaube ich, ja. auf 200 Stärke, Genau, was weiß ich. skillen und dann nochmal die Tränke und so und alles drum und dran. Richtig, und dadurch wird es halt wesentlich mehr ausgedehnt. Ja. Dadurch ist die Charakterentwicklung langsamer. Mhm. Und in der Und Gothic 2 dadurch- Original, da konntest du auch nur 100 Ja. Stärke und so kriegen. Im Achso, Original. Weil das wusste ich gar nicht. der ersten Nacht des Rahmens hast du alles da dazu bekommen, die ganzen Sachen mehr. Alles hat mehr Mhm. gekostet. Damals habe ich ja zuerst normal Gothic 2, das ist meine Nostalgie her gespielt. Und dann kam die Nacht Okay. des Raben erst irgendwann. Wo ich das dann alles mich gefragt habe, hey, warum braucht das jetzt mehr Stärke? Warum braucht das mehr das? Ja. Warum kann ich jetzt grundsätzlich mehr skillen und dies und die? Und warum kostet Ich es kenne das teurer? nur aus, ja. Ich habe es nur mit Nacht der Raben gespielt, Ja. tatsächlich. Ja, ich habe es als Ähm. allererstes damit gespielt. Das ist schon spannend. Aber eben, die Charakterentwicklung wurde etwas mehr in die Länge gezogen Mhm. bei Gothic 2. Aber nicht unbedingt negativ. Mhm. Natürlich Es nicht. bleibt nur länger schwer. Ja. Was eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch ist dazu, dass sie insgesamt ja von Jowood die Aufgabe bekommen haben, sie sollen es zugänglicher machen. Überhaupt Von nicht. Story und Co. Und im Prinzip haben sie es nur verkompliziert, so ein bisschen, also weiter Also ich finde, sie haben es auseinandergezerrt. härter gemacht und nicht Ding. Ja. Bin ich ehrlich. Vor allem, richtig, dann hast du irgendwann so den Punkt erreicht, wie in Gothic 1, dass du denkst, boah geil, ich kann jetzt die ganzen Viecher hier problemlos platthauen.
krieg vielleicht sogar schon einen Ork kaputt. Und dann kommen die nächsten Menschen, one-hitted dich wieder. Weil die Orks sind aber auch viel stärker in das haben wir Ja. Gothic 2. In Gothic 2 Und konntest du selbst die wenn du- Orks mit 40%, 30% easy fighten noch. In der Nacht des Raben solltest du schon Meister sein und gut Stärke haben. Aber eine gute Waffe, dass du sie wirklich ohne 2 Stunden zu kämpfen dagegen bekämpfen kannst. Ich meine schon allein der Unterschied zwischen Gothic 1 und 2. So. Ja. Ich weiß auch noch, Gothic 2, wenn man dann Diego aus dem Minental eskortieren kann. Diego wurde bei mir von Orks erlegt. Ja, bei mir aber auch mehrmals. Ich musste Ja, immer ja. wieder laden, weil ich das immer mache mit ihm. Ich hab dann drauf verzichtet, aufs Ja. Laden, und dann steht er nachher in der Stadt und mault dich an, warum du ihn einfach liegen lassen hast. Mhm. Nie gut, dass sie da auch einen extra Dialog für gemacht haben dann. Ja, dass der Aber ja, dann es doch ist lebt härter. danach, ist schon krass. Ja, 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 das finde ich auch es krass. ist auch wesentlich härter. So, Ja. Punkt. Das ist so der Hauptpunkt, aber sonst Ja. ist Charakterentwicklung eigentlich identisch, nur eben auf einen längeren Weg gestreckt. Der Genauso wie namenlose das Held ist auch Kampfsystem. identisch, würde ich sagen, jetzt im Moment. Ja, der namenlose Die Held wird im Zweier vielleicht ein kleines bisschen freundlicher, habe ich das Geschichte? Gefühl. Geschichte Gothic 2. Prinzipiell finde ich sie tatsächlich durchdachter als in Gothic 1 zum Teil. Ja. Aber was mich irgendwie gestört hat, Gothic 2, vor allem auch mit Nacht der Raben, hat sehr viel mehr Mhm. Füllmaterial. So nach dem Motto, vieles, was sich gestreckt anfühlt. Sei es, okay, jetzt such aber erstmal muss alles mehrmals machen. Ja. Gut, Gothic 1 hattest du die Fokussteine, hattest du die Urizel-Sachen und so weiter und so fort. Ulemulu-Sachen. Ulemulu. Und in Gothic 2 haben sie es aber auch weitergeführt. Da hast du dann irgendwie noch, hier, jetzt musst du aber wegen Auge Enos noch dahin und jetzt musst du noch die Magier alle abfarmen quasi. Und jetzt musst du noch die ganzen Ornamententeile für das Portal nach Jakendar sammeln. Und dann musst du da bitte die Tafeln noch alle sammeln. Und dann sehr viele Sammelquests, die sich halt so streckend anfühlen. Und auch die Blutkelch-Quest zum Beispiel. Ich liebe die Diebesgilde, aber ich mag die Blutkelch-Quest trotzdem nicht. Ja. Ja. Oh, die musste ich auch gestern noch in der Odyssey auch nochmal machen. Weil angeblich hat die Miliz die alle wieder eingesammelt und wieder dann verteilt an die Leute. Und dann noch anders verteilt in den Häusern. Krass. Witzig. Aber Ja, schon es ist interessant halt immer- gemacht wieder. Da sind auch andere Das schon. Wachen und mehr Wachen jetzt in der Mod zum Beispiel. Ja, nee, ich weiß schon, das war jetzt gerade nur wegen der Mod. Ja, klar. Ein bisschen klar. schwerer gemacht worden, sozusagen, dass du in die Sachen So. nicht rankommst. Prinzipiell so Fazit zur Geschichte von Gothic 2 ist bei mir, die Geschichte ist an für sich gut und auch gut geschrieben, gleich gut geschrieben, würde ich sagen. Sie hat meiner Meinung nach mehr persönliches Drama als Teil 1. Teil 1 war halt sehr auf die großen Lager, so mit, okay, altes Lager ist jetzt Krieg und die sperren sich jetzt ein, was weiß ich, und halt große Konflikte. Bei Gothic 2 hast du halt eher sowas wie die Geschichte mit Elwich. Ja doch, mit Elwich, der da entführt wurde, und die Geschichte mit Lucy und die Geschichte mit, also viele persönliche Schicksale eher. Ja. Und sie haben halt leider eben viel Hin- und Herlauf-Quests. So. Okay, jetzt musst du die Ornamente suchen, okay, dann musst du die Minen abfarmen, dann, sowas halt. Wo sich halt irgendwie, das sich halt häufig anfühlt nach so Streck-Quests irgendwo. Das ist mein einziges Manko, das ich habe eigentlich. Sonst finde ich es cool. Und ähnliches auch bei Irdorath. Auf Irdorath am Ende musst du halt auch dann wieder, okay, dann musst du rein in den Tempel, okay, da kommst du nicht weiter, musst du wieder zurück aufs Schiff. Musst du wieder rein, da kommst du nicht weiter, musst du wieder zurück aufs Schiff. Du musst gar nicht zurück aufs Schiff, theoretisch. Nicht? Also ich dachte es auch immer, ich habe es beim letzten Mal bemerkt, dass du auch auf Pedro scheißen kannst und einfach das weitermachen kannst, wenn du weißt, was du tust. Okay. Wenn du weißt, das sind die Schalter und alles und das und dies, dann kommst du auch so. Ja, okay. Und du kannst ja theoretisch das Auge Enos auch aufladen, dort beim Alchemietisch. Bevor dem letzten Raum gibt es nochmal einen Alchemietisch. Davor gibt es nochmal einen Alchemietisch. Da kannst du eigentlich auch wieder aufladen. Du musst eigentlich theoretisch, musst du gar nicht. Dann kommst du Ja, ganz okay. zurück, wenn du alles gemacht hast, zurückkommst in der Orks, wieder Orks. Wie als ob du früher gegangen wärst in der Orks halt. Und natürlich, aber theoretisch geht's. Ich wusste es auch nicht vorher. Habe ich vorher nie gemacht. Witzig. Ja. Ich bin halt alleine wegen Dialogen. Ja. Weil theoretisch nach jedem Abschnitt von Irdorath
haben Ja, ja ich alle weiß, neue ich weiß. Dialoge. Genau, das habe ich Genau, auch genau, immer das gemacht. fand ich halt immer cool. Ich wollte nur einmal Das ist wissen, was deswegen passiert. automatisch. Weil ich habe jetzt einfach einmal gesagt, so, ja, ich bringe diesmal Pedro um. Normal habe ich ihn nie umgebracht, habe Ja. ich jemanden zurückgebracht. Habe ich gesagt, ja, Ja. diesmal bringe ich ihn mal um. Einmal machen wir das mal so. Ich hatte das Ende tatsächlich nicht mehr im Kopf. Diese Abschlusssequenz, wo sie mit dem Schiff fahren. Ja, du meinst mit Xardas, wo Xardas dann rauskommt und an die Truhe kommt Genau. und sagt, dass er Sequenz. die Macht des Schläfers aufgenommen hat, also des Bösen. Kannte die Sequenz nicht Ja, mehr. genau. Und dann erzählt er ihm, nein, ich diene Belian genauso nicht, wie du nicht Innos dienst und so weiter und so fort. Genau. Und sowas. Wir sind eine eigene Ähm. sozusagen Geschichte. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Und dann ist Das- ja, glaube ich, sogar noch der kurze Dialog mit, Mit dem nicht Gold aus dem Schiff werfen und sowas. ja, genau. Genau. Ja. Das Schiff ist zu schwer, ja. Wirf nicht das ganze Gold weg. Genau. Alles wird Das gut, hatte ich ganz am alles Ende nicht mehr im Kopf. Ja. Das noch. Das alles wird gut, das hatte ich im Kopf, aber das andere nicht. Ja. Das Das Einzige, was mich nervt, ist der untote Drache. Dass es einfach der Endboss ist. Ich hätte viel lieber einen Schwarzmagier, irgendeinen richtig hohen, der einen coolen Bossfight hat, irgendwie eine Art, als das. Ich fand den untoten Drachen irgendwie so. Und du hast ja vorher nochmal den Bruder von Feomata auch nochmal dort. Mhm. Du hast schon den Drachen dort drin und dann nochmal einen Endboss, untoter Drache. Da haben sie auch nur so gemacht, weil sie nicht mehr die Zeit hatten. Am Anfang war es ja eigentlich nicht geplant, dass es ein untoter Drache ist. Ja. Ich wüsste immer noch sehr gerne, was passiert wäre das Gothic-Sequel Gothic 2 geworden. Ja. Weil dann wäre alles Ich anders auch. im Prinzip. Ja. Ist schon spannend. Das wäre halt dann ein ganz anderes Spiel gewesen wieder. Und vielleicht in Deutschland verboten wegen der Tochter. Wer weiß. Wir wissen Also ja nicht, wie wäre alt auf sie jeden war, wir Fall- wissen es ja nicht. Ja, das ist Ohne Witz, ich glaube wirklich, es wäre nicht auch bei USK 12 gewesen, auch ohne das mit der 16 Tochter. mindestens, ja. Ja, vermutlich. Alleine halt, Ja. weil es halt eben so düster war von der Thematik her, mit Ja. Leuten, die quasi an einer Krankheit leiden und teilweise eben nicht mehr wollen und wahnsinnig Mhm. werden und ja, doch nochmal härtere Themen. Ja. Wobei es mich teilweise auch bei Gothic 1 und 2 schon wundert, dass die ab 12 sind. Ja. Aber damals war das, glaube ich, wurde viel immer nur übersehen. Ja. Genauso wie bei Fable. In Fable 1 kannst du mit der Armbrust Leute köpfen und das Spiel ist ab 12. Und du kannst die abgetrennten Köpfe rumtreten. Das gibt's ja teilweise, ich weiß. Ich meine, aber dafür wurde Gothic 2 geschnitten mit dem Blut und so in Deutschland. Stimmt, ja, stimmt. Das musst du ja Blut kannst umstellen dann in der in Einstellung, Eni kannst du halt hoch. umstellen, aber genau. Ja. Und solche Sachen. Stimmt. Das ist ganz lustig. Oder dass Ja. du dann blutest auf dem Weg, dass es die ganze Zeit mit rausblutest, wenn du läufst. Und solche Sachen. Genau, das ist Ja. dann Stufe 3, glaube ich. Ja. Und dann gibt es Stufe. Oder nicht Stufe 2 genau genommen. Es gibt, glaube ich, 0 ist Blut aus. Stufe 1 ist mit nur das Blut, wenn du wen abstichst auf dem Boden. Und Ja. Stufe 3 ist dann mit den Splattern quasi, Ja. wenn du läufst und so. Genau, da Genau. Ja. Und Easter Eggs haben halt 2 mehr. Ja. Easter Eggs hast du halt Auto. dort doch einige. Untoter Mut im Cheat-Menü, also Untoter Mut als Beschwörung Stimmt. theoretisch. Ja. Also Autos haben wir ja gerade gesagt, dann die Mauer hinten haben wir vorhin gesagt. Genau. Hinter der Mauer, dann die ganzen Grabsteine mit den Sprüchen von Entwicklern und auch der Stimmt. Mighty Alien warf auf einen der Gräber Ja. und so. Und die restlichen Gräber sind ja eben alle von den Entwicklern, ja. Und dann gibt es auch noch mehr Papiere, die versteckt sind in der Welt, die rumliegen. und solche Sachen. Und dann findet Ja, den Zettel von dem Einsiedler aus Gothic 1 auch. Der hat einen Zettel gelassen, wo er früher im Berg gesessen hat. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Wusstest du es nicht? Okay, ja, das. Nee, das habe ich heute gar nicht mehr. Da heißt, wenn du da hingehst, liegt da ein Zettel Ja. drin, dass er da weggegangen ist, als die Barriere fiel und so weiter und so fort. Okay, cool. Ich habe noch im Kopf gerade die Höhle, die von vielen als Easter Egg gewertet wird, aber eigentlich nur eine reine Entwickler-Dingens ist. Wo es Kloster war in Teil 1. Das ist ja außerhalb des Orkwalds. In Gothic 2 liegen in dieser Höhle ganz oft tote Diegos, tote Gorns und tote Lesters und so weiter. Weil das ist die Höhle, in der die Charaktere gelöscht werden quasi. Es ist so, dass während den Kapitelwechseln... Du meinst, wenn jetzt der werden neue Diego mit anderer Kleidung, anderen Stats da ist im nächsten Kapitel oder so? Genau. Äh. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Gorn geht ja später bei der Drachenjagd dann auch nochmal irgendwie hin, glaube ich, ins Minental dann. Und. Oder? Gorn? Geht Ja, Gorn Gorn als auch. Drachenjäger Gorn auch? geht als Drachenjäger, der wird Drachenjäger, ja. Genau. Und entsprechend liegt ab dem Zeitpunkt dann der Söldner Gorn tot in dieser Höhle. Ja. Das gab's doch bei Skyrim auch, oder nicht, soweit ich weiß?
Ich glaube schon. Ja. Bei Skyrim ist es tatsächlich auch so, dass du unter dem Boden bei jedem Händler eine Truhe hast. In dieser Truhe ist dann das Inventar des Händlers. Das wusste ich jetzt nicht. Ich wusste nur, dass es diese Totendinger gibt bei Skyrim. Ja. Ja. Und so hat das halt Gothic gemacht mit den Instanzen quasi, die nicht mehr gebraucht werden so richtig. Die werden dann einfach in diese Höhle gepackt. Ja. Es ist witzig. Ja. Ich glaube, die ganzen Begleitercharaktere werden dort dann quasi geparkt. Hat aber einfach nur was mit dem Laden zu tun, tatsächlich, dass es irgendwie ordentlich reingeladen wird und so weiter. Dann wissen wir, wo die Dann Suchenden nichts Lothar anderes. hingetan haben. Ja, wer weiß. Wir wissen jetzt, wo Lothar liegt. Die Suchenden bringen die auch dorthin immer. Sonst fallen mir keine Easter Eggs ein gerade. Mir auch nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja. Aber Gothic 2 hat auf jeden Fall wesentlich mehr Easter Eggs und sie haben sich wesentlich mehr getraut in die Richtung. Ja. Das ist schon cool. Fand ich mal toll. Gothic 3. Die Spielwelt. Oder haben wir noch was bei 2? Ja. Nee. 3. Genau. 3. Spielwelt. Ach ja, Fantasy-Style kann man noch kurz sagen. Bei Gothic 2 ist etwas mehr in die High-RP-Richtung als Ja. Gothic 1. Ja. Und bei Gothic 3 würde ich sagen, ist es sogar wieder zurück. Gothic 3 Ja. macht eher einen kleinen Rückschritt, was die Fantasy-Extremität, sag ich jetzt mal, betrifft. Verzeihung. Und ist insgesamt wieder etwas geerdeter. Ich finde Gothic 3 auch immer sehr schwer zu vergleichen. Weil es halt irgendwie doch ein ganz anderes Spiel ist. Ja. Du hast halt viel mehr Möglichkeiten. Gothic 3 ist eher ein bisschen ein Sandbox-Gothic. So. Es hat irgendwie dieselbe Tonalität zwar in Dialogen und in Quests, aber es ist viel, viel weniger gescriptet. Dadurch aber leider auch viel unabhängiger voneinander. Dass das irgendwie nie eine weltweite Auswirkung hat, egal was du tust, sondern dass sich es fühlt sich alles so gebunden an die einzelnen Städte. Ja, das ist was Schlimmste, Allerschlimmste immer noch für mich ist, dass du im Mortal in den Gothic die höchste Rüstung der Orks kriegst und alles, wenn du das alles machst. Und dann gehst du nach Nordpol, die töten dich trotzdem. Ja. Aber nur weil die Zeit gefehlt hat. Der Ralf hat ja auch gesagt, die wollten ja eigentlich einfügen, dass man da auch dann Quests machen kann. Aber nur, wenn du im Metana alle Quests gemacht hast, sonst töten die dich. Weil nur diese Rüstung ermöglicht es dir überhaupt, zu den Nordmar-Orks zu gehen. Weil die Rüstung ist eine Ehrenauszeichnung im Prinzip. Ja. Für einen Menschen, der genauso viel wert ist wie ein Ork. Normal sind ja Menschen nicht Und da- so viel wert für die Menschen. Und da gleichzeitig dann diese dumme Logiklücke, warum zur Hölle trägt Angar diese Rüstung? Genau, das sage ich auch immer. Beim letzten Mal hatte ich eine Diskussion mit Xaras LP. Er hat gesagt, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, doch, das stimmt. In der ungepatchten Version, ohne diese Community-Extra-Patches, hat er diese Rüstung. Und da haben wir lange Diskussionen gehabt, aber dann Gibt hat auch er es keinen gegoogelt und so. Ja. Richtig, das Gibt hat auch keinen Sinn. dass er die Rüstung trägt. Das war halt Wir einfach wissen nur, weil nicht, sie was die er Rüstung getan hat. eh nicht. Ja. Ja, Das war die dieselbe haben die Rüstung Rüstung. einfach so Ja, eingebaut, dass die hatten vermutlich keine Zeit mehr, ihm eine richtige eigene Rüstung zu geben und haben deswegen gesagt, ja, scheiß drauf, wir nehmen die wird eh nicht groß verwendet. Weil die fast niemand sieht, weil fast niemand für die Orks spielt. Richtig. Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, das würde mich jetzt mal interessieren. Gothic 3, welches Ende ist dein Lieblingsende? Wenn du quasi Innos Ende hast mit den Feuerkelchen und Paladin, dass du den Paladin Runenmagie zurückbringst mit den Feuerkelchen, oder das Adanos Ende, das neutrale wo man Ende quasi, ins wo du andere mit Land geht, Xardas- ins andere Land, ja. Genau. Was ja offiziell eigentlich Kanon ist, sozusagen. Oder das Belia-Ende. Wo du alles Indem umbringen du- musst, gefühlt. Alles. Weil Gefühlt, Belia dann sagt, ja, ja. aber die Orks sind auch korrumpiert, also deswegen musst du die Orks dann auch beseitigen. Genau, meine ich ja. Genau. Welches ist dein Favorite? Adanos finde ich langweilig. Also, Innos ist auch nicht so, ich weiß nicht. Eine Belia machst du wenigstens am meisten im Prinzip dann. Ja. Aber an sich, also ich würde sagen, mir macht das am meisten Spaß. Also, das Belia hat mir am meisten Spaß gemacht. Auch die Magie Mir dann auch. davon zu lernen, macht auch mehr Bock. Als was Ja. anderes.
Vor allem, du hast beim Ja. Belia-Ende halt irgendwie noch diesen Twist dann, dass du irgendwie denkst, Mhm. okay, du kämpfst jetzt für Belia, also für die Assassinen und die Mhm, Orks. Und ja. im Endeffekt stellt Tötest sich du raus, Zuben dass und die die Orks, Assassinen ja. zwar gut sind, ja, aber Zuben ist korrumpiert und gleichzeitig sind die Orks eigentlich auch scheiße. Und du hast diesen Plot-Twist, dass, okay, Mhm. die sind gar nicht alle so, sondern Belia hat da einen Plan und die sind eigentlich kacke, so, und die Orks sind auch nicht mehr unter seiner Kontrolle und es hat halt viel mehr Intrige quasi, so, es hat mehr Tiefgang. Beim Ananas-Ende weiß ich nur nicht, ob da, ich glaube im Original, ungepatcht, ist es glaube ich sogar so, dass du einfach nur ganz langweilig mit Xardas zu diesem Portal läufst, ne? Und dann ist quasi fertig. Du musst ja trotzdem vorher noch ein paar Sachen sagen, diese Artefakte Also ja, sammeln klar. und so. Die Artefakte kaputt machen und so. Und danach diese Abschlusssequenz quasi auch noch Mhm. der lange Weg durch den Wald, Mhm. bis du dann dort bist. Und ich glaube, durch die gepatchte Version war es dann erst, dass du auf diesem Weg plötzlich auch von Söldnern angegriffen wirst, von Paladinen angegriffen wirst und von Orks und anderen Viechern. Ich kenne nur die Sache, dass man nicht angegriffen wird, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und ich habe es letztens jetzt mal alle Enden durchgespielt. Und da war das dann eben so, oder ist mir das dann bewusst geworden, wie cool das dann eigentlich ist, wenn du dann quasi da durchläufst und du auf diesem Weg begegnest du quasi nochmal allen Fraktionen, Ist die es du aber ein verärgert hast. Community-Patch oder ist es von den Entwicklern selbst dann gepatcht Ich glaube, worden? es ist Community-Patch. Ich glaube, es ist Ja, okay, weil das Community-Patch. kenne ich nicht, deswegen gar nicht. Ja. Ich habe immer nur die normalen, ich habe die Community-Patches nicht so sehr gemocht. Ja. Ich habe sie auch probiert zu spielen, habe getan dadurch, aber auch mit diesen ganzen Zeit, mit diesen komischen Redearten, mit dieser KI oder was es gemacht wurde, keine Ahnung. Was weiß ja. ich weiß nicht, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Viele Das Sachen hat mich auch davon. genervt. Und dass du plötzlich die Klaue Belias wiederfinden kannst, die ins Wasser versenken, kommt die Es plötzlich gibt nach mit verschiedene Versionen. Also ich hatte ja. den Community-Patch hatte ich drauf, aber ich hatte nicht das Quest-Paket drauf. Mhm. Ich glaube, das Quest-Paket ist das, was eben diese AI-Sachen macht. Ja, ganz komisch. Das hatte ich nicht, das hat mich genervt. Mich auch. Aber eben den Community-Patch. Mhm. Und der hat dann, glaube ich, auch das dann am Ende noch mitbearbeitet. Ja. Richtig. Genau. Ja, zur Geschichte kann man entsprechend sagen, coole Ideen. Die Umsetzung war halt am Ende dann leider unfertig. Und Ja, wir wissen ja zu warum. groß. Jowood. Richtig. Zumindest ist das das einzige Spiel, wo man wirklich weiß, warum das so geworden ist. Genau, Da kann man sich sicher sein. richtig. Ich glaube, wenn die Und da- ihre Zeit gehabt hätten, hätten die wahrscheinlich Gothic 4 entwickelt, so, wenn es gut genug wäre. Stell dir mal vor, Gothic 3 mit 2-3 Jahren mehr Zeit. Ja. Und stell dir vor, wie viele Leute jetzt im Nachhinein, 10 Jahre danach sagen, wie geil Gothic 3 eigentlich als Spiel ist, gepatcht. Ja. Das ist so eine Riesenwelt, so viel Grind, da kann man das machen, das machen. Es gibt so viele Sachen, die Spaß machen daran. Und früher sagten alle, ja, Kacke, Kacke. Und jetzt sagen auch Leute, aus der heutigen Perspektive ist das Spiel ein richtig gutes Spiel eigentlich. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch damals schon cool. Ja, ich auch. Ich weiß nur, teilweise hat es halt echt nervige Bugs, Mhm. wie die Ahnensteine. Ich hatte nicht so Bugs, Probleme damals. Ich habe es der mit so komplett starken Lags gespielt. Ich habe die Ja, nicht ich auch. gespielt. Ich kann nur mein Cousin hat die gespielt im Bug. Ich habe zugesehen, wie mein Cousin die gebuggte Version gespielt hat. Was Ich alles die auch. ganze Zeit bei ihm passiert ist. Oder Ja. er plötzlich durch die Welt schwimmt und so weiter und so fort. Und solche Sachen. Es ging sogar, also es war insgesamt spielbar, aber dann war halt so ein Problem mit beispielsweise der eine Ahnenstein, den findest du bei den Orks in Nordmar. Mhm. Und wenn du aber einen gewissen Teil der Truppe erlegt hast, dann flieht der Rest ja. Mhm. Und despawnt dann. Mhm. Und dabei konnte halt auch der Ork-Schamane mit dem Ahnenstein despawnen. Mhm. Ach so, wow. Das ist bei mir passiert, dass quasi der Schamane geflohen ist und der Ahnenstein weg war. Das war halt dann scheiße. Da musste ich den cheaten, tatsächlich damals. Mhm. Ja, also soweit Gothic 3 kann man nicht schnell zusammenfassen mit, es war zu ambitioniert, es wurde leider nicht fertig, es hätte cool werden können, es wäre aber trotzdem anders gewesen als Gothic 1 und 2, einfach nur weil es lustigerweise, obwohl es viel offener ist oder viel offener sein soll oder viel offener ist, ja, ist es in sich trotzdem sehr linear. Mhm. Dadurch, dass du irgendwie plötzlich merkst, dass jede Stadt gedacht ist, dass du jede Stadt nur einmal besuchen musst eigentlich. Ja. Es gibt keine Stadt, wo du nochmal hin musst später, so richtig. Sondern eigentlich reicht es, wenn du in jeder Stadt einmal bist, die Stadt fertig machst und in die nächste Stadt gehst. Aber wir wissen ja nicht, wie es geworden wäre, wenn es doch die Zeit da wäre. Ja. Das steckt ja im Prinzip das System dahinter. Dass man dass sich alles gleich anfühlt ein bisschen. Ist ja System, damit man das schneller fertig entwickelt, aber trotzdem irgendwo noch
irgendwelche Quests, irgendwas hat, damit es noch Spiel Ja. so rausbringen kann auf die Weise sozusagen, damit es irgendwas Genauso ist. wie, ich hätte es auch cool gefunden, wären die Städte dann auch wirklich wieder Mhm. besuchenswert. Aber jetzt ist es halt so, du erlegst eine Stadt, also Mhm. alle Orks, und dann sind dort halt Nomaden. Nicht Nomaden, das charakterlose, laber ich. namenlose Rebellen, NPCs. Rebellen, Genau. ja. Ja. Und du hast dann eigentlich nur 1 oder 2 Leute, die dort wohnen, weil sie halt vorher schon dort waren, die Rebellen, wenn sie Mhm. überlebt haben. Und die haben auch keine neuen Dialoge, sondern dann ist Mhm. halt einfach so, ja, das sind jetzt Rebellen. Punkt. Ja. Gehen wir weiter. Ja, ist halt eben schade, aber es ist trotzdem eigentlich ein gutes Spiel. Ja. Genau. Dann Gothic 3 Easter Eggs haben wir eben unter anderem, ich glaube, es ist sogar wieder Kairo gewesen, Mhm. der seinen Namen irgendwo hingebaut hat. Mhm. Auf Es gibt. den Turm, Ja. oder war das Welchen? Piranha Bytes sogar? Weiß ich In nicht. Vanguard. Den wollte ich gerade erwähnen, ich wusste aber nicht, was da drin ist. Ich wusste nur, dass da irgendein Ich Zettel war, ist drin. Irgendwo. das auch, genau, das auch meine ich. Und Mhm. obendrauf ist aus Steinen. Ich weiß nicht mehr, ob es Kairo war oder ob es irgendwer anders von Piranhas war oder ob es auch nur Piranhas war oder sowas. Mhm. Aber da haben sie auch wieder ein Logo. PB. Auch nur Mhm. PB. Das Mhm. PB-Logo, Ja. stimmt. Dann eben der Mighty Alien Dwarf-Zettel in Ishtar. Mhm. Der ist ja auch in so einem geheimen Raum, wo man nicht rein kann. Ja, genau. Ja. Ich glaube, mehr Easter Eggs fallen mir gerade gar nicht ein. Ja, und dass die Fehlermeldung halt wäre, dass der Guru heißt. Dass er extra Ja. so genannt wurde. Ja. Ja, stimmt. Und im ungepatchten Gothic kannst du, wenn du Marvin-Mode anmachst, und ich weiß bis heute nicht, wofür diese Funktion ist, wenn du Marvin-Mode anmachst und F11 drückst, Mhm. spawnst du eine Taube. Eine Taube, die random geradeaus fliegt, dorthin, wo du guckst. Hm. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter sein soll. Vielleicht, ob sie damit irgendwie, weiß ich nicht, Weitsicht testen wollten oder so. Möglich. Aber ja, Mhm. da konnte man Tauben schießen, quasi. Kein Plan. Ich fand das witzig damals. Ich hatte sogar in Gothic 1, fällt mir gerade einmal einen Bug, durch den ich, wenn ich das Inventar geöffnet habe und irgendeine Taste gedrückt habe, ist er automatisch gesprintet. Mhm. Ich habe dazu nie was gefunden. Und das war aber auch, weiß nicht, ob da einfach an der Installation irgendwas kaputt war und es dadurch entstanden ist, aber das war ganz cool. Ich Du konnte bist quasi in automatisch Gothic 1 gelaufen? damals. Oder was meinst du? Nee, das quasi statt zu rennen hat er dann die Sprintanimation. Du meinst das, okay. Ohne dass er irgendwas genommen hat, quasi in die Richtung, sondern einfach nur durch Kenn einen ich nicht. Tastendruck Kenn im ich den Inventar. Bug. Und Nö. Ja. ja, das ist schon witzig gewesen. Damit sind wir mit Gothic 3 auch durch, glaube ich. Ja, genau, ich wollte noch erzählen, wegen Varant, wegen Ralf Macinczyk. Da hat er damals mit dem Design und alles darstellen wollen, dass es so wie damals in manchen Wüstenstädten war, dass die ganze Familie sozusagen immer die Vorahnen immer begraben haben unter den Häusern sozusagen. Mhm. So wie man es damals, ich weiß nicht in welcher Richtung, ich weiß auch nicht mehr auswendig, müsstest du im Interview nochmal hören. Genau, dass das in der Richtung so geplant war und dass man das eigentlich auch in der Welt erzählen hätte sollen, dass das so ist oder auch Quests einbauen sollte und so weiter und so fort darüber. Das sollte halt da sein, deswegen sind ja auch die Häuser im D&D-Design aus. Hat gesagt, er hat sich auch an die Kultur gerichtet, also gerichtet, diese Häuser, wie sie dort waren. Deswegen haben sie auch keine Friedhöfe in Orten. Keine Friedhöfe in Varant und so. Und was hast du gesagt? Das kann man in dem Making-of-Buch auch gut nachgucken. Mhm. Wie viel die sich generell informiert haben bei solchen Sachen. Mhm. Die haben halt auch ganz viele Sachen irgendwie mit Urlaubsfotos und so weiter und mit teilweise wirklich stumpfe Fotos von einer Wand. Nur Mhm. weil so sieht die Wand dort aus. Das finde ich jetzt interessant, das will ich auch im Spiel dann so einbauen. Solche Sachen. Finde ich irgendwie immer ganz spannend. Und gerade die ganze Varant-Sache, da haben sie ganz viel drüber geredet. Wie lange sie auch gebraucht haben, bis der Sand so aussieht, wie er aussieht. Dass die Struktur der Wüste quasi, dieses Wellenartige, irgendwie sinnvoll erscheint. Oder was ich immer lustig finde und nie verstehe, sie haben eine Wasserengine geschrieben für Gothic 3, die sie in diesem Making-of-Buch so extrem loben, wie gut diese Wasserengine ist. Dass das Wasser wirklich realistische Wellen wirft und was weiß ich.
Im Endeffekt ist im Spiel einfach nur eine glatte Wasseroberfläche Mhm. mit Wassertexturen, wenn du durchläufst. Ich habe keine Ahnung, ob das eventuell die Wasser-Engine ist, die in dem Cinematic-Trailer am Anfang ist, weil da sieht das Wasser gut aus. Mhm. Richtig gut, ja. Und da musste ich dann drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob schon Uprisen, aber auf jeden Fall in Elex hast du eine Wasser-Engine, wo das Wasser wirklich richtig geil aussieht. Ich kenne kaum ein Spiel, wo das Wasser besser aussieht als in Elex. Weil es halt wirklich so, es sieht aus wie, es fließt wirklich. Es fließt und läuft wirklich. Mhm. Und ich überlege immer wieder, ob das vielleicht diese Wasser-Engine ist, die sie damals bei Gothic 3 schon angefangen hatten und in dem Making-of-Buch beschreiben. Weil die Wasser-Engine im Spiel, im Fertigen, ist echt scheiße. Mhm. Also auch da wieder wie bei Gothic 1 Mhm. schon ganz viel verworfene Sachen, ganz viele Sachen, die nicht da waren, nicht da sind. Mhm. Ja. Okay. Dann würden wir jetzt Genau. noch mit den Lagern anschließen nochmal. Von jedem Teil. Ah ja. Wo würdest du dich mit deinen jetzt im Körper, persönlichen Fähigkeiten und so weiter und so fort persönlich selber anschließen? Jeden Gothic-Teil. Also fangen wir mit Gothic 1 an. Natürlich. Halt immer noch mal lustiger, weil ich ja auch die RP-Charakter gespielt habe lange. Also ich hatte ja auch immer Charaktere überall so. Mhm. Und da war es beispielsweise so, dass auf SKO damals hatte ich einen Charakter, der hieß Brom. Das war der einzige, den ich dort gespielt hatte lange. Mhm. Und ich hatte vor, mit dem ins neue Lager zu gehen. Bin aber irgendwie nie dahin gekommen und dann war ich plötzlich Schatten. Mhm. Durch persönliche Geschichte, die entstanden ist und was Mhm. weiß ich. Und dann irgendwie nach 3 Jahren oder sowas hatte ich damals das alte Lager verraten und bin ins neue Lager. Und bin dann aber auch nicht zur Bande, wo ich eigentlich hin wollte, sondern direkt zu den Söldnern. Und bin dann direkt vom Gardisten oder eigentlich vom Schatten ins neue Lager und wurde dort dann direkt rechte Hand des Söldnerchefs. So. Mhm. Mit meinem Charakter. Du hast ja auch einen großen Und ganz Verrat ehrlich, ausgeführt, oder? Ja, ich habe auch Rüstungen und Mhm. Armbrüste geklaut und was weiß ich was alles. Ich habe das halbe Gardelager leer geklaut, weil ich die Verantwortung über das Lager hatte. Mhm. War schon lustig, hat für ziemlich viel Ärger gesorgt. Und wenn ich drüber nachdenke, fällt es mir echt schwierig zu entscheiden, wo ich meinen Charakter sehe. Also auf keinen Fall im Sumpf oder mich. Mich sehe ich nicht im Sumpf, mich sehe ich, wenn dann, wirklich bei den Schatten im alten Lager oder als irgendwie von den Wassermagiern ein Gehilfe. Also kein Mhm. Magier, sondern Bote von den Wassermagiern oder so. Mhm. Mm, Nicht unbedingt ein Bandit, aber schon so ein leicht schurkisch irgendwas. Mhm. Also Schatten oder sowas. Würdest du es denn mit deinen Fähigkeiten schaffen, sagen wir es mal so, ist eher die Frage. Oder einfach, weil du Ach, mit den einfach versuchen wirklichen wolltest. körperlichen Fähigkeiten, oder? Ja, ja, genau. Das war jetzt eigentlich so, wenn du es wirklich entscheiden müsstest. Du würdest jetzt da landen oder so. Ich habe jetzt eher so moralisch irgendwie Ja. überlegt, weißt du? Nein, 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 nicht moralisch. Nein, nein, moralisch nicht. Also Moralisch vom haben Ding wir. her moralisch eben sehe ich mich so Ja. bei Schatten und Ja. Söldnern. So. Ja, das kann ich verstehen. Schatten und, ja doch, Schatten und Söldner. So Ja. rum. Eins von beiden. Ja. Oh, körperlich. Das habe ich jeden gestellt. Jeder hat da seine eigenen. Dann Schatten. Hm. Ja, Schatten. Weil die Ja, Schatten sind soweit Ja. immer noch, müssen keine riesigen Kämpfer sein, können aber je nachdem, also sind teilweise fit, sind teilweise Jäger, sind teilweise trotzdem halbwegs sportlich, aber sind nicht unbedingt die Kampfmaschinen, Mhm. sind aber vor allem auch die Zivilisten und Verwalter, so ein bisschen. Ja, aber wenn du Pech hast, dann Ähm. landest du doch trotzdem als Butler in der Mine zum Beispiel. Das stimmt. Und wenn du kein Schutzgeld zahlst und irgendwie das Geld nicht zusammenkriegst, also das Erz, wirst du auch noch überall schikaniert, von jedem verprügelt in der Kolonie gefühlt. Das ist so das, was ich dabei bedacht habe immer. Stimmt, ja, ich habe quasi gar nicht den Weg, sondern ich habe jetzt auch nur geguckt, welche Gilde. Genau. Da müssen wir erstmal hinkommen. Du kommst ja nicht einfach so, ja, du bist sofort Schatten, let's go. So. Ja, klar. Außer du warst beim Überfall dabei, dann bist du bestimmt direkt ein Schatten oder so vielleicht. Aber Ich das glaube ist auch was trotzdem, anderes. ich glaube trotzdem altes Lager. Ich glaube, dann würde ich ins alte Lager gehen. Weil das Mhm. neue Lager hast du halt das Ding, du hast halt keine Sicherheit. Das Neues ist ja Lager genauso halt schlimm, irgendwie das ist noch schlimmer, ja. richtig. Neues Ja. Lager ist halt, du Mhm. musst halt dich durchboxen so. Und altes Lager zwar auch gewissermaßen, aber altes Lager hat trotzdem noch mehr Struktur und mehr Ordnung. So. Ja. Aber im Sumpflager ist Und es du am hast- einfachsten, wenn du einfach nur überleben willst. Du sammelst Das stimmt. einfach nur deine Pflanzen, rauchst, was du Mhm. willst, wie du auch Bock hast. Und kannst einfach so tun, als ob du an den Scheiß glaubst, aber in Wirklichkeit laberst du nur und machst weiter. So wie dieses eine Gespräch Mhm. mit Lester, so, oh ja, ich hatte eine Erscheinung von Schläfer. Oh mein Gott, das war so krass, so richtig ironisch und der glaubt es doch, der Guru und so. Nebendran. Ja.
Genau Richtig so, gut. meine ich, ja. Ich glaube aber altes Lager. Mhm. Ja. Mm, Einfach nur, weil du, wenn du dich mit den richtigen Leuten gut stellst, Mhm. mm, kannst du ein gutes Leben machen, quasi so Ja. halbwegs. Ja. Okay. Hast den größten Luxus trotzdem noch sozusagen im Mhm. Vergleich. Dann jetzt in Gothic 2. Was würde sich da anschließen? Was wäre es denn bei dir gewesen? Bei Gothic 1. Habe ich doch Mhm. gerade gesagt, Sumpflager, habe ich doch gesagt. Achso, Genau ja, aus den okay. Gründen, Okay. weil dir halt dann wirklich nichts passiert. Du kannst da Ja. dein Leben leben, du musst nichts töten. Wenn du einen Befehl Mhm. kriegst, dann sammelst du Pflanzen und sagst, du kannst es nur fertig und gut ist. Mhm. Du machst deinen Beitrag und fertig. Aber du musst wirklich nicht gefährlich leben für alles. Ja, Das stimmt. ist nur wenn du es freiwillig willst. Im Gothic Prinzip. 2. Wo sehe ich mich in Gothic 2? Hm. Schwierig. Schwierig. Mhm. Ähm. Ehrlich gesagt, in Gothic 2 entweder als Zivilist auf einem der Höfe, Mhm. dann ist natürlich noch die Frage, ob welcher, also ob einer der königlichen oder einer der von Onas Mhm. Seite. Und ich glaube, da fände ich dann tatsächlich Onas Seite angenehmer, weil du da eben nicht den königlichen Zwang hast quasi und die Mhm. Kontrolle der Miliz und so weiter. Ähm, oder ganz simpel in der Stadt als, weiß ich nicht, Handwerksgehilfe Mhm. oder Lehrling. Mhm. Mm, Und wenn, dann Lehrling von entweder Matteo, ja, Mhm. lässt sich ja, glaube ich, in Gothic nicht machen. Matteo nimmt ja keinen Nee, Lehrling. nee, genau. Aber man kann es ja trotzdem jetzt so Genau, bedenken, wie es aber wäre. ich Ja, glaube sowas, ja, ja. ja. So Ja, gut. Händler, Mhm. genau. Ich würde einfach sagen, dass ich sage, ich wäre einfach Alchemist. Würde Mhm. Alchemistenlehrling sein von Konstantin. Du darfst du ja, wenn du ihn dazu Mhm. überredest. Ich meine, du musst denn, wenn du nicht so blöd bist und die Sachen richtig mischt, wenn du weißt, wie die Pflanzen aussehen, wenn du es dein ganzes Mhm. Leben studierst in dem Moment gefühlt, wirst du Ja. schon die Sachen unterscheiden können. Dass ein alter Mhm. Lehrling gestorben ist und was gefehlt hat, ist ja nicht, wird dir jetzt nicht unbedingt passieren. Natürlich kannst Mhm. du auch Pech haben, das sieht fast genauso aus, aber in Gothic sind alle Pflanzen klar erkennbar, dass es was anderes ist. Bis auf die Ja. Sonnenaloe und die Drachenwurzel sieht alles ja anders aus. Das heißt, das Einzige, was du verwechseln könntest, wäre Scheiße von Mhm. einem schwarzen Troll und eine Drachenwurzel. Ja. Sozusagen. Ja, klar. Das stimmt schon. Und ich glaube, die Scheiße riecht wahrscheinlich sowieso anders, wahrscheinlich. To be Ja, vor honest. allem, warum sollst du einen schwarzen Troll gehen, als einfacher, Ja, nee, vielleicht ähm, sammelst du Pflanzen aus Sonnenaloe, wo du denkst, ist beim Scheiß beim schwarzen Troll. Einfach nachts, während er schläft oder so. ja, ja, ich glaube, das wäre mir zu risky. Würde ich Ich nicht glaube riskieren. auch. Es war ja nur Ich so, würde einfach in der Stadt bleiben. Ich was würde einfach wäre wenn Queens Ding. chillen. Mhm. Ja gut, wenn ich jetzt Alchemist bin, kann ich ja nicht in der Stadt chillen. Ich muss ja Pflanzen sammeln gehen und so weiter. Das stimmt. Als Ding. Aber Stimmt. das ist ja nicht Nee, schlimm. Du kannst ja immer rausgehen, ich wenn würde in der jemand Stadt anders bleiben. irgendwie auf die Jagd geht oder so, dann einfach da Pflanzen sammeln gehen oder so. Mhm. Ja. Und ansonsten, Mhm. zweiter Weg wäre Lehrling. Lehrling bei, also Novize. Aber Novize hätte ich keinen Bock mehr, zu langweilig. Ja, vor allem Novize wäre mir zu sehr getrimmt. So. Ja, genau, das ist auch Das ist halt sehr zu langweilig und scheiße. dieses, Ja. du musst jetzt nach Ja. unserem Glauben leben Ja. und ja. Das ist ja genauso wie beim Sumpflager, Mhm. musst du ja nicht unbedingt wirklich tun. An Dabei, sich. als Novize musst du dein Geld abgeben und so weiter und so fort. Und Ja. bist soweit gebunden ans Kloster und darfst nur gehen, wenn es dir erlaubt wird und solche Sachen. Genau, das meinte ich ja damit. Und das ist ja langweilig dann Ja, so. In eben, dem Sinne. Ja. das stimmt. Okay, jetzt die interessanteste Ähm, Frage. Gothic 3. Ja. Boah. Ehrlich gesagt, glaube ich, entweder Nomaden oder bei den Waldläufern. Waldläufer? Aber Ja. ja, Ja, sag weiter. nur durch die Kriegssituation wird es schwierig. Durch die was? Weil ich meine, Nomaden, durch die Kriegssituation. Die Nomaden werden von Mhm. Assassinen gejagt und ausgerottet. Das ist nicht so cool. Mhm.
Und die Waldläufer von Orks. Ist auch nicht so cool. Genau, deswegen, also rein realistisch betrachtet, was ich jetzt wähle. Also ich mal wähle, ich sag immer, in Nordmar, das sind die einzigen Menschen, die sich gut genug wehren können gegen die Orks. Und sie sind sehr gemeinschaftlich, egal wie schwach du bist oder nicht. Die halten alle immer zusammen, auch wenn du der Größte nichts bist. Du darfst irgendwas machen, kochen, was auch immer. Bei den anderen hast du das nicht. Und bei den Rebellen hast du das Problem, wenn der namenlose Held nicht existieren würde und du weißt nichts davon, so oder so, dass der existiert und er alle retten wird, wären die Rebellen auf kurz oder lang 100% ausgerottet von den Orks. Ohne Probleme. Die sind gefühlt 20:1 sozusagen. Genauso wie mit den Nomaden, da sind auch gefühlt 20:1 Assassinen. Und da würde ich auch gar nicht können. Das würde auch unmöglich zu überleben sein. Und ein Orksöhner will man auch nicht sein, da ist man immer unter dem Orks, da ist man immer ein Untermensch sozusagen. Wird als Untermensch gesehen. Also ein Unterork. Und bei Waldläufern ist auch sehr gefährlich. Aber Waldläufer sind halt wenigstens so, das kann ich noch verstehen, weil du kannst dich verstecken. Die verstecken sich gut, die können auch gut die Leute überfallen. Aber wenn die Orks es darauf anlegen, die zu töten, dann werden die das auch schaffen, auf kurz oder lang. Ja. Ich meine, Waldläufer sind ja im Prinzip auch sehr wenig. Ja, das ist ja nur wegen ihrer Diskretion so möglich, wie sie leben im Prinzip dann. Ja. Nee, also wirklich außerhalb von einem Kriegsszenario, also wenn noch Frieden herrschen würde, dann Nomaden oder Waldläufer, aber tatsächlich die Nordmar-Theorie ist eigentlich echt sinnvoll, weil das so die einzigen sind, die in der Situation noch friedlich leben, quasi. Ja. Und selbst wenn Also die Orks friedlich, angreifen, haben können auch sie die Ork-Probleme, kämpfen. aber Die richtig. haben ja auch gut befestigt, manche Clans sind ja auch richtig gut befestigt. Die sind so auf dem Berg da, wenn die Orks die angreifen wollen, die können da keine Belagerungswaffen benutzen oder so, das bringt nichts. Die müssen da wirklich dumm reinrennen, gefühlt. Das ist ja wie die Schweiz, also Nordmar ist wie die Schweiz sozusagen. Das zu erobern ist der größte Kampf überhaupt, egal wie es ist. Ja. Ja. Das ist es ja. Bin ich dabei. Das stimmt. Zum Worldbuilding hatte ich noch eine Sache, die mir in Elex sehr gut aufgefallen ist und in Risen. Gerade bei Risen 3 und bei Elex 1 und 2 finde ich es großartig, wie egal wo du hingehst, du wirst immer was finden. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Risen 3. In Risen 3 bei den Dämonenjägern auf der Insel. Wir haben ja so quasi eine riesige Kirche, wo sie drin wohnen, kann man sagen. Oder sowas in die Richtung. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Und du hast es irgendwie relativ kompliziert und so, dass es eigentlich wirkt, als solltest du eigentlich nicht hinkommen, kommst du aufs Dach. Und selbst da auf dem Dach wurde was hingebaut. So, da liegen dann 2 Skelette nebeneinander und irgendwie eine Flasche Wein und so schön hergerichtet halt irgendwie, als wären dort 2 Leute während ihrem Date gestorben. Und egal wo du halt hingehst, findest du solche Sachen. Und das finde ich bei Piranha Bytes Spielen sehr, sehr cool. Bei Piranha Spielen grundsätzlich meinst du, ja. Genau. Weil egal wo du hingehst, du findest was. Bei Gothic 2 ist ja auch immer so, deswegen habe ich mich ganz kurz gefragt. Warum das anders außer ist. Bei Gothic 1 je nachdem. Ja. Genau, außer bei Gothic 1 vielleicht, weil dort hast du oftmals Ecken, die halt doch leer sind. So. Das war aber auch ein Einmalprojekt sozusagen eigentlich. Es war nie gedacht, dass daraus was wird im Prinzip. Ja. Ja. Und das haben sie aber in jedem Spiel eigentlich echt gut hinbekommen. Auch in Elex. Gothic 3 teilweise dann nicht so ganz, aber Elex zum Beispiel ist da richtig gut drin. Ja, klettern, fliegen und alles. Ja. Überall. Und sie überall dran gedacht haben, okay, wenn man da hin könnte, was kann man da hinpacken? So. Man kann da hochfliegen. Irgendwie, wenn der Spieler jetzt da hochfliegt wirklich und es wirklich versucht, da hinzukommen, ja, okay, dann müssen wir da was hinpacken. Sonst wäre es jetzt irgendwie doof. Da ist auch tatsächlich das einzige Spiel von Piranha Bytes, was ich nicht so gut fand, tatsächlich in dem Moment, Risen 2. Weil Risen 2 fand ich sehr linear. Ich finde, Risen 2 ist ein Story-Game einfach nur. Richtig, du hast dort irgendwie nicht so diese Open World, sondern du hast irgendwie so Schlauchlevel plötzlich. Ja, das meine ich auch. Nur ein Story-Game für mich gewesen. Einmal durchgespielt, danach das hat mich genervt. Nie den Drang mehr gehabt, es zu spielen. Ja. Lustigerweise gibt es einen Roman zu Risen 2. Also ein Buch, wo die Story von Risen 2 einfach nur drin steht. Also einfach die Story als Buch. Ja. So. Und das ist überraschend gut gewesen. Und ich habe dieses Buch und ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe es letztens gesucht. Ich finde dieses Buch nirgends mehr. Aber das war tatsächlich ganz cool eigentlich.
Ich habe noch irgendwo einen Elex 1 Comic rumliegen. Von der Gamescom damals, Ach, wo cool. Elex angekündigt wurde. Es gibt Mhm. einfach wie bei Gothic 1 einfach einen Comic dazu. Das Mhm. habe ich nur aus Zufall, weil ich da bei dem Event zugeschaut habe. Da habe ich halt gefangen und ja, geil, ja, nice, cool, Comic. Liegt auch in meiner Mhm. Sammlung irgendwo hinten. Mm. Ich habe beide Collector's Editions. Irgendwo auf dem Schrank. Ich auch, Also aber von die vom Elex 1 ersten und Teil, die von Elex 1, die Figur ist einfach instant kaputt gewesen. Die ist Echt jetzt? kaputt angekommen und die wurde mir auch nicht ersetzt vom Mediamarkt. Krass. Das fand ich halt scheiße. Mhm. Da habe ich nur die Edition, aber das Spiel, die Figur nicht mehr. Sah so schlimm aus. Mhm. Alles gebrochen, überall abgebrochene Sachen. Das bringt ja nichts. Ja, okay, das ist scheiße. Ja. Das ist wirklich kacke. Nee, die kann bei mir, die ist bei mir gut. Die ist zwei, gut die erhalten. vom zweiten Teil, ist bei mir auch komplett. Die mit dem Gewehr, der alt. Unten. Der steht da noch schön und lebt schön noch. Ich bin gerade ehrlich, ich weiß gerade gar nicht mehr, was in Teil 2 für eine Figur war. Sag ich doch, die Altfigur mit dem Gewehr. Achso, die Altfigur. Ja, ja. Mit dem Gewehr war das. Genau, das sehe ich auch. Ja. Genau. Und bei Teil 1 war es der Exekutor-Typ, Mhm. oder? Ja. Stimmt. Ja, die habe ich irgendwo noch oben stehen. Bei Teil 2 war ja auch die CD dabei von Mhm. Björn. Ja. Das war auch noch ganz witzig. Auch wenn es ehrlich gesagt nichts ist, was ich anhören kann. Irgendwie. Ja. Ich fand die CD nicht gut. Ja. Es war interessant, so zum einmal anhören, Mhm. aber dann reicht es auch erstmal wieder. Ja. Ja. Genau. Sehr gut. Okay. Oh, dann haben wir es ja geschafft heute. 4 Stunden circa. Nur 4 Stunden, genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall war sehr nice, dass du dabei warst. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du mich dabei haben wolltest. Das Gerne, gerne. überrascht mich immer noch. Ja, gerne. Auf jeden Fall. War auch sehr interessant. Ich meine, es sind 4 Stunden rausgekommen. Daran sieht man auch immer, dass man Irgendwie immer mehr schon. labern hat. Immer mehr. Genau, okay. Ja, wir sind, glaube ich, null beim Thema geblieben, egal Ja. wann. Das ist ja normal. Aber Aber das macht's menschlicher, das macht's besser. Ja, ja. Macht's cooler. Das auf jeden Ja. Fall. Dann, wie So. gesagt, bedanke ich mich für die Einladung, fürs dabei sein Mhm. dürfen und so weiter. Und überlasse dir das Abschiedswort, denke ich mal. Gerne. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich danke dir. Und dann verabschiedest du dich jetzt noch bei den Zuschauern. Weil ich mach's sowieso immer. Achso. Ja, Gerne. dann auch ihr. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr es in dem Fall bis zum Ende geguckt habt. Das ist die andere Sache nochmal. Ich meine, dafür sind wir, glaube ich, beide nicht groß genug, als dass das immer selbstverständlich ist. Ja. Umso schöner und stärker ist das. Und dementsprechend auch Danke an jeden, der, ich glaube, es gilt bei dir dann auch, an jeden, der uns generell zuguckt. Ja. Der uns quasi dabei unterstützt bei dem, was wir machen, uns irgendwo zuredet bei den Sachen, die uns Spaß machen Mhm. und uns begleitet auf diesen Wegen. Die ganzen aktiven Viewer zum Beispiel auch, die wir haben, ja. Genau. Ja. Genau. Gerade auch die ganzen Leute aus dem Twitch-Chat jedes Ja. Mal. Es ist einfach Richtig. stark zu sehen, immer wieder dieselben Namen, immer wieder dieselben Ja. Leute. Das gibt, glaube ich, doch viel Antrieb uns Ja, beiden. auf jeden Fall. Und ist nichts, was irgendwie selbstverständlich wäre und können wir sehr dankbar drum sein. Daher Auf jeden vielen lieben Fall. Dank. Und ansonsten, während wir das aufnehmen, haben wir gerade Nikolausabend, Stimmt. oder? Stimmt. Haben wir? Haben wir, Siebte ist ja. schon 7. Ja. Ja, jetzt haben wir den 7., weil jetzt ist es Sechster nach war 0 es, Uhr, aber ja. gestern war ja, Ja, als wo wir angefangen haben mit ja. Aufnehmen, war noch Ja. Nikolausabend. Dementsprechend wünsche ich eine schöne Adventszeit. Ja. Genießt die Zeit und je nachdem, wann es rauskommt, sonst auch frohes Neues oder so. Ja. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall.